Das Lukton-Gefängnis. Irgendetwas stimmt dort drin ganz und gar nicht. Die Insassen wurden verschiedensten Experimenten unterzogen und jetzt sind sie zu etwas Grausamen mutiert. Ich selber wurde auch in diese Gegend geschickt, da ich anscheinend eine Art Antikörper in mir trage. Ich habe so eine Horde schon einmal in Russland überlebt, aber das ist schon lange her. Ich muss also versuchen, alles so gut wie möglich zu looten, damit ich genug Essen und vor allem auch Ausrüstung haben werde. Die Zombies werden alle 10 Tage mutieren und immer stärker werden, was bedeutet, dass ich auch stärkere Waffen brauchen werde. Und irgendetwas Großes da draußen wird mich jagen. Und wenn das noch nicht das Schlimmste ist, nach und nach werden neue Zombie-Experimente aus den Zellen freigelassen, die verschiedenste Fähigkeiten haben werden. Die Idee für diese Map und das Modpack ist vom YouTuber ShadowMac. Jedoch habe ich das Modpack noch erweitert und meine Community hat der Map noch etwas mehr Leben und Story eingehaucht. Falls ihr das Modpack selber spielen wollt, dann schaut gerne auf CurseForge vorbei und ladet es euch herunter. Schaffe ich es, in 100 Tagen die Experimente im Labor aufzudecken oder werden mich die Zombies holen? Wenn euch ein solcher Content gefallen sollte, dann liked das Video und abonniert diesen Kanal. Ich habe es geschafft. Ich konnte tatsächlich dieser Horde am Landeplatz entkommen. Es war mir schon irgendwie klar, dass die Lautstärke des Militärhelikopters diese Horde anlocken würde. Aber warum war der Virus hier nur so stark verbreitet? Ich selber durfte eigentlich gar nichts wissen, was genau hier in dieser Gegend vor sich ging. Ich wurde nur beauftragt herauszufinden, ob es einen sicheren Weg zum Gefängnis geben würde. Beim Belauschen der Einsatzkräfte hörte ich aber, dass die Horden von dort aus gezielt herausgeschickt wurden. Aber das kann doch gar nicht sein, oder? Ich meine, diese Dinger haben doch ihren eigenen Willen, wenn man es so nennen kann. Meine erste Priorität sollten erst einmal ein paar Werkzeuge sein. Ich befand mich hier auf einer Bahnstrecke, was bedeuten würde, dass ich das Holz vorerst für ein paar Grundwerkzeuge benutzen können würde. Ich musste mich stets umsehen und aufpassen, dass mich die Horde nicht verfolgen würde. Ich hoffte, dass die Zombies beim Landeplatz geblieben sind. Ich konnte leider niemanden von den Soldaten retten. Ich durfte nicht weiter drüber nachdenken. Ich musste mich auf eine Sache konzentrieren: Überleben. Wenn ich Glück habe, dann würde ich im Gefängnis ein paar Antworten finden. Mit dem Holz stellte ich mir schnell eine Holzspitzhacke her und suchte in der Erde nach dem ersten Stein, die ich dann auch gleich abbauen würde. Denn mal ganz ehrlich, diese Holzdinger eignen sich eigentlich nur als Brennstoff und nicht wirklich als Werkzeuge. Mit der passenden Axt machte ich mich auf, die Banshee noch etwas weiter zu erforschen. Ich hatte Glück, denn kurz vor mir befand sich ein großes Farmhaus. Deshalb gab es hier wahrscheinlich auch keinen Wald mehr. Zwar wusste ich, dass meist alle Gebäude in der roten Zone unbewohnt waren, aber ich hatte immer noch Hoffnung, dass nicht alle Menschen in diese Dinger verwandelt wurden. Die Farm bestand aus einem großen Wohnhaus, einer zugenagelten Scheune und einem kleinen Stall. Ich ignorierte vorerst die Scheune und lief geradewegs in das Farmhaus. Als ich durch die Fenster schaute, fiel mir nichts Ungewöhnliches auf. Außerdem gab es auch keine lauten Schreie. Du fragst dich, warum Schreie? Naja, sobald diese Dinger Menschenfleisch auch nur wittern, dann brüllen sie wie sonst was los. Das Farmhaus war so aufgebaut, wie du dir ein typisches Farmhaus vorstellen würdest. 3 Etagen mit einigen Zimmern. Unten gab es eine Küche, in der es auch noch etwas Essen gab. Vor allem waren es hier die Messer, die ich natürlich gleich alle mitgenommen habe. Dadurch hatte ich vorerst eine gute Möglichkeit, mich zu verteidigen, sollten mich diese Dinger wirklich angreifen. In der 2. Etage gab es einige Schlafzimmer. Der Nachttisch von einem der Schlafzimmer war gefüllt mit Wodkaflaschen. Wussten die Bewohner, was auf sie zukommen würde? Im Raum gegenüber fand ich einen Tisch mit einer Pistole. Bevor ich mir diese Pistole aber nahm, schaute ich in den Schubfächern der Tische nach und fand einen Brief, der an Billy gerichtet war. Mein lieber Billy, ich hoffe, du bist noch am Leben. Ich habe es die letzten Tage im Radio gehört. Irgendwas stimmt mit dem Gefängnis nicht. Von dort aus sind die Gefangenen ausgebrochen. Einer von ihnen hat Onkel Joe gebissen. Und jetzt verhält er sich merkwürdig. Ich habe sicherheitshalber die Pistole hier oben in Griffnähe gelassen, falls noch mehr dieser Wilden angreifen sollten. Ich höre jemand die Treppe hinaufkommen. Ich bin zwar nicht Billy, aber ich werde es mir trotzdem mitnehmen. Ich meine, gut 5 Schuss, damit kann ich eh nicht so viel anfangen. Und die ist wahrscheinlich... Nein, die ist auch nicht geladen. Das heißt, ich habe wirklich nur insgesamt 5 Schuss. Damit kann ich doch maximal wenn nicht überhaupt zwei Zombies erwischen. Naja, ich meine, es ist immer noch besser als nichts. Das 3. und letzte Zimmer der 2. Etage war ein Kinderzimmer. Hier gab es in einem Schubfach ein paar Pfeile und an der Wand hing ein Sportbogen und ein Pokal aus Gold. Das Kind dieses Zimmers hat sein Tagebuch offen auf dem Tisch liegen lassen. Papa, ich habe es endlich geschafft. Ich hoffe, du bist bald wieder hier. Den Sportbogen und die Pfeile nahm ich natürlich mit. Denn wenn du so einem Zombie einen Pfeil durch den Kopf verpasst, dann macht das weniger Geräusche als eine Kugel. Und vertrau mir, diese Dinger lieben laute Geräusche. Ich widmete mich der 3. Etage. Diese war nicht so groß wie die Etagen zuvor, denn hier gab es nur 2 Zimmer. Das erste war eine Art kleines Wohnzimmer, wo mich auch schon ein weiteres Tagebuch erwartete. Was sollte denn diese Radioübertragung? Warum sollen wir ruhig in unseren Häusern bleiben? Was ist da nur los? Das 2. Zimmer war noch ein Schlafzimmer. Hier musste wohl eine große Familie und vor allem auch eine durstige Familie gelebt haben. In einer der Kisten fand ich auch ein weiteres Buch. Dieses schien dem Opa der Familie gehört zu haben. Unter den 4 Bäumen, da werd ich träumen.
Was es damit auf sich hatte, wusste ich nicht. Aber vielleicht war es ja irgendein Hinweis. Ich musste mir die Bäume außerhalb des Hauses nochmal genauer anschauen. Drin war alles in Ordnung und hier draußen scheint auch alles ruhig zu sein. Keines von diesen Dingern ist hier unterwegs. Aber ich meine, das ist ja auch ein gutes Zeichen. Oh, was haben wir denn hier noch? Einen Keller oder sowas? Oh, den werde ich mir gleich mal anschauen. Oh, was ist denn das für ein Geräusch? Oh, das hört sich gar nicht gut an. Oh nein, oh nein, oh nein, das ist eines dieser Dinger. Ah, da muss ich mich früher oder später drum kümmern. Sonst lockt das auch noch andere an. Die Schreie, ich weiß nicht, woran das liegt, aber die werden dadurch irgendwie eingeloggt. Die scheinen irgendwie miteinander zu kommunizieren. Oh, Joes Hacke, die nehme ich mal gerne mit. Die kann ich gut gebrauchen. Ein bisschen Kohle habe ich auch hier. Oh, perfekt. Die nehme ich auf jeden Fall mit. Okay, komm raus, du Ding. Das ist Onkel Joe. Das ist Onkel Joe. Oh, vorsichtig, vorsichtig, vorsichtig. Oh, ich hab ihn besiegt. Oh nein, das war tatsächlich Onkel Joe. Der war wirklich infiziert. Nicht, dass er die anderen auch alle infiziert hat. Oh, was haben wir denn hier? Ein paar Äpfel. Oh, das kann ich gut gebrauchen. Und die sind auch noch ganz gut. Was haben wir hier? Füße. Oh, was steht denn hier drin? Nägel und Eisen bringen Füße zum Weinen. Okay. War es wahrscheinlich wieder ein Gedicht von dem Opa, oder was? Ah, ich verstehe. Ich erforschte noch etwas weiter die Umgebung und fand auch einen Ort, der von mehreren Bäumen umgeben war. Und wie der Zufall es so wollte, waren es genau 4 Bäume, die sehr nah beieinander standen. Also entweder hat der Opa wirklich hier draußen gerne geträumt, oder er hat seinem Enkel hier etwas hinterlassen. Ich fand eine Stelle, an der die Erde noch relativ frisch aussah. Ich dachte natürlich nicht lange nach und fing auch gleich an zu graben. Und tatsächlich, etwas weiter unten befand sich eine Truhe, die mit einer Machete und mit einem Buch gefüllt war. Lauf nach Osten, da warte ich auf dich, Opa. Was befand sich denn im Osten von hier? Etwa das Gefängnis? Es gab auf jeden Fall einen Weg von der Farm in Richtung Osten über die Bahnschienen. Ich musste mir noch ein bisschen Holz besorgen und da ich mich gerade ja sowieso unter den 4 Bäumen befand, wollte ich auch gleich diese nutzen, um das Holz zu beschaffen. Ich hoffe, der Opa wird darüber nicht ärgerlich sein. Ich ging zurück in das Farmhaus, da es langsam Nacht wurde. Die Hintertür war bereits schon aus den Angeln gefallen und ich entschied mich, den Eingang einfach mit ein paar Planken zu vernageln. Es wäre fatal, den Hintereingang einfach so offen zu lassen, denn dann würden diese Dinge einfach hereinlaufen. Deshalb war auch ein Unterschlupf bei Nacht wichtig, denn bei Nacht wurden diese Dinge aktiv. Ich konnte leider nicht alle Stellen vollständig vernageln und musste hoffen, dass sich alles richtig abgedunkelt hatte. Ich lief in die oberste Etage und entschied mich hier für eines der Betten. Wie sind diese Dinger hier überhaupt reingekommen? Die haben unten tatsächlich alles... Hey, die haben unten alles kaputt gemacht oder was? Die haben die Türen abgenagelt oder was? Einfach abgerissen. Die sind wirklich einfach hier unten durchgelaufen. Das kann doch gar nicht sein. Und hier auch. Die haben einfach die Scheiben kaputtgeschlagen oder was? Okay, muss ich einfach um diese Dinger hier kümmern. Oh, ich muss wirklich aufpassen. Aber deshalb haben die mich wahrscheinlich hier hingeschickt. Ich meine, ich bin wahrscheinlich gegen diesen Virus immun. Ich hoffe es zumindest. Ich meine, bis jetzt ist mir noch nichts passiert. Diese Dinger waren also in der Lage, einfach so Türen einzureißen und das Glas zu zerschmettern. Bei den Holzplanken hatten sie noch Probleme. Sollte aber die Mutation weiter voranschreiten, dann würden selbst Steinwände nicht mehr den Schlägen dieser Monster standhalten können. Vorher mussten also die Planken ausreichen. Hoffte ich zumindest. Im Helikopter sagte man, dass diese Gegend reich an Eisenerz sei und außerdem auch 3 seltene Erze entdeckt wurden. Da der Heizkeller des Farmhauses etwas unter der Erde lag und auch eine abgesicherte Stahltür hatte, entschied ich mich, mir hier einen kleinen Minenschacht zu bauen und nach Eisenerz Ausschau zu halten. Da ich die Zeit nicht im Auge hatte, ging ich wieder nach oben und hatte vor, mir irgendwo eine Uhr zu suchen. Wenn ich mich richtig erinnerte, gab es eine Uhr beim Kamin im Farmhaus. Vorher musste ich aber die fliegenden Blätter entfernen. Geht es euch da auch so oder dürfen bei euch die Bäume einfach so, ich sage mal, rumfliegen? Schreibt es gerne in die Kommentare. Als ich den Sonnenaufgang von Tag 3 beobachtete, wollte ich nachschauen, ob draußen irgendwelche Monster auf mich warteten. Aber tatsächlich gab es hier nicht ein einziges von diesen Dingern. Mir fiel auf, dass es in der Entfernung noch eine große Scheune gab. Dort musste ich unbedingt hin, denn früher oder später brauchte ich noch mehr Nahrung. Mein aktueller Vorrat war nur sehr begrenzt. Oh, hier im Stall gibt es noch ein Pferd, oder was? Oh nein, das ist schon infiziert. Und hier gibt's auch... Oh nein, hier gibt es auch so einen Spawner, den muss ich unbedingt abbauen. Also sonst werde ich hier noch überrannt. Oh nein, tut mir leid. Tut mir leid, du bist leider infiziert. Das tut mir so leid. Aber deine Schreie würden nur andere von diesen Monstern anlocken. Hier ist tatsächlich noch eine alte Scheune oder sowas. Hier unten ist alles komplett leer. Vielleicht... Na, nee, hier gibt's nichts weiter. Vielleicht gibt es hier oben noch irgendwas Besonderes. Ich schau mal nach. Oh, nee, hier ist auch... Oh nein! Oh, das ganze Blut auf dem Boden. Oh, was ist denn hier passiert? Der hat noch eine Nein, ich kann mir schon denken, was hier passiert ist. Die letzten Worte. Oh, okay, warte mal, die werde ich mir mal durchlesen. Mal gucken, was er zu sagen hatte. Oh nein. Ich habe es gesehen, wie die Leute aus dem Gefängnis geistesabwesend die Besitzer des Hauses in der Nähe anfielen und bissen. Es waren so viele, dass sie uns völlig überrascht haben. Ich konnte mich gerade so noch hier oben retten, aber ich glaube, mich hat es ebenfalls erwischt. Doch bevor ich zu einem von denen werde, beende ich es lieber selbst.
Bert. Bert, ich hoffe, du ruhst in Frieden. Ich werde dich hier oben auch allein lassen. Ich nehme ein bisschen von deiner Munition mit, aber sonst werde ich dich hier oben einfach lassen. Ich musste tiefer in die Mine, denn ich hatte immer noch keine Rüstung, die mich vor den Angriffen der Monster schützen würden. Ich fand ein dunkles Erz, welches ich mit meiner aktuellen Spitzhacke nicht abbauen konnte. Ich brauchte etwas Stärkeres und musste dringend Eisen finden. Das Stein verarbeitete ich gleich zu Steinmauern. Ich wusste, in diesem Farmhaus konnte ich mich nicht ewig aufhalten, aber trotzdem wollte ich vor heranstommenden Zombie-Massen abgesichert sein. Und glaube mir, früher oder später kommen die Massen. Ich habe es schon einmal erlebt, damals in Russland. Die Mauer reichte zwar nicht aus, um das komplette Farmhaus abzusichern, aber dafür gab es jetzt nur einen Ort, an dem die Zombies mich erreichen würden. Außerdem entschied ich mich dafür, in der obersten Etage an einer bestimmten Stelle Glas zu entfernen und an dieser Stelle dann eine Tür einzusetzen. Vielleicht werde ich diesen Fluchtort noch brauchen, hoffte es aber nicht. Da mich wieder eine lange Minentour erwarten würde, platzierte ich die Gegenstände, die ich vorerst nicht gebrauchen würde, in einer Truhe in der 3. Etage. Die Pistole und die Machete des Opas behielt ich erst einmal bei mir. Ich wusste ja nicht, was mich dort unten in der Mine alles erwarten würde. Nach langem Graben hörte ich Wasser fließen. Und tatsächlich war es dann auch so. Ich fand eine große Höhle, die genau unter dem Farmhaus war. Naja, nicht genau unter, aber sehr nah am Farmhaus. Ich habe mir ein paar Fackeln gebaut und diese Höhle gleich mal etwas ausgeleuchtet. Wer weiß, vielleicht würde ich ja hier unten etwas Eisenerz finden. Ich musste vorsichtig vorgehen und mich Stück für Stück nach unten graben. Die Höhle war sehr tief, was aber bedeuten würde, dass die Chancen auf Eisen sehr hoch waren. Und tatsächlich war es dann auch so. Ich fand endlich Eisenerz. Oh, hier gibt es auch Lava, da muss ich vorsichtig sein. Ich meine, Eisenerz gibt es ja in Hülle und Fülle, aber auch diese Lava hier, das ist super gefährlich. Oh ne, ich hab's tatsächlich geschafft, das gibt's doch nicht. Oh nein, ich muss so schnell Wasser suchen. Hier gab's doch dieses Wasser. Da muss ich sofort reinspringen. Oh nein. Schnell abkühlen, okay, perfekt. Ey, das muss ich unbedingt versiegen hier. Das war zu viel des Guten und ich ging wieder an die Oberfläche und ließ für den Rest des Tages das Eisenerz einschmelzen. Jetzt hatte ich endlich etwas mehr Schutz und vor allem eine stärkere Spitzhacke. Ich wollte sofort ausprobieren, ob ich etwas von dem merkwürdigen Erz abbauen könnte. Und tatsächlich, ich konnte es abbauen. Es handelte sich hierbei um das schwarze Erz. Ich habe gehört, dass einige Soldaten sich darüber unterhielten. Mit dem Erz konnte man sehr gut Ausrüstung für das Militär herstellen. Waren sie deshalb interessiert, diese Gegend hier abzusichern? Normalerweise sind ihnen doch rote Zonen vollkommen egal und sie sagen, dass sich die Bewohner selber um ihre Sicherheit kümmern sollen. Vielleicht könnte ich ja dieses schwarze Erz irgendwie mit dem Eisenerz verbinden und mir dadurch eine starke Ausrüstung herstellen. Tatsächlich reichte die Hitze aus dem Ofen aus, um das Erz einzuschmelzen. Wie haben mich diese Dinger hier gefunden? Es sind einfach so unglaublich viele und vor allem kriechen die kriechen einfach rein. Oh, ich muss unbedingt vorsichtig sein und mich hier irgendwie besser absichern. Das kann doch gar nicht sein. Das sind ja so unglaublich viele da draußen. Ich musste leider den Epic Fight Mode aus diesem Modpack entfernen, da dadurch die Zombies nicht so richtig funktioniert haben. Deshalb wundert euch nicht, dass die Zombies auf einmal alle anders aussehen. Wenn ich mit diesen Dingern fertig bin, muss ich unbedingt den Zaun ausbessern. Die kamen wahrscheinlich alle genau durch diese Öffnung, die ich freigelassen habe. Das war einfach wirklich unglaublich dumm von mir. Und ich habe genug Steine, habe ich ja noch aus der Mine. Damit muss ich unbedingt alles jetzt erstmal richtig absichern. Das kann doch gar nicht sein. So viele von denen. Das ganze Kämpfen gegen diese Monster hat fast meine komplette Nahrung aufgebraucht. Ich erinnerte mich, dass es in der verlassenen Scheune noch viele Heuballen gab. Wenn ich diese besorgen könnte, dann würde ich mir daraus einiges an Brot herstellen können. Ich rannte also so schnell mich meine Füße tragen konnten in Richtung Scheune. Es gab hier Heu in Hülle und Fülle. Das würde erst einmal für eine lange Zeit ausreichen. Aus dem schwarzen Erzen stellte ich mir ein paar Stiefel und auch einen Helm her. Wenn ich jetzt noch etwas von diesem Erz finden würde, dann könnte ich mir sogar noch eine Kevlar-Weste und eine Hose herstellen. Das wäre dann der beste Schutz, den ich zurzeit herstellen könnte. Jetzt bin ich mal gespannt, ob diese Nägel wirklich... Oh, tatsächlich. Es funktioniert. Es funktioniert. Das ist endlich ein effektiver Schutz gegen diese Monster. Okay, jetzt brauche ich einfach nur viel mehr davon und dann könnte ich mich wirklich komplett absichern. Ich meine, die sind ja auch nicht teuer herzustellen, eigentlich. Die Stacheln oder Nägel, wie auch immer man sie nennen mag, halfen gut, um mich gegen die heranstehenden Zombies zu schützen. Ich platzierte einige von ihnen vor meinen Steinmauern und hoffte somit, die Gefahr gebannt zu haben. Um ganz sicher zu gehen, dass auch wirklich kein Zombie innerhalb meiner Mauern sein würde, schaute ich auch in der zugenagelten Scheune nach. Es war gut, dass ich das tat, denn in der Scheune gab es einen Zombie-Spawner, der wahrscheinlich dafür gesorgt hätte, dass mich diese Dinger überrennen würden. Außerdem gab es hier auch noch einiges an Nahrung. Mit einer Uhr, die ich über einen der Kamine fand, ging ich wieder in die Tiefe der Mine. Ich brauchte noch weitere Ressourcen und musste mich besser auf die Angriffe der Zombies vorbereiten. Ich fand sogar noch ein weiteres Erz, Radium. Was es damit auf sich hatte, wusste ich nicht, aber vielleicht gäbe es ja hier in der Zone noch irgendwo ein Labor oder so etwas in der Art, in der ich ein paar Aufzeichnungen finden würde. Mit den restlichen Erzen konnte ich endlich meine Ausrüstung vervollständigen. Am Morgen von Tag 9 warteten bereits einige Zombies vor den Mauern auf mich. Ich hatte Glück, dass ich die ganzen Stacheln platziert hatte, denn dadurch war es ein leichtes, diese Monster zu bekämpfen. Die restliche Zeit verbrachte ich in den Minen auf der Suche nach Erzen. Damit die ganze Sache nicht zu einfach wird und ich mich nicht verbaue,
verbarrikadieren kann, habe ich mich dazu entschieden, als erstes den Boomer freizulassen. Wie der Name schon sagt, sorgt er dafür, alles in seiner Umgebung und sich selbst zum Explodieren zu bringen. Was ist denn das für ein komisches Wesen? Scheint ja mutierter Zombie zu sein. Der hat mich auch ziemlich an Distanz gesehen. Was ist denn das für ein komisches Ding? Das ist ja merkwürdig. Wow. Oh nein. Oh nein, das Ding kann einfach alles wegspringen. Da ich wusste, ein Blutmond stand bevor, musste ich so viele Ressourcen wie möglich sammeln und mich darauf vorbereiten, im größten Notfall die Farm zu verlassen. Diese explosiven Zombies waren einfach viel zu gefährlich. Ich erhöhte die Mauern und baute mir selber eine kleine Plattform hinter diesen Mauern, damit ich einen besseren Überblick haben würde. Aber ich hatte die Befürchtung, dass mein Stein nicht ausreichen würde, und so war es dann tatsächlich auch. Es ist soweit, der große Angriff steht bevor. Der große, oh nein, das sind schon wieder so viele. Das sind so unglaublich, ich muss jetzt nur hoffen, dass keiner dieser explosiven Zombies kommt. Oh nein, wie sind da hier überhaupt reingekommen? Das kann doch gar nicht sein. Diese explosiven Zombies sind eigentlich das Gefährlichste. Die machen einfach Boom und dann ist meine ganze Mauer weg. Ich glaube, so nenne ich diese Dinge einfach. Die Boomer. Ich glaube, das passt ganz gut. Ey, wie viele sind denn das? Ich erkenne halt auch nicht, welches Monster hier welches ist. Und was ist das da hinten? Was ist das für ein riesiges Ding? Oh nein, kommt irgendwas riesengroßes auf mich zu. Ich muss aufpassen, ey, nicht, dass mich das Ding hier erreicht und einfach die ganze Mauer... Oh nein, das war ein Boomer. Oh nein, Vorsicht. Ich muss schnell wieder zumachen. So schnell wie möglich zumachen. Oh nein. Ich bin in Panik. Ich kann nicht... Oh nein, die sind durch. Ich muss die Farm verlassen. Ich muss ja so schnell wie möglich weg. Ich kriege das jetzt auch nicht mehr zu. Es sind einfach viel zu viele von diesen Dingern. Und meine Ausrüstung reicht nicht aus. Oh, schnell weg. Nein, das große Ding ist... Hat es gezielt den Boomer hierher gebracht oder was? Das große Ding geht hier gerade weg zu. Ne, ich muss weg. Ich habe keine Chance, gegen dieses Ding da zu kämpfen. Vor allem, wie riesengroß das war. Ich bin vor allem mitten in der Dunkelheit. Ich weiß gar nicht, wo ich hinlaufen soll. Nach Osten. Moment, nach Osten. Der Opa hat gesagt, nach Osten rennen. Das mache ich jetzt am besten auch. Das ist der einzige Weg, wo ich mir vorstellen könnte, dass es ein sinnvoller Weg ist. Okay, Moment. Einfach hier über die Bahnschienen rüber und einfach rennen. Hier war doch irgendwie... Tatsächlich war hier der Weg. Perfekt. Jetzt muss ich nur einfach den heranstürmenden Zombies ausweichen. Einfach immer weiterlaufen. Immer weiter. Oh, hier gibt's einen Wald. Tatsächlich gibt es hier hinten einen Wald. Vielleicht finde ich an dem Wald ein bisschen Schutz. Oh, ich muss einfach immer weiter geradeaus. Immer weiter geradeaus. Und am besten gar nicht umdrehen. Ich glaube, wenn ich mich umdrehe, dann sehe ich einfach nur die ganzen Zombie-Massen, die mich verfolgen. Vielleicht finde ich ja im Wald hier irgendwo ein bisschen Schutz. Ich meine, der Mond, der gibt wenigstens ein bisschen Licht ab. Aber hier gibt es überall diese Monster, ey. Und ich kann mir vorstellen, dass die einfach meiner Spur die ganze Zeit hinterherlaufen. Es sind so viele. Es sind so unglaublich viele. Was ist denn das? Irgendein Wolf oder sowas? Und nein, der Wolf greift mich auch an. Ich muss schnell weg. Am besten baue ich mich hier irgendwo einfach direkt nach oben. Ja, perfekt. Am besten direkt nach oben bauen, den Baum hier noch abfällen und dann... Oh, die kommen alle auf mich zu, ey. Vor allem, wie weit die mich einfach sehen. Wie weit die mich einfach spüren können. Ich meine, kommunizieren die irgendwie untereinander? Oder werden die irgendwie gesteuert oder was? Was ist denn hier überhaupt los? Und vor allen Dingen, was war das für ein riesengroßes Ding am anderen Ende meines Zaunes, was dann noch die Farm überrannt hat? Verfolgt mich das Ding auch oder was? Ey, dann kann ich nicht lange hier bleiben. Ey, die ganzen Zombies, guck mal, wie die alle auf mich zukommen. Vielleicht kann ich ja hier unten einfach von diese Stacheln... Ja, tatsächlich, das funktioniert. Und die gehen auf diese Stacheln drauf. Jetzt muss ich eigentlich nur abwarten. Ich muss jetzt einfach nur abwarten, bis es Tag wird. Und dann muss ich unbedingt weiterziehen. Ich kann ja auch vor allem nicht in diesem Wald bleiben. Ich weiß gar nicht, was mich in diesem Wald überhaupt erwarten würde. Keine Ahnung. Ich weiß nur, dass ich hier auf dieser Position nicht bleiben kann. Die Dinger wissen, wo ich bin. Ich muss mich irgendwo verstecken. Dann muss ich erstmal wirklich warten, bis es Tag wird. Und dann einfach runterspringen, versuchen noch ein paar Nägel zu platzieren und dann einfach versuchen zu überleben. Als am Morgen von Tag 11 die Sonne aufging, war ich erleichtert. Ich habe die Nacht überlebt. Jetzt musste ich nur noch auf den richtigen Moment warten, um die ganze Zombie-Horde hinter mir zu lassen. Ich passte den richtigen Moment ab und sprang dann einfach in die Tiefe. Zum Glück war ich nicht allzu hoch und konnte somit mit so gut wie keinem Fallschaden auf dem Boden landen. Jetzt hieß es so schnell wie möglich davonrennen. Gegen so viele Zombies hätte ich auf keinen Fall eine Chance. Ich bemerkte, dass ich in die falsche Richtung, also in Richtung Farm gelaufen bin. Dort gab es aber immer noch diesen riesengroßen Zombie, der einfach die Mauern der Farm eingerissen hatte. Oder zumindest hatte er die explosiven Zombies so gesteuert, dass sie meinen Zaun gezielt zerstört hatten. Mitten im Wald wurde ich neben den ganzen Zombies auch von wilden Wölfen angegriffen. Ich musste schleunigst hier weg und aufpassen, von nicht noch mehr Gegnern überrannt zu werden. Zu allem Unglück fing es auch noch an zu regnen und zu gewittern. Ich brauchte dringend einen Unterschlupf oder wenigstens einen Ort, an dem ich sicher sein würde. Ich meine, ich war zwar hier mitten im Wald, aber irgendwo würde ich doch bestimmt was finden. Im größten Notfall müsste ich mir selber etwas bauen. Mich verfolgten immer noch die Zombies, ich musste mich also beeilen. Ich fing vorsichtshalber an, ein paar Bäume zu fällen, um dadurch ein paar Rohstoffe für ein temporäres Lager zu bekommen. Ich brauchte nur noch den passenden Platz, aber mit den ganzen Zombies um mich herum konnte ich kaum einen klaren Gedanken fassen.
Hier und da schlug zu allem Unglück auch noch der Blitz ein und setzte Bäume dadurch in Brand. Wenn es nicht in diesem Moment geregnet hätte, dann würde bestimmt der ganze Wald abbrennen. Nachdem ich dann dem Weg gefolgt bin, der die ganze Zeit vor mir lag, fand ich eine alte, verlassene Kirche. Jedenfalls sah sie von außen verlassen aus. Ich wusste nicht so recht, ob ich mich zu dieser Kirche begeben sollte, aber dort drin wäre es wahrscheinlich sicherer als hier draußen. Ich schaute vorsichtig durch die Eingangstür und war etwas überrascht. Es gab eine ganze Menge angezündeter Kerzen. Bevor ich aber in die Kirche gehen würde, wollte ich zuallererst sicher gehen und die Umgebung der Kirche untersuchen. Ich fand sogar noch einen Zombie-Spawner und habe diesen dann natürlich sofort abgebaut. Hätte ich das nicht getan, dann wären wahrscheinlich so viele Zombies aufgetaucht und ich hätte die Kirche schnell wieder verlassen müssen. Es wird endlich Zeit, die Kirche zu untersuchen. Wenn ich die Türen schließe, dann kommen vielleicht von außen keine Zombies rein und hier drin scheinen auch keine zu sein. Aber ich meine, warum sind die ganzen Kerzen hier angezündet? Was ist das? Was ist das überhaupt für ein Ort? Oh, hier liegt auch noch Blut auf dem Boden. Das ist meistens kein gutes Zeichen. Naja, die Türen lasse ich am besten verriegelt. Was ist das denn hier unten? Okay, hier kann ich... Tue Buße. Eine Kultistenmaske? Moment. Was ist denn damit? Tatsächlich, die ist sogar stärker als meine aktuelle Ausrüstung. Ich meine, dann setze ich die einfach mal auf, würde ich sagen. Hier scheint es auch noch irgendwie nach oben zu gehen, auf irgendeinen Turm oder so. Mal gucken, was es hier oben gibt. Da bin ich mal gespannt. Oh, hier muss ich vorsichtig sein. Okay, hier ist einfach nur ein Bücherpodest, ohne Buch. Oh je, das ganze Blut hier auf dem Boden. Oh je. Vielleicht gucke ich mal vorne zum Altar. Was ist denn hier? Die ganzen Kerzen, auch war hier irgendeine Opferung oder sowas. Was ist denn hier passiert? Hier ist auch noch irgendwas. Bringe das Buch... Okay, das soll ich nach oben bringen? Gut, ich nehme es einfach mal mit. Oh no. Was ist denn jetzt passiert? Die Türen wurden verriegelt mit irgendwelchen Eisengittern. Oh, was ist das? Was ist denn... Oh, vor allem, was macht denn das Ding für Geräusche? Was ist das für ein komisches... Hallo? Oh nee. Das kommt mich zu. Das klackert so die ganze Zeit. Oh nee. Moment. Das Ding muss ich erstmal besiegen. Das kommt ja aber nicht drüber, oder? Nee, das kommt nicht so richtig über die Bänke rüber. Ich muss dieses Ding schnell besiegen. Im Notfall kann ich ja noch diesen kleinen Raum reingehen, aber ich weiß nicht, ob das da so durchkrabbeln kann. Wie viel Energie hat das denn? Ich brauche unbedingt meine Fernkampfwaffe. Ich muss genau ziehen. Okay, perfekt. Was war das denn bitte schön für ein komisches Monster? Nachdem ich diesen Klacker-Zombie besiegt habe, brachte ich das Buch nach oben und habe es dann auf dem Podest platziert. Und tatsächlich wurde ich mit 5 goldenen Äpfeln belohnt. Diese Äpfel waren wirklich etwas Besonderes, denn sie würden mich zum einen sättigen und zum anderen dafür sorgen, dass ich für kurze Zeit stärker werden würde. Ich musste mir diese Äpfel gut aufheben. Da ich keinen richtigen Ort zum Schlafen gefunden habe, entschied ich mich, mein Bett aus der Farm dort zu platzieren, wo das Podest mit den Goldäpfeln stand. Sobald die Sonne aufgegangen war, wollte ich die Kirche verlassen und mir einen sicheren Ort zum Überleben suchen. Die Eisengitter, die am Vortag die Türen versperrt hatten, wollte ich mitnehmen. Vielleicht würden sie mich ja in meinem neuen Zuhause besser schützen. Da nun auch die explosiven Zombies unterwegs waren, wusste ich, dass ich eine starke Verteidigung brauchen würde. Zu meinem Glück hatte sich das Unwetter beruhigt und jetzt schien wieder die Sonne. Das war ein Vorteil für mich, denn dadurch konnte ich viel besser die Umgebung sehen und mögliche Gefahrenquellen ausmachen und diese dann umgehen. Ich nutzte die Gelegenheit gleich aus, um weiteres Holz für mein Lager zu sammeln. Ich musste mir auch einen Ort suchen, der etwas erhöhter sein würde. Ich wusste nicht, wie groß der Wald sein würde, in dem ich mich gerade befand. Von daher musste ich wohl oder übel hier mein kleines Häuschen bauen. Ich fand einen kleinen Hügel und entschied mich, vorerst die Bäume in der Umgebung zu fällen. Dadurch hätte ich Ressourcen und würde auch die Möglichkeit haben, besser die Umgebung zu beobachten. Bald käme wieder ein Blutmond und dafür musste ich mich vorbereiten. Ich wollte nicht dieselbe Situation wie beim letzten Blutmond haben. Mit den ganzen Baumstämmen, die ich durch das Fällen der Bäume bekommen habe, baute ich zunächst die Grundpfeiler für mein neues Zuhause. Die Ostseite war durch eine Klippe abgesichert. Ich musste also im Prinzip mich nur noch um die 3 anderen Seiten kümmern. Die Zombies konnten ja schließlich nicht Wände hochklettern, oder? Außerdem wollte ich auch endlich mein Inventar lernen, denn ich habe die schlechte Angewohnheit, mein Inventar nicht zu sortieren und dann würde ich gar nicht mehr wissen, wo ich was haben würde. Geht es euch dabei auch so oder haltet ihr euer Inventar immer sortiert? Schreibt es gerne unten in die Kommentare. Nachdem ich mit den Baumstämmen die Grundpfeiler gesetzt hatte, nutzte ich das restliche Holz, um die Wände zu ziehen. Meine Fernkampfwaffe hielt ich jederzeit bereit, denn ich wusste nie, wann Zombies oder wilde Wölfe auf mich loslaufen würden. Jetzt musste ich nur noch den Eingang mit 2 Laternen versehen und schon würde es wie ein gemütliches Zuhause wirken. Also je nachdem, wie gemütlich man es in einer Zombie-Apokalypse haben würde. Ich durfte nicht vergessen, dass ich mich immer noch in der roten Zone befand. Jetzt hieß es erst einmal, etwas Nahrung zu beschaffen. Meine Vorräte wurden immer knapper und wenn ich mich nicht rechtzeitig um Nahrung kümmern würde, würde ich hier draußen nicht überleben. Ich erinnerte mich an das Buch aus der Farm, in dem es hieß, man solle immer weiter nach Osten gehen. Vielleicht gab es ja dort noch weitere Hinweise, aber das Risiko konnte ich zurzeit einfach noch nicht eingehen. Am nächsten Morgen platzierte ich meine restlichen Nägel rund um mein kleines Häuschen. Das würde vorerst dafür sorgen, verirrte Zombies aufzuhalten. Aber im Ernstfall wäre dieses kleine Haus kein Schutzraum, sondern eher ein Gefängnis.
Früher oder später musste ich das Gebiet noch weiter absichern und mir dadurch noch mehr Platz verschaffen. Da ich bei weitem noch nicht genügend Eisen für weitere Nägel bei mir hatte, entschied ich mich, bei der Klippe östlich von meinem Haus einen kleinen Minenschacht anzulegen. Hier unten gab es tatsächlich eine ganze Menge an Kohle und auch einiges an Eisenerz. Vielleicht bekäme ich ja so viel zusammen, dass ich damit mein ganzes Haus absichern können würde. Oh, hier geht's noch weiter. Hier ist so eine Höhle. Wow. Hier ist so eine riesengroße Höhle. Oh, vielleicht kann ich ja dadurch viele einfache Erze finden. Oh, tatsächlich gibt es hier einen Haufen Eisenerz. Das nehme ich unbedingt mit für diese ganzen Nagelfallen. Die kann ich auf jeden Fall gut gebrauchen. Oh, was ist denn das da hinten? Vor allem ist hier wieder dieses komische Klackern. Sind das dieselben Monster wie aus der Kirche, oder was? Hallo? Oh, die kommen auf mich zu. Oh, das sind tatsächlich unglaublich viele. Und die kommen von allen Seiten und überall dieses komische Klackern. Ich muss ja schnell wieder raus. Moment, hier bin ich doch runtergefallen, oder? Ja, einfach nach oben. Einfach nach oben. Oh, die kommen. Oh, nee, das sind mir zu viele. Dafür habe ich bei weitem zu wenig Munition. Am besten hier die ganze Höhle absichern. Ich darf hier nicht wieder runtergehen. Ey, da unten ist ja alles voll von diesen Dingern. Ich meine, sind die bei Nacht da unten oder kommen die einfach ans Tageslicht? Ich hoffe mal nicht, weil die Dinger sind ja wirklich unglaublich stark. Mit dem ganzen Eisen aus der Klackerhöhle konnte ich mir neue Werkzeuge herstellen. Die alten Werkzeuge wollte ich an der Wand befestigen. Sie sollten mich daran erinnern, dass ich es schon weit geschafft habe. Mit Hilfe einer Eisenhacke versuchte ich mir ein kleines Feld am Tümpel neben meinem Haus anzulegen. Aber wie schon bereits gesagt, befand ich mich immer noch in der roten Zone. Das bedeutete, dass hier angebaute Samen, wenn überhaupt, nur sehr langsam wachsen würden. Lange könnte ich damit also nicht überleben. Ich bräuchte früher oder später noch eine andere Nahrungsquelle. Am Morgen von Tag 14 war ich überrascht, denn es kamen bereits einige Zombies auf mich zu. Hatten sie mich bereits gefunden? Da es aber nur wenige waren, konnte ich sie schnell besiegen. Ich musste wirklich aufpassen, denn zwischen ihnen waren nun auch diese Boomer-Zombies unterwegs. Diese ließen bei Berührung die Umgebung explodieren. Ich brauchte weitere Ressourcen für mein kleines Häuschen und ich entschied mich, zurück zur Kirche zu gehen. Auf meinem Weg dorthin nutzte ich meinen Bogen und die restlichen Pfeile, um ein paar Fasane zu erjagen. Von diesen Vögeln könnte ich dann Federn und vor allem auch das Fleisch nutzen. Bei der Kirche angekommen, untersuchte ich zunächst wieder die Umgebung. Hier gab es nichts Auffälliges, nur dass es in der Kirche bereits einen Zombie gab. Hatte dieses Ding meine Spur verfolgt? Wenn das so wäre, dann würden weitere Zombies wahrscheinlich schon unterwegs sein. Ich fand in dieser Kirche nichts Sinnvolles, nahm mir aber ein paar Eisengitter mit. Ich ging wieder zurück zu meinem Haus und platzierte die Eisengitter an meiner kleinen Hütte. Vielleicht würde das ja für extra Schutz sorgen. Das nächste Zombie-Experiment hat das Gefängnis verlassen. Die mit verschiedensten Giften infizierten Zombies laufen nun frei durch die rote Zone. Das ist der verseuchte Zombie. Ich brauche unbedingt noch weitere Ressourcen. Was ist denn das? Was ist denn das für ein komisches Ding? Oh nein, das kommt genau auf mich zu. Ah, das muss ich schnell besiegen. Warum hat denn das so blaue Augen? Warum sieht das so komisch aus? Ich meine, ich habe jetzt Glück, dass es Tageslicht ist, aber bei Nacht darf ich diesem Ding nicht begegnen. Ich musste dringend meine Farm vergrößern. Ich hatte zwar noch etwas Fleisch von den ganzen Fasanen, wusste aber, dass das nicht ewig reichen würde. Ich brauchte unbedingt mehr Nahrung. Das Gebiet rund um mein kleines Häuschen musste eingeebnet werden. Sobald die Horden an Zombies auf mich zulaufen würden, bräuchte ich eine gute Sicht auf alle heranstürmenden Massen. Vor allem musste ich meinen Fokus auf die Boomer-Zombies legen. Sollten diese zu nah an meine Mauer kommen und explodieren, dann wäre es für die Zombies ein leichtes, einfach so zu mir zu laufen. Das kann doch gar nicht sein. Hier ist schon wieder eines von diesen Dingern. Seit wann sind die denn bei Tageslicht unterwegs? Moment, vielleicht hat mich das Ding gesehen? Ich glaube nicht, oder? Oh, doch, es kommt auf mich zu. Kann ich mich hier verstecken? Ich glaube nicht. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Okay, das muss ich schnell besiegen. Eigentlich habe ich die starke Ausrüstung bei mir. Aber ich meine, wenn ich Pech habe, dann mutieren die Zombies bald. Ich hoffe mal nicht, dass die allzu stark werden. Okay, schnell wieder zurück. Mein Haus brauchte noch extra Schutz. Ich fing an, mit meinen Holzstämmen eine grobe Markierung zu setzen. Diese Holzstämme wollte ich dann mit Holzbrettern verbinden und in der Mitte ließ ich dann eine Reihe frei, um herausschauen zu können. Denn was würde mir eine Mauer bringen, wenn ich gar nicht wissen würde, was draußen auf mich warten würde? Da ich selber immer wieder in die Nägel gelaufen bin, musste ich diese vorerst entfernen. Außerdem war es nicht ganz sinnvoll, diese Nägel hier innerhalb der Mauern liegen zu lassen. Das Risiko, mich selbst zu verletzen, war einfach viel zu groß. Tag 16 begrüßte mich mit einem Gewittersturm. Ich musste aufpassen und mich nicht zu weit nach draußen wagen, denn die Wetterumstände sorgten dafür, dass ich kaum eine Möglichkeit hatte, Geräusche wahrzunehmen. Sollte sich also jetzt ein Zombie anschleichen, dann wäre es ein leichtes Spiel für ihn, mich zu überraschen. Durch den Regen konnte ich keine große Expedition nach draußen wagen. Von daher entschied ich mich, einfach einen kleinen Gang auf meiner Mauer zu errichten. Die Gefahr, während eines Blutmonds zu stolpern und dann nach unten zu fallen, war einfach viel zu groß. Was wäre denn das auch für ein Ende? Ich meine, stellt euch das mal vor. Oh, der wurde anscheinend von einem Blitz getroffen, oder was? Ich meine, warum rennt er denn sonst? Und vor allem, wo kommen die denn jetzt auf einmal her? Die scheinen irgendwie meine Spur... Oh nein, warum bin ich denn hier jetzt runtergefallen? Das kann doch gar nicht sein. Ah, schnell wieder rein. Ey, das darf mir nicht nochmal passieren. Durch mein ganzes Eisen aus der Klackerhöhle konnte ich eine Bärenfalle herstellen.
Diese brauchte zwar eine ganze Menge an Ressourcen, aber letztendlich wären die Zombies, die in eine Bärenfalle tappen würden, nicht mehr in der Lage sein, sich zu bewegen. Fraglich wird die ganze Angelegenheit nur, wenn zum Blutmond tausende Zombies auf mich zugelaufen kommen. So viele Bärenfallen kann ich nicht mal ansatzweise herstellen. Zum Ende des Tages habe ich dann auch noch mein Feld vergrößert. Aber selbst das würde kaum etwas bringen, da, wie schon erwähnt, hier so gut wie nichts wachsen kann. Von dem Gewittersturm aus der Nacht zuvor brannten 2 Bäume neben einer kleinen Hütte. Glücklicherweise standen diese aber einzeln und nicht in der Nähe von anderen großen Bäumen. So sah es zumindest aus meiner Perspektive aus. Aber sicherheitshalber ging ich hin und fällte beide Bäume. Da ich nicht immer einen Eingang in meine Mauer bauen wollte, entschied ich mich dazu, an der West- und an der Ostseite ein paar Türen zu platzieren. Damit wäre ich in der Lage, einfach so herein und heraus zu gehen. An der Ostseite brachte ich aber noch eine Terrasse bzw. einen Steg an, denn wenn ich das dort nicht bauen würde, dann würde ich einfach so hinunterfallen und wäre ein gefundenes Fressen für die ganzen Zombies. Mein nächstes Ziel war das Herstellen einer neuen, starken Waffe, das Katana. Darum wollte ich mich aber erst morgen kümmern, denn komischerweise kamen schon die Kriecher durch meine Mauer. Lag es vielleicht daran, dass sie so klein waren und sich irgendwie durch den Beobachtungsspalt in der Mauer pressen konnten? Hier unten gibt es eigentlich auch noch eine ganze Menge an... Oh nein, 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 nicht schon wieder diese Klackerer. Oh, nicht schon wieder diese Klackerer. Warum ist denn hier in dieser Höhle auch jemand? Das kann doch gar nicht sein. Oh nein, schnell raus, schnell raus, schnell raus. Warum verfolgt mich das Ding? Warte mal, das geht doch bestimmt nicht ans Tageslicht, oder? Ich hoffe mal nicht. Kommt das hinterher? Oh, das kommt hinterher. Oh, Moment. Vielleicht kann ich das ja irgendwie... Vielleicht kann ich das ja irgendwie hier austricksen. Kommt das hier hoch? Oh, der Klacker... Ah, der kommt... Ne, hier kommt er nicht hoch. Ah, okay. Okay. Also die gehen anscheinend wirklich auch ans Tageslicht. Ich meine, die bleiben wahrscheinlich einen Großteil in ihrer Höhle. Aber wenn die irgendwie irgendjemanden finden, dann gehen die wahrscheinlich wirklich hoch. Da habe ich aber Glück gehabt hier mit dieser Klippe. Nachdem ich diesen Klackerer besiegen konnte, machte ich mich daran, die Höhle von diesem Monster zu untersuchen. Und tatsächlich fand ich hier auch das ersehnte Kies, denn das würde ich für die neue Waffe brauchen. Endlich konnte ich mir das Katana herstellen. Es fühlte sich gut in meiner Hand an und würde bei der richtigen Verwendung viel Schaden an den Zombies anrichten. Es wurde ja sowieso vom Militär vorgeschlagen, scharfe Waffen gegen diese Zombies zu verwenden. Jetzt musste ich nur aufpassen, nicht selber beim Kämpfen gebissen zu werden. Da bald der Blutmond anstehen würde, wollte ich mein kleines Lager verbessern. Ich baute ein kleines Vordach über die Terrasse und ebnete das Gelände noch etwas weiter ein. Am Morgen von Tag 19 warteten schon einige Zombies vor den Mauern auf mich. Ich musste mich schnell um sie kümmern, löste aber leider dabei eine Explosion eines Boomers aus. Dadurch war ein Teil meiner Mauer weggesprengt. Das war die größte Schwachstelle meiner Verteidigung. Das durfte auf keinen Fall während des Blutmondes passieren. Die zerstörte Stelle musste ich so schnell wie möglich wieder ausbessern. Holz hatte ich ja, dank der ganzen Bäume, genug und musste mir keine Gedanken über meine Rohstoffe machen. Ich verwendete fast mein restliches Eisen, um daraus Stacheln herstellen zu können. Ich wollte sicher gehen, dass diese Monster nicht einfach so zu mir gelangen können würden. Die Verteidigung musste noch weiter erhöht werden. Der einzige Nachteil an diesen Stacheln war es, dass sie die Bewegung der Zombies nicht aufhalten würden. Ich fand heraus, dass ich aus Eisen auch Stacheldraht herstellen konnte. Dieser war aber leider sehr teuer und ich musste mir genau überlegen, wo ich diesen platzieren würde. Ich brauchte noch bei weitem mehr Eisen, um mich besser absichern zu können. Die ersten Zombies kamen auf mein Häuschen zu. Diese Nacht würde ein neuer Blutmond sein. Das würde bedeuten, dass eine riesengroße Horde an Zombies auftauchen würde. Ich wusste nicht, ob meine Verteidigung dafür bereit war, aber ich konnte diesen Ort jetzt nicht mehr verlassen, denn außerhalb der Mauern hätte ich noch weniger Überlebenschancen. Da habe ich wirklich Glück, dass es hier draußen noch ein paar Hirsche gibt. Oder was auch immer das ist. Ich meine, da habe ich wenigstens noch ein bisschen Essen bei mir. Und, oh, was ist denn das da hinten? Was ist denn das für ein riesengroßes Gebäude? Ich meine, soll ich das jetzt... Ich weiß nicht, ob ich das jetzt untersuchen soll, weil wenn ich jetzt draußen bin und der Blutmond steigt auf, dann habe ich hier keine Chance zu überleben, aber da muss ich nochmal hin. Das müsste östlich von meinem... Tatsächlich wieder östlich, ne? Wie aus dem Buch. Wie aus dem Buch aus der Farm. Sogar der Superblutmond steigt auf. Was bedeutet denn das? Das ist ja riesengroß, der Mond. Oh oh. Jetzt geht's los. Ich habe ein ganz schlechtes Gefühl bei der Sache. Da kommen sie schon. Oh, da kommen die Massen. Ich meine, die Stacheln machen halt so gut wie gar nichts. Die machen so gut wie gar keinen Schaden an diesen Dingern. Oh, da unten sind sie auch. Aber hier ist die Klippe. Hier bin ich relativ gut abgesichert. Vielleicht noch auf der anderen Seite. Ah, die scheinen mich noch nicht so bemerkt zu haben. Das sind noch nicht so viele. Vielleicht wären das auch gar nicht so viele bei einem Superblutmond, aber... Oh, der Stacheldraht, der hält die auch ganz schön gut auf. Dadurch werden die extrem langsam. Aber die Nägel machen halt so gut wie gar nichts. Halt ein bisschen Schaden, aber das war's dann auch. Nee, das... ich glaube, mit den wenigen Zombies, das war eigentlich... Ich glaube, da kommt... Vielleicht kann ich das hier noch abfällen. Kann ich das irgendwie nutzen? Nee. Oh, das hätte beinahe mich erschlagen hier, dieser Holzstamm. Oh, da kommen sie alle. Wie viele das sind. Ey, das sind so unglaublich viele. Oje, oje. Ich hoffe mal, das überlebe ich. Was sind denn das bitte schön für Massen an Zombies? Das ist ja unglaublich. Das Problem ist, ich sehe halt gar nicht, ob da Boomer dabei sind. Sind da Boomer dabei? Ich weiß es nicht. Ich kann es überhaupt nicht einschätzen. Aber ich meine, gegen die zu kämpfen bringt halt auch gar nichts. Ey, das sind so viele. Ich meine, ein Glück kommen sie hier nicht durch. Ein Glück... Was war das denn gerade? Oh nein!
Die haben den Weg freigesprengt. Die sind alle hier drin. Die können auch die Leitern hochklettern. Oh nein. Ich muss dringend hier weg. Was ist das? Schon wieder dieser riesige Zombie. Der hat dich schon wieder angelockt. Verfolgt er mich die ganze Zeit oder was? Das kann doch gar nicht sein. Ich muss schnell weg hier. So schnell wie möglich. Oh nein. Und vor allem ist es noch mitten in der Nacht. Vielleicht kann ich ja zu diesem großen Gebäude, aber ich weiß nicht, ob ich jetzt während des Blutmusters... Ich baue mich erstmal hier hoch. Da bin ich sicher. Oh, das sind so unglaublich viele. Und die verfolgen mich auch die ganze Zeit. Das kann doch gar nicht sein. Ich baue mich noch weiter nach oben. Immer weiter nach oben. Immer weiter nach oben. Ey, das sind so viele da unten. Die kommen alle angelaufen. Aber wie soll ich das überleben? Vielleicht sogar noch weiter nach oben. Ich glaube, das wäre ganz gut. Ey, vor allen Dingen explodiert das auch andauernd. Hey, gibt's irgendwie Die Boomer sind aber tatsächlich wirklich dabei. Ey, die versuchen hier die ganzen Turm wegzusprengen, oder was? Ich hoffe mal nicht, dass sie hier irgendwie hochklettern können. Das wäre noch riesengroß. Ich gehe mal am besten noch weiter nach oben. Hier oben müsste ich erstmal vorläufig sicher sein. Ich baue mir hier am besten noch eine kleine Plattform oder sowas hin. Und dann müsste eigentlich alles gut laufen. Oder da unten ist schon wieder einer explodiert. Da unten ist schon wieder einer der Boomer explodiert. Die kommen wirklich hierher und wollen mich wirklich haben. Die wollen mich hier wirklich haben. Jetzt muss ich hier einfach nur die Nacht erstmal hier oben bleiben und wirklich erstmal warten, bis die ganzen Dinger da unten weg sind. Und dann gucke ich mir da drüben mal was ist denn das? Eine Baustelle oder sowas? Das ist ein riesengroßes Hochhaus. Das gucke ich mir mal an. Ich hoffe mal, die kommen nicht hier hoch. Ich hoffe, die kommen nicht hier hoch. Ich habe es tatsächlich wieder überlebt. Die Sonne ging am Morgen von Tag 21 auch für mich wieder auf. Wenn ich gewusst hätte, dass ich so schnell meine Hütte im Wald verlassen müsste, hätte ich mich schon vorher auf die Suche nach einem sichereren Ort gemacht. Aber was bedeutete schon Sicherheit in der roten Zone? Ich sprang von meinem improvisierten Hochstand herunter und versuchte, die Zombies in eine andere Richtung zu locken. Ich hatte vor, zu diesem großen Gebäude zu laufen, das ich schon einige Tage zuvor gesehen hatte. Vielleicht gäbe es ja dort die Möglichkeit, etwas mehr Sicherheit zu haben. Ich konnte die Zombies erfolgreich ablenken und habe mich dann durch eine offene Stelle am Zaun gequetscht. Ich wusste, dass wenn ich hier durchkommen würde, es auch die Zombies schaffen würden. Dieser Ort schien eine Art Baustelle zu sein, denn hier befand sich ein Hochhaus im Bau. Es gab sogar einen sehr hohen Kran und das dazu passende Lager. Ich wollte natürlich sofort nachschauen, ob es in diesem Lager einige nützliche Gegenstände geben würde. Oh, ein Glück habe ich hier nachgeschaut. Hier war tatsächlich ein Spawner drin. Und auch irgendeine komische Blutspur. Ich meine, die Wände sind hier alles aus Eisenblöcken. Vielleicht bin ich ja hier eigentlich relativ sicher. Vielleicht könnte ich das hier für mich nutzen. Oh, was ist denn das? Oh, das werde ich gleich mal lesen. Moment. Was steht denn da drin? Ach, manchmal hasse ich meinen Chef echt. Er ist manchmal so ein... ich sag's lieber nicht. Aber die Baustelle geht gut voran. Wir sind bald mit dem Rohbau fertig. Nur im Radio kommt jetzt die Nachricht über den Ausbruch. Ob das ein Grund zur Sorge ist? Ich denke nicht. Es brechen ja immer wieder mal Leute aus. Bevor ich vergesse, der Herr Baustellenwächter dreht ja jetzt durch. Geht immer ganz nach oben auf dieses Gebäude. Was will er da? Ich weiß es nicht. Chef kommt. Musst du tun, als würde ich heute noch was machen. Hier gab es auch Nachrichten über den Ausbruch. Oh nein, da draußen sind sie schon. Oh, da kommt die ganze Zombie-Meute. Moment, vielleicht nehme ich einfach hier den Hammer mit und kämpfe einfach gegen diese Biester. Ich kümmerte mich um die paar Zombies, die mich bis hierher verfolgt hatten. Es waren zum Glück nicht allzu viele. Dennoch hatte ich die Befürchtung, dass es nach und nach mehr werden würden, sollten sie wirklich wissen, dass ich mich jetzt hier befinden würde. Sollte ich an diesem Ort bleiben oder doch lieber weiterziehen? Ich entschied mich vorerst, das Gebäude oder besser den Rohbau weiter zu erkunden. Die Hoffnung auf Überlebende hatte ich schon aufgegeben, als ich die Blutspur am Boden sah. Kam diese von den Zombies oder hat sich hier jemand versucht zu retten? Ich musste die ganze Zeit meine Augen offen halten, denn es gab hier eine große Menge an Zombie-Spawnern. Hätte ich diese nicht zerstört, dann wäre hier bei Nacht die Hölle los und das ganz ohne Blutmond. Hier auf der Etage gibt es nichts weiter. Ah doch, hier hinten gibt es noch ein paar Kartons oder sowas. Ein bisschen Eisen. Das nehme ich auf jeden Fall gerne mit. Was haben wir hier oben? Eisen und einen Diamant. Das sieht richtig gut aus. Den kann ich auf jeden Fall gut gebrauchen. Hier ist noch mehr Kram in den Kisten. Also wirklich eine ganze Menge Eisen. Und sogar noch einen Diamanten. Wow. Also es hat sich gelohnt, hier diesen Rohbau zu erkunden. Ich meine, es war ganz schön schwierig, den Aufgang zu finden. Jetzt bin ich ganz oben angekommen. Perfekt. Und was ist denn das hier? Okay. Bisschen Bauarbeiterklamotten und noch einen Diamanten. Da ich langsam aber sicher sehr viele Gegenstände bei mir hatte, entschied ich mich, auf der höchsten Ebene vorerst mein Lager zu errichten. Ich platzierte eine Truhe und füllte diese dann mit den Gegenständen, die ich vorerst nicht benutzen würde. Oh, da drüben ist noch jemand. Da drüben, das sieht aus wie eine lebende Person. Hallo! Stopp! Moment. Warum greifst du mich an? Das scheint schon infiziert zu sein. Okay, das war der Baustellenwächter. Aber warum war der hier oben? Ich meine, vor allem, warum ist er hier auf dieses Vordach gegangen? Hier kommt man noch nicht mehr so einfach runter. Oh, da oben hier ist noch eine Truhe. Mal gucken, was wir hier drin haben. Okay, eine Shotgun. Die nehme ich auf jeden Fall mit. Moment, ich muss erstmal laden. Oh, perfekt. Die würde bestimmt gut im Kampf gegen die Zombies helfen. Sehr, sehr gut.
Die Baustrahle aus den unteren Ebenen schienen mit Solarenergie zu funktionieren, denn sie leuchteten immer noch. Ich platzierte einige von ihnen auf der höchsten Ebene, damit ich in der Nacht etwas Licht haben würde. Unglücklicherweise hatte ich mein Bett in meiner alten Hütte stehen lassen und musste nun die Nacht auf einem Stuhl verbringen. Ich musste mir dringend irgendwoher Wolle besorgen. Die Nacht war sehr lang, aber auch ungewöhnlich ruhig. Hier oben schienen mich die Zombies nicht zu spüren, jedenfalls zur Zeit noch nicht. Die Zombies hatten keine Ahnung, wo ich mich befinden würde. Als ich am Morgen nach unten schaute, sah ich einige Zombies ziellos umherirren. Solange nicht diese Monstrosität aus den Blutmondnächten auftauchen würde, hätte ich eine gute Chance, hier vorerst zu überleben. Meine größte Priorität war vorerst die Beschaffung von Nahrung. Ich hatte nur sehr wenig Vorräte und musste langsam auf die Jagd gehen. Im Wald, nah an der Baustelle, gab es einige Hirsche. Ich musste mich nur vorsichtig heranpirschen und dann könnte ich sie einfach erjagen. Außerdem war es auch möglich, einige Ziegen zu erjagen. Leider bekam ich von diesen nur Leder und Fleisch. Ich hatte gehofft, noch irgendwo Schafe zu finden, denn ich brauchte dringend Wolle für ein Bett. Hier und da gab es auch noch 2 Arten von Wölfen, die anscheinend mochten, auf Menschen Jagd zu machen. Sie waren nicht infiziert, aber dennoch schienen sie großen Hunger zu haben. Zum einen gab es einen roten großen Wolf und zum anderen einen weißen, etwas kleineren Wolf. Und wenn ich schon mal im Wald war, würde es bestimmt nicht schaden, etwas Holz mit zurück zur Baustelle zu bringen. Am Morgen von Tag 23 fand ich heraus, dass ich aus den Pelzen der Wölfe Wolle herstellen konnte. Das war ein sehr gutes Zeichen, denn jetzt war ich in der Lage, aus der Wolle ein Bett herzustellen. Somit musste ich nicht mehr warten, bis die Nacht zu Ende sein würde, sondern konnte einfach schlafen gehen. Die Wand des Lagerraums auf der Baustelle bestand aus Eisenblöcken. Ich hatte natürlich gleich die Idee, diese mitzunehmen, denn dann könnte ich endgültig genügend Stacheldraht bauen und mir dann auf der Baustelle eine Festung errichten. Ich wusste, dass ich ein paar Baumstämme brauchen würde, denn wenn ich das Dach des kleinen Lagerraums nicht stützen würde, dann würde das ganze Gebäude wahrscheinlich einstürzen. Außerdem probierte ich, den Zaun am Rande der Baustelle abzubauen. Mit einer Eisenspitzhacke funktionierte das relativ gut. Der Vorteil an diesem Zaun war, dass man einfach so hindurchschauen konnte. Diese Zäune mussten aus einem bestimmten Winkel platziert werden. Von daher war es schwierig, sie genau so aufzustellen, wie ich es vorhatte. Ich brauchte dafür fast den halben Tag. Aber am Ende würde es sich bestimmt lohnen, denn ich wäre besser gegen die Zombies geschützt. Aus den Eisenblöcken, die ich aus dem Lager bekommen hatte, stellte ich mir Stacheldrahtzäune her. Jetzt bemerkte ich wieder, wie teuer diese Dinger waren. Ohne die Eisenblöcke aus dem Lagerhaus hätte ich nicht ansatzweise genügend Eisen bei mir. Hier sind schon wieder welche von diesen komischen Gift-Zombies. Moment, vielleicht kriegt ja die Shotgun. Oh, die macht gar nicht so viel Schaden. Oh, ich muss ein bisschen vorsichtiger sein. Da macht tatsächlich mein Katana bei weitem mehr Schaden als diese Shotgun. Aber ich glaube, mit der Shotgun kann ich auch ein paar Mal öfter schießen. Aber ich muss sparsam mit der Munition sein. Ich habe kaum noch was bei mir. Na, den Zaun nehme ich hier mal mit. Gleich nach dem Abbauen der Zäune machte ich damit weiter, diese dort zu platzieren, wo der Teil der Baustelle anfing, bei welchem ich oben mein Lager aufgeschlagen hatte. Den kompletten restlichen Tag verwendete ich dafür, noch mehr Zäune abzubauen und diese dann wieder zu platzieren. Langsam aber sicher wurde aus der Baustelle eine richtige Festung. Jetzt brauchte ich noch etwas, was vor den Zäunen gegen die Zombies helfen würde. Da kam mir selbstverständlich der Stacheldrahtzaun in meine Gedanken. Eisen hatte ich ja dafür genug bei mir und sollte ich noch mehr benötigen, könnte ich einfach die Wände des Lagerhauses abbauen. Und wie der Zufall es so wollte, musste ich die Idee gleich umsetzen und diese Eisenblöcke des Lagerhauses abbauen, denn wie schon bereits erwähnt, verbrauchten diese Stacheldrahtzäune eine Unmenge an Eisen. Ich hatte gehofft, dass das Eisen erst einmal genug sein würde, aber so war es leider nicht. Die fehlende Wände habe ich dann mit Holz abgestützt. Jetzt konnte ich im Notfall diesen Raum vielleicht doch noch benutzen. Die Eisentür, die ich aus dem Lager entwendet habe, sollte ab sofort meine Eingangstür für die Festung sein. Es war nur möglich, diese mit einem Schalter zu öffnen. Meines Wissens nach waren die Zombies noch nicht in der Lage, diese Schalter zu bedienen. Aber man weiß ja nie, wie sich die Zombies weiterentwickeln werden. Ich habe schon vom Militär die merkwürdigsten Geschichten gehört. Irgendwie hatte es ein Zombie geschafft, die Leiter zu benutzen. Diese Dinger waren jetzt also in der Lage, nach oben zu klettern. Ich war hier in der Festung nicht so geschützt, wie ich es mir eigentlich gedacht habe. Zudem fingen jetzt auch die Boomer-Zombies an, auf die Baustelle zuzulaufen. Wussten die Zombies inzwischen, wo ich mich befinden würde? Ich musste meine Verteidigung noch weiter verstärken. Das bedeutete für mich, noch mehr Zäune abbauen und diese dann platzieren und aus Eisen dann Stacheldrahtzäune herzustellen. Ich entfernte außerdem alle Baustrahler aus den unteren Ebenen. Zombies wurden vom Licht angelockt und würde ein Zombie dieses Licht sehen, würde er die anderen Zombies bestimmt informieren und diese würden dann auf meine Festung zugerankommen. Die Lichter hier oben waren hoffentlich weit genug von den Zombie-Augen entfernt. Zum Ende des Tages reparierte ich meinen Katana. Eisen für einen Amboss und die Reparatur hatte ich ja genügend bei mir. Habe ich doch richtig gehört. Hier ist tatsächlich ein Boomer-Zombie explodiert. Oh. Die können also auch hier diese Rohbauwände einreißen. Oder muss ich wirklich unbedingt bei der Blutmondnacht, die bald ansteht, aufpassen? Da ich auf dem Weg nach oben und nach unten nicht immer nach den Leitern suchen wollte, platzierte ich auf fast allen Etagen ein paar Zäune, die mir den Weg zeigen sollten. Außerdem platzierte ich an jedem Auf- und Abgang ein paar Fackeln.
Ich brauchte einen Notfallplan, sollten die Zombies es wirklich schaffen, die Zäune im Erdgeschoss zu durchbrechen. Da neben meinem Turm noch ein Gerüst stand, wollte ich versuchen, dieses vielleicht irgendwie als extra Plattform zu nutzen. Dafür bräuchte ich aber noch weitere Ressourcen, die ich erst einmal für meine Festung nötiger hatte. Vielleicht wäre es ja auch noch möglich, oben auf der höchsten Etage ein Feld anzulegen. Dafür besorgte ich mir etwas Erde aus der Umgebung und brachte diese nach oben. Jetzt fehlte nur noch etwas Wasser, was ich aber einfach besorgen können würde. Da es jetzt schon Nacht geworden war, musste ich damit aber bis zum nächsten Morgen warten. Es hat tatsächlich angefangen zu regnen, aber ich meine, vielleicht finde ich jetzt einfach... Wow. Oh, hier draußen ist alles voll. Oh, ich laufe einfach weiter. Ich meine, die Zäune halten ja anscheinend wirklich diese Monster auf. Jetzt muss ich nur eine richtige Wasserquelle finden. Ich kann doch nicht mal in Ruhe Bäume fällen, ohne dass mich diese Monster angreifen. Ich meine, es sind jetzt schon so viele davon. Also diese verseuchten Zombies werden irgendwie immer mehr. Aber die sind halt auch vor allen Dingen auch total stark. Und was ist da oben? Da wartet da schon ein Boomer auf mich? Endlich fand ich auch eine geeignete Wasserquelle, aus der ich mir dann auch mit einem Eimer Wasser schöpfen konnte. Jetzt hatte ich bei weitem genügend Wasser, um damit das ganze Feld zu bewässern. Die halten aber auch viel aus. Ich meine, wenn so ein Ding alleine da ist, dann geht das eigentlich schon ganz gut. Aber, oh Moment, was hat er denn hier fallen lassen? Was ist denn das? Ist das ein Zombie-Auge oder was? Moment, das muss ich mir mal genau angucken. Irgendwas muss ich hier wegwerfen. Was ist denn das? Ah, okay, damit kann ich diese starken Barren herstellen. Ich kletterte wieder auf meinen hohen Turm und grub 2 Löcher in die Erde meines Feldes. Außerdem hatte ich immer noch meine Eisenhacke bei mir. Komisch, von all den wertvollen Sachen aus meiner Hütte ist diese Eisenspitzhacke mitgekommen. Aber am Ende hatte es sich dann doch noch gelohnt. Ich nutzte ein paar Samen aus dem Wald und hoffte, dass daraus bald Weizen heranwachsen würde. Vielleicht habe ich ja Glück und dann dadurch auch etwas Nahrung. Es wurde Zeit, noch etwas Kohle aus einer Höhle zu besorgen. Glücklicherweise gab es hier unten keine Klackerer und ich war einigermaßen sicher. Ich wusste ja nicht, was an der Oberfläche bereits auf mich wartete. Ja, ich sollte jetzt langsam wieder zurück. Ich war jetzt lang genug in der... Oh, was ist das? Wie schnell ist denn das Ding? Und ich habe mein Schwert weggeworfen. Oh nein, schnell die Shotgun. Was ist denn das? Das sind irgendwelche Zombie-Hunde oder sowas. Die sind ja extrem schnell. Okay, erstmal durchatmen. Und erstmal das Katana wieder nehmen. Wo kamen denn die jetzt auf einmal her? Und da ist noch so ein Ding. Ich muss erstmal zurück zu meiner Festung. Die kam mir auf einmal extrem schnell angesprintet. Boah, warte mal, erstmal runterkommen. Ein Glück habe ich die Shotgun bei mir. Ein Glück war die auch geladen. Es hatte geklappt, das Weizen wuchs viel besser als erwartet. Zwar war das Feld immer noch bei weitem zu klein, um daraus genügend Nahrung zu bekommen, aber wenigstens hat es so funktioniert, wie ich es mir gewünscht hatte. Ich durfte nicht aufgeben. Die unterste Ebene des Turms sicherte ich noch mit ein paar Steinen, die ich hier im Rohbau in einigen Truhen fand. Außerdem konnte ich auch einige Stützpfeiler entfernen und von diesen dann das Stein benutzen. Es gab noch einen Bereich auf der Baustelle, den ich noch nicht untersucht hatte. Der Kran stand die ganze Zeit vor mir, aber ich habe ihn nie so richtig beachtet. Ich fand eine Leiter, mit der ich schnell nach oben klettern konnte. Ich war gespannt, ob dort oben etwas Besonderes auf mich warten würde. Es ging erstaunlich weit nach oben. Hier oben muss ich wirklich aufpassen, nicht nach unten zu fallen. Ich bin jetzt wirklich... Oh, so weit nach oben. Ich meine, ich kann die ganze Umgebung hier sehen. Und da ist auch der Rohbau. Aber was ist das denn hier noch im Karton? Oh, noch ein Diamant. Und was ist denn das? Die Spitzhacke vom Chef? Oh, die scheint auch eine höhere Haltbarkeit zu haben. Die nehme ich auf jeden Fall gern mit. Und vor allen Dingen auch den Diamanten. Oh ja, aber sonst gibt's hier unglaublich nichts weiter. Dann muss ich am besten weiter nach unten klettern. Na gut. Nachdem ich dort oben noch einige meiner Werkzeuge repariert habe, musste ich schnell wieder nach unten klettern. Es stand ein Blutmond bevor und ich hatte immer noch die Hoffnung, dass meine Festung den Angriffen der Zombiewellen standhalten würde. Oh, der Blutmond geht auf. Oh nein, es geht los. Solange nur die normalen Zombies kommen, ist das überhaupt kein Problem. Aber ich meine, hier drin bin ich ja einigermaßen sicher. Oh, da unten kommt auch schon einer angelaufen. Was ist das? Oh, das war ein Boomer-Zombie. Die können ja tatsächlich die Steine einfach so wegsprengen. Oh, das ist überhaupt kein gutes Zeichen. Oh, ich muss sie am besten von den Zäunen dann fernhalten. Aber ich muss ja auch irgendwie diese Zombies besiegen, sonst werden es ja immer mehr. Oh je. Oh, die kommen schon von allen Seiten. Und vor allem auch diese ganzen Schreie der Zombies. Aber ich meine, eigentlich habe ich hier dieses Stacheldraht platziert. Eigentlich habe ich genug Eisen aus diesem Haus bekommen. Oder von dieser kleinen Hütte dort. Oh, die kommen hierher. Ich muss ja am besten noch diese paar Zäune entfernen, dass wenn die hier wirklich herkommen, ich mich mit meinem Katana um diese Zombies kümmern kann. Und vor allem, wie viele das einfach mal sind. Ey, das ist wie in irgendeinem Horrorfilm oder sowas. Wenn du hier in der Halle gefangen bist und auf einmal kommen die ganzen Zombies an. Vielleicht sollte ich mich doch... Oh nein, die Boomer-Zombies sprengen alles weg. Aber solange die... Okay, die sprengen aber auch die Zombies weg. Und ist jetzt hier die Öffnung? Und im Moment, ich muss sie irgendwie verschließen. Erstmal muss ich mich um die Zombies... Kommen nochmal Boomer-Zombies. Muss ich am besten einfach zubauen. Ich hab keine Ressourcen mehr. Ich habe keine Ressourcen bei mir. Aber das Gute ist, die Boomer-Zombies... Nein, die sind reingekommen. Ich muss irgendwie noch das Ding da verschließen. Ich habe aber keine Steine mehr bei mir. Die Boomer-Zombies, die sprengen hier alles weg, aber die sprengen auch die Zombies weg. Ich glaube, ich muss langsam mal nach oben gehen. Aber noch kann ich hier die paar Zombies aufhalten. Das sind noch gar nicht so viele. Die sprengen hier alles weg. Die scheinen ja irgendwie gezielt herzulaufen. Jetzt werden es auch zu viele.
Nee, gegen die kann ich auf keinen Fall gewinnen. Vor allem kommen die da jetzt auch noch rein. Die sprengen alles weg. Ich muss sofort nach oben. Hier oben sind die auch. Wie sind die denn hier hochgekommen? Das kann doch gar nicht sein. Ich muss unbedingt weiter nach oben klettern. Okay, woher wissen die, dass ich hier oben bin? Haben die das schon irgendwie herausgefunden oder was? Hier oben ist auch noch einer, der kommt mir noch entgegen. Oh nein. Oh nein. Schnell verriegeln. Schnell verriegeln. Die können... Oh, hier wird alles in die Luft gesprengt. Am besten bleibe ich ganz oben. Ich glaube, das ist der sicherste Ort von allen. Okay, erstmal durchatmen. Und da unten sind auch so viele von diesen Dingern. Ich meine, wenn die jetzt wirklich hier die Leitern hochkommen, dann habe ich ein riesengroßes Problem. Ich weiß gar nicht, wie ich damit... Was ich machen soll. Aber jetzt erstmal durchatmen. Und erstmal überlegen. Erstmal überlegen, was ich am besten machen soll. Erstmal kommt hier keiner von diesen Monstern hoch. Okay, alles klar, ruhig bleiben. Ich habe es geschafft. Meine Festung hat den Angriffen der Zombies standgehalten. Klar war die Festung hier und da etwas zerstört, aber immerhin war ich noch am Leben, was ja letztendlich das Wichtigste war. Jetzt musste ich mich noch um die herumirrenden Zombies kümmern. Was mich wunderte war, dass diesmal nicht dieses Ungetüm an Monster auftauchte, was mich in den letzten Minuten immer heimgesucht hatte. Wollte dieses Ding erst einmal schauen, wie ich auf einen Angriff reagieren würde? Oder kam dieses Ding nur, wenn ich mein sicheres Zuhause verlassen würde? Hier habe ich eigentlich auch die ganzen Zombies blockiert. Wow, wie viele sind denn das? Haben die da unten alle gewartet? Oh, hier muss ich schnell verschließen. Schnell verschließen. Ich war jetzt außerhalb und die Zombies innerhalb des aufgestellten Zaunes. Irgendwie habe ich mir die ganze Situation etwas anders vorgestellt. Aber jetzt musste ich damit klarkommen und versuchen, die Zombies nach und nach zu besiegen. Ich nutzte geschickt die gebauten Pfeiler und Balken im noch nicht fertig gebauten Abschnitt des Rohbaus und konnte mich somit Stück für Stück nach unten bewegen. Ich musste mich von unten nach oben durcharbeiten. Auf fast jeder Etage warteten einige Zombies auf mich. Zu allem Unglück habe ich nicht auf die Haltbarkeit meines Katanas geachtet. Daher hat es mich überrascht, als es auf einmal zerbrach. Ich hatte zwar immer noch meine Axt bei mir, aber dennoch wollte ich mir früher oder später wieder ein Katana herstellen, da es bei weitem mehr Schaden machen würde als meine kleine Axt. Was macht denn dieser Zombie-Hund hier oben? Wie ist denn der hier oben? Ist er über den Kran gekommen oder was? Oder wie ist das Ding hier? Wurde das hochgeworfen vielleicht von irgendeinem Zombie? Ich bin dem Weg neben der Baustelle gefolgt und habe dadurch einen Teich mit etwas Kies gefunden. Und auf Kies war ich auch aus, denn das brauchte ich für meinen Katana. Der kurze Ausflug hat sich alle Male gelohnt. Ich ging so schnell es ging wieder zurück zu meiner Festung und stellte mir aus allen nötigen Materialien das Katana her. Jetzt war ich wieder etwas zuversichtlicher im Kampf gegen die ganzen Zombies. Dem Weg, dem ich am Tag zuvor gefolgt bin, wollte ich noch weiter folgen und erforschen, wohin mich dieser führen würde. Tatsächlich kam ich auch an einer Straße an, die in zwei Richtungen führte. Ich entschied mich vorerst nach links zu laufen, denn dort konnte ich schon ein Gebäude erkennen. Was haben wir denn hier? Ah, das scheint eine Schule zu sein. Also das sieht tatsächlich auch aus wie eine Schule. Vielleicht gibt es ja hier irgendwo Überlebende. Oh nee, das sieht aber sehr verlassen aus. Das hier scheint auch irgendwie die Kantine gewesen zu sein oder sowas. Oder die Küche. Oh, hier gibt es auch noch ein bisschen Nahrung. Ich weiß nicht, ob die noch gut ist, aber ich nehme sicherheitshalber erstmal mit. Besser als nichts zu haben. In dieser Schule gab es eine ganze Menge an verschiedensten Räumen. Für fast jedes Fach gab es hier einen Raum und die Schule schien auch an sich zu irgendeiner Stadt oder einem Vorort zu gehören. Vielleicht würde ich ja noch mehr herausfinden, wenn ich der Straße noch etwas weiter folgen würde. Im Büro des Direktors erhoffte ich noch weitere Hinweise zur aktuellen Situation zu finden, aber hier gab es nur Informationen zu den einzelnen Klassen und Schülern. Ich musste die Schule noch weiter durchsuchen. Hier musste es doch noch irgendetwas zu finden geben. Das hier scheint das Lehrerzimmer zu sein. Hier gibt es aber nichts weiter. Oh Moment, hier ist noch was. Was haben wir denn hier? Oh, einen Katana. Oh Mann. Hier geht's zum Dach anscheinend. Und irgendein Lagerraum ist das. Oh, hier gibt's auch noch ein bisschen Brot. Und noch ein bisschen Dosenfutter. Das nehme ich auf jeden Fall mit. Und hier haben wir noch einen Haufen Chips. Na gut, ich meine, warum nicht? Das kann ich auch wieder gut gebrauchen. Und hier geht's zum Dach. Vielleicht finde ich ja hier noch irgendwas. Ne, hier gibt's nichts weiter dran. Was ist denn das? Noch eine kleine Pflanze hier? Oh, okay. Aber hier oben gibt's nichts weiter. Oder? Gibt's hier oben noch irgendwas? Ne, hier habe ich nur einen schönen Ausblick. Ah, vielleicht gibt es aber irgendwas in den Räumen hier. Auf dem Dach gab es nichts weiter zu finden, außer ein kleines Gewächshaus, in dem sich ein Zombie-Spawner befand. Diesen baute ich schnell wieder ab, denn man wusste nie, wann diese Spawner aktiviert werden würden. Hier wurde anscheinend Englisch oder sowas unterrichtet. Ah, vielleicht gibt es hier noch irgendwas, aber ich glaube nicht. Ah, was haben wir denn hier noch? Ein Tagebuch. Ah, okay, das werde ich mir gleich mal durchlesen. Moment. Haben wir noch irgendwas dabei? Nee, nichts weiter. Was ist denn nur heute los? Der Tag fängt ja gut an. Erst verhalten sich alle Lehrer extrem seltsam und die Lehrer glauben mir nicht. Dabei weiß ich doch, was ich gesehen habe. Nun denn, ich sitze hier in Englisch und der Lehrer versucht uns zu versichern, dass alles in Ordnung sei. Das kann ich aber so nicht glauben. Es ist schon komisch, ja fast schon gruselig. Was? Eine Sirene? Unsere Lehrer sagen, wir müssen sofort in den Halskeller und dort Schutz suchen. Aber was geht hier vor sich? Egal, ab in den Halskeller. Lina. Oh, ich habe ein ganz schlechtes Gefühl bei der Sache. Ich sollte mal dort nachschauen. Das hier scheint irgendwie die Bücherei oder sowas zu sein. Ah, tatsächlich, die Bibliothek. Vielleicht gibt es hier noch irgendwas zu finden. Vielleicht finden wir noch mehr irgendwelche Hinweise, was hier passiert sein könnte.
ein Diamant. Und noch was. Tatsächlich, noch ein Tagebuch. Das lesen wir gleich mal durch. Ach, ich liebe die Bücherei. Es ist immer so schön ruhig. Hier bin ich sicher vor diesen seltsamen Gestalten. Was ist nur los? Alle verhalten sich so merkwürdig. Die Lehrer sagen, wir sollen uns keine Sorgen machen. Ach, was für Sorgen machen? Die Welt ist doch eh schon verrückt. Warte, was war das? Was war das für ein Geräusch? Was, schon wieder? Es kommt aus der Ecke der Dichtkunst. Es hört nicht auf. Ach, ich geh mal hin. Ich will hier einfach meine Ruhe haben. Paul. Oh, was ist denn da nur passiert? Oh, ich hoffe mal nicht, dass der infiziert wurde. Und hier ist der erwähnte Heizkeller. Oh, ich höre doch schon die Geräusche. Oh nein, ich habe ein schlechtes... Oh, tatsächlich. Oh nein, tatsächlich ist das wirklich die aus dem Tagebuch. Oh, die hat sich hier unten versteckt und auf Hilfe gehofft, aber wahrscheinlich wurde sie schon gebissen. Oh, was ist denn hier noch? Und dann... Oh, noch ein diamantenes Schwert. Ah, tatsächlich wurde die hier wahrscheinlich infiziert. Die armen Schüler. Ich wollte mich eigentlich schon wieder in Richtung meiner Festung begeben, fand dann aber heraus, dass es neben der Schule noch ein weiteres Gebäude gab. Dies schien die Turnhalle der Schule zu sein und vielleicht gäbe es ja dort Überlebende, aber das bezweifelte ich sehr. Ah, hier komme ich rein. Perfekt. Das ist einfach nur eine Turnhalle hier, ja. Tatsächlich die Schulturnhalle. Vielleicht gibt es ja hier noch ein paar Hinweise, was hier passiert sein könnte. Go, Foxes, go. Oh, nee. Oh, hier kommen die Zombies auf mich zu. Aber es sind eigentlich nicht so viele. Es scheint hier... Vielleicht war das hier das Sportteam oder sowas. Und was haben wir hier? Vielleicht gibt es hier noch... Oh, was ist denn das? Was ist das denn für ein Monster? Der Schuldirektor? Oh, der ist ja merkwürdig infiziert. Oh, was ist da rausgekommen? Oh, irgendein Parasit oder sowas. Und den muss ich auch schnell besiegen. Was war denn das für eine komische Infektion? Die nächste Zombie-Art wurde aus dem Gefängnis freigelassen. Der gepanzerte Zombie. Oh, ich war schon wieder viel zu lange hier. Ich muss schnell wieder zurück zur Baustelle. Oh, es ist schon dunkel geworden. Das ist gar kein gutes Zeichen. Und ich kann auch nicht so gut im Dunkeln hier sehen. Ich habe nur meine kleine Fackel dabei. Ich muss jetzt einfach laufen in Richtung Baustelle. Die muss doch hier... Oh, da kommen schon die ganzen Zombies. Ich muss einfach mich beeilen. Das müsste hier eigentlich der Weg zurück sein. Hier müsste irgendwie irgendwie zu... Oh, wo bin ich hier gelandet? Oh nein, in irgendein Loch. Ich muss schnell rauskommen. Oh, sie kommen alle. Das sind so unglaublich viele. Oh nein, was soll ich jetzt machen? Ich kann nicht weiter in die Höhle gehen. Das sind bestimmt die Klackerer. Schnell zurück. Ich glaube, das war's. Oh nein. Ich muss mich beeilen. Schnell raus hier. Und einfach laufen. Einfach zur Baustelle laufen. Das war ja der absolute Albtraum eben gerade. Ich war froh, endlich die Stufen der Baustelle zu sehen. Ich beeilte mich und wollte so schnell wie möglich nach oben klettern. Das durfte mir nicht noch einmal passieren. Ich musste dringend besser auf die Zeit achten. Ich wollte der Straße noch etwas weiter folgen und fand dann einen Weg, der mitten in einen Wald führte. Ich bin natürlich weiter auf diesem Weg gelaufen und war gespannt, was mich dort erwarten würde. Hier steht ein Wohnwagen oder sowas. Hallo, ist hier jemand? Irgendein Überlebender hier drin? Nee, der ist komplett leer. Hier wurde irgendwas gebraut oder so. Was haben wir denn hier? Oh, noch ganz viele Bücher. Was haben wir denn hier für ein Buch? Moment, ich gucke mir einfach mal das erste an. Karls Geheimlager. Für die geheimen Brautzutaten geht zur Tankstelle und fragt nach Karl. Dann zeigt man dir den geheimen Raum. Passwort 1221115. Oh, muss ich wahrscheinlich weiter der Straße folgen. Vielleicht gibt es ja dort eine Tankstelle oder sowas. Und was haben wir hier noch? Eine Anleitung, wie man hier am besten was brauen sollte. Ich weiß nicht, ob ich lieber die Finger davon lassen sollte. Und hier gibt es noch einen Garten. Anscheinend hat ja wirklich irgendjemand sogar noch ein paar Pilze angebaut. Ob das hier so ganz legal ist, weiß ich nicht. Aber ich meine, gut, das ist die Zombie-Apokalypse und eine rote Zone. Ich meine, hier gibt es wahrscheinlich eh keine Polizei mehr. Am Tag 35 lief ich den Weg zum Wohnwagen zurück, denn ich sah dort noch etwas aus der Entfernung. Es war eine Art Sendemast, der aber schon seit längerem nicht mehr genutzt wurde. Ich hatte tatsächlich kurzzeitig die Hoffnung, dass ich hier Hilfe finden würde oder zumindest ein Signal empfangen können würde. Hier führt also die Straße hin. Das ist die Tankstelle, die in diesem kleinen Büchlein am Wohnwagen erwähnt wurde. Oh, vielleicht finde ich ja hier noch irgendwas Besonderes. Ich meine, normalerweise haben doch Tankstellen noch mal irgendwelche Snacks oder sowas. Vielleicht gibt es ja hier noch irgendwas. Die scheint auch leer zu sein. Ne, hier scheint niemand weiter drin zu sein. Okay, ist auch schon ein bisschen verstaubt hier. Gibt's hier? Hier gibt's ein bisschen was zu trinken. Ein bisschen Eisen. Und Nahrung. Oh, perfekt. Perfekt. Jetzt brauche ich mir erstmal keine Sorgen mehr, um Nahrung zu machen. Weil hier sind tatsächlich alles voll. Hier muss ich nochmal herkommen. Vielleicht finde ich ja noch irgendwas im Lager. Tatsächlich, hier unten wird noch was. Tatsächlich, hier gibt es noch Brot. Was haben wir hier noch? Ein paar Äpfel. Ich meine, das ist hier unten relativ kühl. Ich glaube, Äpfel halten da relativ lange. Ich weiß ja nicht, wie lange die schon hier sind. Ein bisschen Wasser gibt es hier auch noch. Oh, das sieht ja richtig gut aus. Und hier ist wahrscheinlich auch die Tür, ne? Moment, wie war nochmal das Passwort? Da muss ich nochmal gucken. 1221115. Okay, das gebe ich am besten einfach mal direkt ein. Vielleicht öffnet sich ja wirklich. Tatsächlich, es funktioniert. Es funktioniert. Moment, ich werde von wem? Das ist Karl. Der beobachtet mich. Ich dachte schon, oh, was ist denn das? Was sind das hier für Medikamente drin? Okay, eine Anti-Hunger-Pille. Ich meine, vielleicht kann ich hier noch irgendwie gebrauchen, aber
Ich sollte lieber die Finger davon lassen. Und hier ist noch irgendeine... Was ist denn das, bitteschön? Okay, irgendeine Spritze. Und was ist das, eine Wolfsträne? Ja, wer weiß, was damit gebraut wurde hier bei diesem Wohnwagen. Das will ich eigentlich gar nicht wissen. Ich sollte auch besser die Finger davon lassen. Ich brachte die ganzen Nahrungsvorräte zurück zu meinem Turm. Ich hatte jetzt genügend Nahrung bei mir, um damit einige Tage überleben zu können. Das Einzige, wovor ich noch Sorgen hatte, war der nächste Blutmond. Ich musste die nächsten Tage dringend nutzen, um mich auf den Blutmond vorzubereiten. Ich brauchte noch stärkere Ausrüstung, was aber bedeuten würde, dass ich noch weiter Höhlen erforschen müsste. Ich wusste, dass der nächste Blutmond bald anstehen würde und dass diesmal wahrscheinlich die Zombies noch gezielter angreifen werden. Beim letzten Blutmond waren sie schon kurz davor, mich auf der Spitze meiner Festung zu erreichen. Ich brauchte noch weitere Ressourcen und entschied mich daher, mich etwas nach unten zu graben und zu hoffen, auf eine Höhle zu treffen. Den Eingang der Mine markierte ich mit ein paar Fackeln, damit ich das Loch wiederfinden würde. Wenn ich Glück... Oh, tatsächlich. Hier geht's nach unten. Oh, no. Oh, ein Glück war hier unten das Wasser. Was ist das hier denn? Moment, da muss ich ganz schnell abbauen. Der Spawner... Boah, kann ich den nicht abbauen? Ach so, keine Spitzhacke. Hä, aber geht immer noch nicht. Warum denn das nicht? Hä, der sieht auch ziemlich merkwürdig aus, dieser Spawner. Okay, warum geht das denn nicht? Was ist denn jetzt passiert? Was war denn das für ein... Und jetzt sind die ganzen Monster gespawnt. Oh, nee. Eigentlich habe ich meinen Katana dabei. Das sind nur ein paar Zombies. Und auch noch diese komischen Minispinnen. Oh, die sind auch ganz eklig. Aber ich meine, mit dem Katana ist es ja eigentlich überhaupt kein Problem. Ich meine, das ist ziemlich stark. Ihr wurde jetzt von diesen komischen Spinnen vergiftet, aber sonst ist ja eigentlich nichts weiter. Ne, das war es eigentlich ziemlich entspannt. Und ein bisschen Gold gibt es ja auch. Was sind denn das? Sind das Schildkröten? Hallo? Oh. No. Ich bin raus hier. Ich bin raus. In dieser Höhle gab es, bis auf diese merkwürdigen Schildkröten, nichts Besonderes. Ich fand keine Erze, die in den Wänden steckten und entschied mich daher wieder, mich nach oben zu bauen. Ich war schon ziemlich lange dort unten gewesen und wusste, dass ich schnell wieder nach oben musste. Ich hatte keine Uhr dabei und wusste nicht, ob die Sonne noch am Himmel stehen würde. Ich hatte Glück gehabt. Die Sonne stand noch am Himmel. Es war wirklich jedes Mal erstaunlich, dass man in den Höhlen ohne Uhr überhaupt kein Zeitgefühl hatte. Geht es euch da auch so? Ich muss mir dringend irgendwoher eine Uhr besorgen. Vielleicht gab es ja in der Schule noch irgendwo eine Uhr, die ich verwenden können würde. Zum Ende des Tages machte ich mich wieder auf die Jagd nach einigen Hirschen. Diese gaben von allen Tieren das beste Fleisch. Dafür waren sie im Vergleich zu den Fasanen aber auch schwieriger zu erjagen. Der Höhleneingang mitten im Nirgendwo war mir etwas zu riskant, denn ich wusste nie, ob von der Oberfläche irgendwelche Zombies in das Loch kommen würden. Würden mich diese Zombies überrennen, hätte ich im Tunnel so gut wie keine Überlebenschance. Daher entschied ich mich einfach, das kleine Häuschen, von welchem ich die Eisenblöcke geholt hatte, als eine Art Mineneingang zu nutzen. Dadurch war ich vor herankommenden Zombies abgesichert, sollten sie nicht die Tür zerstören. In der Mine hatte ich das Glück, auf ein weiteres dieser seltenen Erze zu stoßen. Vielleicht würde ich ja meine Ausrüstung noch weiter verbessern können und wäre dann gegen die Angriffe der Zombies noch besser geschützt. Das Problem an der roten Zone war, dass die Zombies hier immer weiter mutierten und somit auch immer stärker wurden. Ich musste die Zeit gut einteilen und mich mit voller Ausrüstung auf die Suche nach dem Ursprung dieser roten Zone machen. Ich grub immer weiter und fand dann tatsächlich auch einen Zugang zu einer weit verzweigten Höhle. Klackerer gab es hier unten keine, jedenfalls nicht in meiner Nähe, denn ich konnte sie weder sehen noch hören, wobei Hören natürlich die weitaus größere Rolle spielte. Da ich bereits in dieser Gegend eines der 3 seltenen Erze fand, hatte ich die Hoffnung, noch ein weiteres Erz, von dem mir das Militär erzählt hatte, zu finden. Ein Erz, das unglaublich widerstandsfähig war und aus welchem man sich starke Waffen und Werkzeuge herstellen konnte. Titanium. Ich konnte mein Glück kaum fassen, denn ich habe ganze 4 Erze davon gefunden. Das nächste Ziel war klar, schnell wieder zurück zu meinem Lager, dort das Erz einschmelzen und das Erz versuchen, in nützliche Gegenstände zu verarbeiten. Alleine war Titanium nutzlos. Ich brauchte noch das dunkle Erz, was ich damals bei der Farm das erste Mal gefunden hatte. In der Höhle, in der sich das Titaniumerz befand, hatte ich auch Glück, dieses schwarze Erz zu finden. Zwar war es nicht viel, aber immer noch genug, um damit das Titanium verarbeiten zu können. Ich fand heraus, dass ich, sollte ich das Titanium noch mit Eisen verbinden, ein paar Titaniumplatten herstellen könnte, die ich dann mit anderen Erzen zu einer starken Rüstung kombinieren könnte. Jetzt müsste ich aber erst einmal warten, bis das Erz fertig eingeschmolzen war. Als am Morgen von Tag 39 das Titaniumerz endlich eingeschmolzen war, fing ich an, dieses dann zu verarbeiten. Da man für die Titaniumwerkzeuge keinen normalen Griff aus Holz verwenden konnte, musste ich mir aus ein paar Eisenbahnen einen passenden Griff herstellen. Dieser Griff wäre dann stark genug, um damit das Titanium und die dunkle Bahn zu halten. Ich wusste, dass eine Spitzhacke der bisher beste Gegenstand wäre, zu dem ich das Titanium umwandeln können würde. An einem der Steinpfeiler probierte ich auch gleich die Stärke dieser neuen Spitzhacke aus und tatsächlich war sie besser als eine gewöhnliche Spitzhacke gefertigt aus Diamanten. Ich wollte mir gar nicht ausmalen, wie stark andere Werkzeuge aus diesem Titaniummaterial sein würden.
Ich entschied mich, mit der neuen Spitzhacke einige der Steinpfeiler auf der untersten Ebene vor meiner Festung abzubauen. Dadurch hätte ich dann einen besseren Überblick und könnte dann das gewonnene Stein nutzen, um damit die Mauern zu bauen. Das würde vor allem in der Blutmondnacht hilfreich sein, da diese Nacht wieder anstehen würde. Zusätzlich zu den Steinwänden stellte ich mir aus den Steinen aus der Mine einige Steinmauern her, mit denen ich dann den äußeren Teil der Baustelle absichern wollte. Ich ließ einen Ein- bzw. Ausgang, den ich dann mit Fackeln markierte. Diesen Weg würde ich dann im Notfall nehmen, sollten es zu viele Zombies werden. Ich wusste, dass eine große Horde auf mich zukommen würde. Von daher ging ich wieder nach oben und versuchte, so viel ich konnte vorzubereiten. Ich hatte noch 2 Titaniumbarren übrig, stellte aus diesen dann 2 Titanplatten her. Diese 2 Titanplatten konnte ich dann mit 2 schwarzen Barren kombinieren und mir dann noch die Hightech-Militärstiefel herstellen. Das war der erste Teil einer starken Rüstung. Zum Ende des Tages wollte ich dann noch das Feld erweitern, da ich noch viel mehr Nahrung brauchen würde. Erde hatte ich ja durch das Graben in der Mine genug und Wasser konnte ich mir dann auch noch sehr einfach besorgen. Jetzt bräuchte ich nur noch genügend Saatgut, um das ganze Feld damit füllen zu können. Es geht wieder los. Oh, der Blutmond steigt wieder auf. Okay, jetzt ist die große Frage, bleibe ich hier... Oh, wo kommt denn das Ding auf einmal her? Wo kommt denn das Ding auf einmal her? Das kann... Wieso ist hier dieser giftige Zombie oder was auch immer das ist? Dieser verseuchte Zombie. Oh, da unten ist auch noch so eine kleine Lavaquelle. Vielleicht kann ich hier auch noch irgendwie für mich nutzen. Oh, da kommen sie. Da kommen die ersten Zombies. Ich glaube, ich sollte mal lieber nach unten gehen. Nicht, dass sie da unten alles freisprengen und dann hier einfach hochlaufen. Wo kommt denn der her? Wo kommen denn die ganzen Zombies hier auf einmal oben her? Oh nein, ich habe ein ganz schlechtes Gefühl bei der Sache. Ey, noch mehr von diesen Dingern. Ich glaube, die kommen oben vom Kran. Die laufen über den Kran. Tatsächlich. Oh nein. Das ist kein gutes Zeichen. Was mache ich denn jetzt am besten? Sind die wahrscheinlich irgendwie an den Kran hochgeklettert oder sowas? Und dadurch kommen die hier auf diese Fläche. Ich meine, einige fallen einfach so nach unten. Das ist jetzt nicht so das große Problem. Aber die es geschafft haben, die laufen einfach hier oben rüber. Ey, solange keiner von diesen Explosionszombies kommt, ist noch alles in Ordnung. Weil mit einzelnen Zombies kann ich hier leicht umgehen. Aber sollten es echt noch mehr werden, ja, die fallen hier einfach tatsächlich runter. Das ist denen vollkommen egal. Ich glaube, ich sollte mich mal langsam auf den Weg nach unten machen und da unten die Mauern verteidigen. Moment. Erstmal nachdenken. Erstmal in Ruhe nachdenken, was ich jetzt am besten machen soll. Vielleicht muss ich mich wirklich um den Kran kümmern. Aber dadurch können die hier einfach rüberlaufen. Ich glaube, ich gehe mal nach unten. Ich glaube, ich muss mal unten nachschauen, wie da die Lage ist. Oh je. Oh, hier unten sind gar nicht so viele. Aber das sieht doch noch ganz gut aus. Ich meine, die meisten sind die wahrscheinlich auf den Kran dann alle hochgeklettert oder was? Aber hier muss ich am besten noch zumachen, bevor die alle reinkommen. Oh, schnell schließen. Hier ist eine Öffnung, oder was? Wo kam denn der jetzt her? Oh, wo kommen die denn hier rein? Ach, hier sind die einfach reingelaufen. Hier war noch eine offene Stelle. Darum hätte ich mich eigentlich als erstes kümmern sollen und nicht oben irgendwelche Felder anlegen oder sowas. Jetzt kommen die einfach... Es sind so viele. Aber das sind so... Nein, die komme ich alle nicht an. Hier hätte ich mich erstmal drum... Oh nein, Sven. Richtig viele. Eigentlich habe ich noch das ganze Essen aus der Tankstelle bei mir. Am besten ich gehe nach oben. Gegen so viel habe ich keine Chance. Wenn dann vor allen Dingen noch die Explosionszombies dazukommen und dann noch die verseuchten Zombies und dann noch diese komischen Zombie-Hunde. Hier mache ich am besten wieder zu. Oh, da war ein Explosionszombie. Schnell nach oben. Was ist denn hier passiert? Hier ist auch irgendwas. Hier wurde irgendwas weggesprengt. Hier ist irgendein Explosionszombie hochgekommen oder was? Oh nein, nur das ganze Feld. Warte mal, wo komme ich als erstes drum? Am besten hier das Feld. Moment, das Loch muss ich erstmal zumachen. Wenn mich jetzt hier irgendein Zombie runterschubst und da unten sind noch ganz viele andere von den Zombies, dann habe ich überhaupt keine Überlebenschancen. Okay, erstmal ganz ruhig bleiben. Ey, jetzt kommen die tatsächlich alle über den Kran. Die kommen alle über den Kran rübergelaufen. Ich muss ja vielleicht irgendwie zubauen oder sowas. Damit die nicht zu mir kommen. Ich meine, wo kommt denn der überhaupt her? Es werden so viele hier oben. Schnell hier zubauen? Okay. Und jetzt auch am besten hier auf der anderen Seite zubauen. Aber Moment, hier kommen die einfach drüber. Die sind eine Ebene höher. Jetzt muss ich hier am besten zumachen. Okay, perfekt. Dann kommen die einfach nicht mehr zu... Hier ist noch einer rüber. Wo kommen die alle her? Das gibt's doch nicht. Und hier oben bleiben die dann auch noch auf diesem komischen Ding, was vom Kran gezogen wurde. Okay, jetzt habe ich... What? Was ist das denn bitte? Was war das denn bitte schön? Ist das Ding hier runtergesprungen oder was? Das war ja richtig merkwürdig. Ich glaube, ich warte erstmal bis zum Morgen, bevor ich hier irgendwas weitermache. Ich hatte die Blutmondnacht überstanden. Zwar konnten die Zombies wieder viele Teile meiner Festung zerstören, aber immerhin hat sie standgehalten. Eine Sache, die mich sehr beunruhigte, war, dass die Zombies es irgendwie geschafft hatten, über den Kran hin zur Spitze meiner Festung zu gelangen. Mir kam es so vor, als ob die Zombies lernen würden oder als ob sie irgendjemand steuern würde. Normalerweise waren die Zombies, die ich bisher kannte, nicht in der Lage, einen solchen Kran zu erklimmen und diesen dann auch noch zu nutzen, um dadurch zu mir zu gelangen. Ich fing an, die Etage nach
nach und nach von allen Zombies zu befreien. Die größte Bedrohung stellten die, ich nenne sie mal, besonderen Zombies dar, denn diese waren stärker und hielten auch bei weitem mehr Hiebe mit dem Schwert aus. Außerdem musste ich mich noch um das Feld kümmern, denn wegen der Zombies wurde es ziemlich ramponiert. Um im größten Notfall den Überblick besser behalten zu können, entfernte ich auch noch die Steinsäulen, die sich auf der Spitze der Baustelle befanden. Sie hatten keinen richtigen Nutzen und ich wollte nicht, dass mich irgendeines dieser Monster hier oben überraschen würde, nur weil ich es nicht rechtzeitig entdecken würde. Mit dem gewonnenen Stein konnte ich mir dann eine richtige Steinwand am Rande der Spitze der Baustelle bauen. Den kompletten 42. Tag verbrachte ich in der Höhle auf der Suche nach wertvollen Erzen. Ich musste aufpassen, denn hier unten gab es einen Lavasee und außerdem wusste ich nie, was mich in den Tiefen dieser Höhle erwarten würde. Ich hatte Glück und fand noch ein paar Titaniumerze. Daraus konnte ich mir vielleicht den Rest der Hightech-Militärausrüstung herstellen. Das Durchsuchen der Höhle hatte sich voll und ganz gelohnt. Der nächste Schritt war das Verbessern meiner Ausrüstung. Dafür würde ich einen Modifikationstisch und ein paar Bücherregale benötigen. Mir fiel sofort die Schule ein, denn dort gab es Bücher in Hülle und Fülle. Ich durchsuchte viele Räume und nahm mir so viele Bücher wie möglich mit. Ich meine, hier würde eh niemand mehr die Bücher gebrauchen können. Zusätzlich zu den Büchern brauchte ich auch noch viel Holz, aber das gab es hier ja reichlich. Ich musste nur darauf achten, nichts von dem toten Holz zu verwenden, denn daraus konnte man nichts herstellen, was ich gerade gebrauchen könnte. Mit 2 gefüllten Wassereimern wollte ich zurück in die Höhle, um mir Obsidian zu besorgen. Dann erinnerte ich mich wieder an den kleinen Lavasee, der ganz in der Nähe der Baustelle war. Von hier das Obsidian zu besorgen war weniger gefährlich, als das Obsidian aus der Höhle zu bergen. Bei Tageslicht waren eh nicht viele Zombies unterwegs und ich konnte mir die Zeit nehmen, die ich brauchte, um dann das Obsidian abzubauen. Mit meiner Titanium-Spitzhacke ging es deutlich schneller als mit meiner normalen Diamantspitzhacke. Ich kann von Glück reden, dass ich mir aus dem ersten Titanium eine Spitzhacke hergestellt habe. Zurück in meiner Festung reparierte ich viele meiner Gegenstände. Diesmal sollte das Katana nicht wieder vor meinen Augen zerbrechen. Aus den gesammelten Büchern aus der Schule und dem Holz aus dem Wald stellte ich mir dann die nötigen Bücherregale für den Modifikationstisch her. Ja, dieser Tisch heißt eigentlich Zaubertisch, aber ich finde, in einer Zombie-Apokalypse passt Modifizieren besser als Verzaubern. Wie ich mir schon denken konnte, waren die Bücher nicht genug und ich musste wieder zurück zur Schule, um mir hier noch ein paar mehr Bücher zu besorgen. In der Bibliothek im Keller gab es wirklich viele dieser Bücherregale. Ich dachte mir, dass ich wahrscheinlich schon viel zu viele Bücher bei mir hatte, aber lieber zu viel als zu wenig, denn ich wollte nicht noch einmal einen halben Tag damit verbringen, zur Schule zu laufen. Mit den restlichen Bücherregalen war der Modifikationstisch endlich in der Lage, alles am effektivsten zu modifizieren. Um jetzt noch den Modifikationstisch richtig benutzen zu können, bräuchte ich etwas von den blauen Erzen aus der Höhle. Glücklicherweise konnte ich meine Titanium-Spitzhacke so verbessern, dass ich beim Abbauen der Erze mehr Erze als gewöhnlich gewinnen konnte. Mit Hilfe meines Wassereimers konnte ich die Höhle viel einfacher erforschen, denn dadurch konnte ich das ganze Lava entfernen und dann über das entstandene Obsidian laufen. Ich wusste, wenn ich meine Ausrüstung maximal verbessern wollen würde, bräuchte ich bei weitem noch mehr Erfahrungspunkte. Von daher suchte ich mir einen Ort, an dem ich in Sicherheit Zombies sammeln und diese dann besiegen können würde. Ich dachte mir, dass sich die Tankstelle dafür besonders gut eignen würde, denn durch die Glaswände würde ich sehen, wo sich welche Zombies befinden würden. Für den Fall, dass es dann doch zu viele Zombies werden sollten, baute ich mir einen Weg auf das Dach der Tankstelle. Von dort aus sorgte ich auch hier für einen Notfallausgang, indem ich einen kleinen Teich aus Wasser platzierte. Damit konnte ich dann, sollte es soweit sein, einfach vom Dach springen. Zum extra Schutz platzierte ich ein bisschen Stacheldraht vor dem Eingang. Ah, Moment, die können einfach durch die Tür hier reinkommen. Wenn ich jetzt am besten hier einen Stein platziere, dann müsste es doch eigentlich alles... Dann müsste es eigentlich gut funktionieren. Moment, ich kann die nicht so richtig erreichen. Ich muss einfach das Stacheldraht abbauen. Jetzt, perfekt, okay. So müsste das ja eigentlich ganz gut gehen. Kommt der von irgendwo anders rein? Nee. Perfekt. So kann ich einfach ein bisschen Erfahrungspunkte sammeln. Ich habe zwar genug Erfahrungspunkte, aber das ist ja nicht so effektiv, wie ich dachte. Moment, ich muss am besten den anderen... Sind hier draußen viele? Naja, es geht. Moment, ich probiere einfach mal diesen Notfallausgang aus. Funktioniert das eigentlich ganz gut? Ah, das sind die ganzen Zombies. Ah, es hat gut funktioniert. Okay, das kann ich mir... Das hat eigentlich gut funktioniert. Ich muss jetzt am besten erstmal zurück zur Baustelle. In ein paar Tagen stand mir wieder ein Blutmond bevor und ich wollte diesmal richtig vorbereitet sein. Deshalb verwendete ich das restliche Titaniumerz, um mir daraus noch ein paar Teile der Hightech-Militärausrüstung herzustellen. Diese Teile waren zwar sehr teuer, dafür würden sie mich gegen die direkten Angriffe der Zombies schützen. Natürlich konnte ich diese Teile dann auch dank der letzten Nacht am Modifikationstisch auf eine sehr hohe Stufe verbessern. Ich brauchte wieder mehr Erfahrungspunkte, wollte aber nicht wieder zur Tankstelle, da mir diese doch etwas zu unsicher schien. Daher baute ich mir in der Nähe der Baustelle eine kleine Zombie-Station aus Holz. Soweit ich weiß, waren Zombies noch nicht in der Lage, Holz einfach so zu zerstören. Ich sicherte alles soweit ich konnte ab und wartete dann wieder auf den Einbruch der Nacht. Oh, die kommen ja ein Glück nicht rein. Ich meine, so bin ich ja eigentlich relativ gut geschützt und kann jetzt auch einfach die ganzen Erfahrungspunkte hier sammeln. Das war eigentlich eine ziemlich gute Idee, das hier draußen zu machen. Vor allen Dingen ist das gar nicht so weit weg. Vor allen Dingen, wie viele das sind. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass die Zombies, sobald die mich gesehen haben, die anderen Zombies irgendwie informieren. Komisch. Also das wäre mir jetzt doch langsam etwas zu viel. Ich muss jetzt mal zurück. Moment, wo war die Richtung der Baustelle? Hier war es. Okay, hier kann ich jetzt einfach laufen. Das ist auch eigentlich nicht so weit oben.
Und die verfolgen mich auch. Aber bei der Baustelle bin ich erstmal in Sicherheit. Hoffe ich. Mit den gewonnenen Erfahrungspunkten aus der letzten Nacht konnte ich meinen Katana modifizieren und hatte wirklich Glück, denn jetzt war es viel schärfer und es ließ sich bei weitem einfacher schwingen. Damit würden die normalen Zombies kein großes Problem mehr darstellen. Hier gibt es auch nochmal so eine Höhle. Ah, Moment, vielleicht komme ich hier irgendwie... Oh, die geht aber tief weit runter. Moment, vielleicht kann ich hier ein bisschen weiter runter gehen. Da gibt es doch bestimmt auch wieder dieses gute Titaniumerz, oder? Oh, was war denn das? Hä, was war das wieder so ein... Das ist wieder so ein Klack... No, okay, nee, das war's, ich bin raus. Oh, nee, das Ding kommt mir hinterher, schnell nach draußen. Oh, so schnell wie möglich weg. Mein nächstes Ziel war es, einen Rucksack herzustellen, denn damit könnte ich viel mehr Gegenstände transportieren und hätte somit auch die Möglichkeit, schneller von meiner Festung zu fliehen, sollte die Festung wirklich in einer Blutmondnacht von Zombies überrannt werden. Wie kommen denn diese komischen Hunde hier jedes Mal hoch? Hey, das kann doch gar nicht sein. Moment, jetzt kann ich mir doch endlich den Rucksack herstellen, oder? Oh, wunderbar. Ah, perfekt, jetzt habe ich endlich einen Rucksack. Es gab die Möglichkeit, den Rucksack noch etwas weiter zu verbessern. Dafür brauchte ich lediglich blaues Glas und etwas Eisen. Was genau dieser Rucksack machen würde, wusste ich nicht. Er sah aber besser aus als der Rucksack zuvor. Für einen besseren Überblick entfernte ich einige Steinsäulen vor meinem Festungseingang. Ich musste auf den Blutmond vorbereitet sein und musste daher noch mehr Zombies besiegen. Ich war wieder in meinem Zombie-Außenposten und wartete wieder auf den Einbruch der Nacht. Diesmal sind das gar nicht so viele. Ich meine, hier ist nur einer von diesen verseuchten Zombies, die ziemlich viele Schläge aushalten, aber das war's dann auch. Das ist ja merkwürdig. Okay, hier sind sie alle. Es hat doch gar nicht so lange gedauert. Jetzt muss ich wirklich nur einer von diesen normalen Zombies sehen und dann lockt er schon die ganzen anderen Zombies an. Das ist wirklich merkwürdig. Wie funktioniert denn das? Zurück auf der Spitze der Baustelle stellte ich fest, dass ich die Maske aus der Kirche mit Eisen reparieren konnte. Leider fehlten mir die nötigen Ressourcen, um den Hightech-Militärhelm herstellen zu können. Der nächste Zombie wurde aus dem Gefängnis freigelassen. Der Runner, einer der schnellsten Zombie-Experimente. Es wurde ernst. Bald stand der Blutmond bevor und ich musste immer noch die Löcher in meiner Festung ausbessern. Damit habe ich wieder viel zu lange gewartet. Es war wirklich gefährlich, sollte ich diese Löcher nicht rechtzeitig wieder schließen. Was ist denn das? Wieso ist denn der so schnell? Der ist ja unglaublich, wie der angesprintet kommt. Da hinten ist noch so einer von diesen Dingern. Und hier ist auch noch so ein Explosionszombie. Wo kommen denn die alle auf einmal her? Das kann doch gar nicht sein. Falls die Zombies es wirklich schaffen sollten, die äußeren Mauern zu durchbrechen, wollte ich abgesichert sein und eine Art Zombie-Verteidigungswall bauen. Hier würde ich dann versuchen, sie von oben zu besiegen. Leider fehlte mir aber das Stein, um diesen Verteidigungswall richtig ausbauen zu können. Es geht wieder los. Oh, es geht wieder los. Moment, habe ich noch irgendwie ein paar Fackeln oder sowas? Ja, dann kann ich besser sehen. Aber draußen hätte ich einfach noch viel mehr Fackeln platzieren sollen. Aber irgendwie kommen keine Zombies. Aber es war beim letzten Mal auch so. Dass sie ein bisschen länger brauchten und dann ging es aber richtig los. Na, jetzt sieht es eigentlich noch ganz gut aus. Vielleicht habe ich ja Glück. Ah, hier sind sie. Das war wie beim Zombie-Außenposten. Da kam die... Nein. Es geht schon los. Wieso sprengen die denn hier schon wieder alles auf? Das kann doch gar... Da auch schon wieder. Das kann doch auch schnell zum Außenposten. Ich komme hier nicht hoch. Ich habe keine Stufen gebaut. Das ist ja richtig sinnvoll, dass ich das Ding hingebaut habe. Und vor allem, wie viele das schon wieder sind. Ne, gegen die alle kann ich nicht kämpfen. Ich muss schnell wieder nach oben. Am besten wieder nach ganz oben. Da bin ich erstmal sicher vor diesen ganzen Zombies. Schnell weiter nach oben. Und hier wurde auch schon wieder alles reingesprengt. Das kann doch nicht möglich. Da unten warten die ganzen Zombies auf mich. Moment, habe ich noch ein paar Sachen. Ich habe noch ein paar Fackeln bei mir. Die muss ich unbedingt bei mir tragen. Oh nein, ganz oben gab es eine Explosion. Oh nein, hier das ist doch schon die Spitze. Nein, hier wird alles weggesprengt. Wie kommen denn diese Boomer-Zombies hier hoch? Ich muss schnell was von der Nahrung mitnehmen. Meine ganzen Nahrungsvorräte aus der Tankstelle. Das kann doch gar nicht sein. Und ich höre schon, die kommen auch schon hier hoch. Oh nein. Und die hat ja einfach runtergeschleudert. Wie viele das auf einmal sind. Vor allem auch diese komischen... Ich muss schnell nach unten. Nein, ich hänge hier fest. Das war's. Oh nein, das war's. Ich hänge hier fest. Oh nein. Oh, ich hab's geschafft. Schnell nach unten. Moment, die kommen hier auch die Treppe hoch. Ich muss einfach hier nach unten springen. Und am besten hier rüber. Oh, perfekt. Hier bin ich erstmal sicher, oder? Ich muss unbedingt diese Baustelle hier verlassen. Das ist alles voll mit diesen Monstern. Hier kommen die auf. Wo kommen die denn auf einmal alle her? Vor allem, wie sind die hier hochgekommen? Die sind wahrscheinlich einfach die Leitern hier hochgeklettert. Moment, noch ein paar Sachen. Ich brauche unbedingt meine Fackel. Ey, ohne Fackel sehe ich überhaupt nichts in der Dunkelheit. Da kommt noch eins von diesen Dingern. Aber gegen einen habe ich eine Chance. Das ist überhaupt kein Problem. Aber ich muss hier irgendwie runterkommen. Unten ist ja auch noch alles voll mit diesen Dingern. Und ein paar Fackeln brauche ich auch noch unbedingt. Vielleicht, der kommt schon wieder hoch. Vielleicht benutze ich einfach diese Geländer, um hier einfach Stück für Stück nach unten zu springen. Das habe ich schon mal gemacht. Hier ist auch noch diese Plattform, die ich eigentlich verwenden wollte für einen Notfall. Na gut, das ist jetzt schon ein Notfall, aber ich kann hier nicht bleiben. Sonst jagen die mir hier das komplette Ding in die Luft. Und dann habe ich überhaupt keine Möglichkeit mehr runterzukommen. Hier kann ich ein bisschen Stück für Stück runter. Perfekt. Oh, da kommen sie schon alle. Ey, da kommen die schon alle auf mich zu. Das kann doch gar nicht sein. Hier komme ich auch noch runter. Einfach Schritt für Schritt nach unten.
Gehe ich auch noch weiter runter? Perfekt, jetzt einfach die Baustelle hier verlassen. Was ist denn das? Das ist schon wieder dieses riesige Ding. Das hat schon wieder diesen ganzen Angriff hier angeführt, oder was? Immer wenn dieses Ding auftaucht, dann muss ich mein Lager verlassen. Das scheint ja irgendwie die Zombies zu kontrollieren. Was mache ich jetzt am besten? Ich kann jetzt nicht einfach so zurückgehen. Oder, nee, das ist alles voll hier. Alles voll mit Zombies und die ganzen Aufgänge sind wurden alle komplett explodiert oh nee, ich kann gar nicht richtig sprechen hier. Von diesen Boomern in die Luft gejagt. Schnell weg. Moment, wo gehe ich am besten hin? Zur Tankstelle. Am besten zur Tankstelle. Wenn das Schulgebäude ist ein bisschen zu gefährlich, da ist nichts ausgeleuchtet, aber die Tankstelle, vielleicht bin ich da noch sicher. Ich hoffe nicht, dass mich hier dieses riesengroße Zombie-Ding verfolgt hat. Hier komme ich rein. Und jetzt am besten zubauen. Jetzt bin ich erstmal sicher. Um Gottes Willen. Jetzt bin ich erstmal sicher. Nee. Ich hoffe mal, die kommen hier nicht rein. Ich hoffe, die Explosionszombies sind jetzt nicht mitgekommen. Aber hier scheinen nur die normalen Zombies mitgekommen zu sein. Da habe ich Glück gehabt. Jetzt kann ich erstmal durchatmen. Aber ich meine, die sehen mich ja hier... Oh, no. Oh, nee. Kein gutes Zeichen. Ich muss ja schnell wieder zubauen. Aber nicht, dass noch mehr von diesen Dingern kommen. Und jetzt haben die hier auch noch das ganze Glas ist weggesprengt. Und die Zombies kommen rein. Moment, soll ich hier in das Lager gehen? Denn das bin ich eingesperrt, habe ich keine Chance. Ich muss am besten schnell aufs Dach. Oh, schnell aufs Dach klettern. Moment, die können auch Treppen hoch. Wir müssen hier so schnell wie möglich die Treppen abbauen. Oder am besten hier einfach zubauen. Treppe wegbauen und einfach zubauen. Oh, jetzt bin ich hier umgefangen. Was soll ich denn jetzt machen? Draußen ist doch alles voll mit diesen Dingern, oder? Oder vielleicht haben die mich auch nicht verfolgt, aber sonst hätten die ja unten nicht alles weggesprengt. Ich habe ja meinen Rucksack. Nein, da hätte ich die ganze Nahrung reinmachen können. Oh, no. Die Zombies waren noch immer hinter mir her. Ich habe die Blutmondnacht überlebt, aber leider dafür meine Festung verloren. Die Baustelle, auf der ich zuvor überlebt habe, wurde von den Zombies überrannt und mich verfolgte wahrscheinlich immer noch dieser riesige Zombie, der die anderen Zombies irgendwie befehligen konnte. Ich konnte die Straße finden, die von der Tankstelle in 2 Richtungen führte. In der einen Richtung befand sich die Schule. Dort waren wahrscheinlich auch schon viele Zombies unterwegs. Ich musste also in die andere Richtung laufen. Hier fand ich einen Eingang in eine Kanalisation, über welchen sich ein Warnhinweis befand. Achtung, Piranhas. Solange sich hier nur Piranhas und keine Zombies befinden würden, wäre ich einigermaßen beruhigt. Die ist ja ziemlich lang hier unten. Was ist denn das hier vor allen Dingen? Hier scheint sich irgendwie ein Geheimversteck zu befinden oder sowas. Hier liegen auch schon lauter Überreste auf dem Boden, sag ich mal. Das sieht gar nicht gut. Hier war es auch anscheinend irgendwie zu. Die haben sich ja wirklich verbarrikadiert. Was ist denn hier passiert? Und sogar auch einen Computer hatten die hier unten. Aber der scheint kaputt zu sein. Ne, der funktioniert nicht mehr. Ein Haufen Essen gibt es hier unten noch. Ja, das nehme ich auf jeden Fall mit. Ich hoffe mal, dass ich jetzt hier niemanden bestehle hier unten. Aber es sieht halt nicht so aus, als würde dieses Versteck noch von irgendjemandem genutzt werden. Hier haben wir auch noch was. Oh, perfekt. Das kann ich alles gut gebrauchen. Das nehme ich unbedingt mit. Die Nahrung, ich habe ja keine Nahrung mehr. So gut wie keine Nahrung mehr bei mir. Und das packe ich einfach alles mal direkt in meinen Rucksack rein. Oh, gibt's hier sonst? Ne, hier unten kann ich nichts weiter öffnen. Was ist denn das hier oben noch? Irgendwie? Oh, ein Medikamentenschrank. Oh, eine Nachtsichtpille und sowas. Das kann ich bestimmt noch richtig gut gebrauchen. Mal gucken, wie weit das ganze Ding hier noch geht. Vielleicht könnte ich das versteckte Lager in der Kanalisation selber noch als Notfalllager verwenden. Jetzt war es aber an der Zeit, die kleine Stadt zu untersuchen. Vielleicht würden sich hier ja einige Menschen befinden. Aber es war hier immer noch die rote Zone. Eigentlich war hier alles vom Militär abgeriegelt worden und die Überlebenden waren auf sich allein gestellt. Die Menschen in dieser Stadt schienen aber rechtzeitig geflüchtet zu sein. So sah es zumindest im ersten Gebäude, welches ich untersucht hatte, aus. Das war zumindest die beste Erklärung. Im schlimmsten Fall haben sich die Menschen hier aber schon zu diesen Monstern verwandelt. In dieser roten Zone hier war die Ursache des Zombie-Ausbruches schon bekannt. Irgendwo musste sich dieses Lukten-Gefängnis befinden. Vielleicht gäbe es ja eine Möglichkeit, dort ein Gegenmittel zu finden. Oder hoffentlich finde ich heraus, wie sich von dort der Virus verbreitet hat. Das Gebäude hier scheint auch schon komplett leer. Was war denn das, bitteschön? Was war denn das gerade? Oh, das ist eine Ratte oder so. Ja, okay. Dieses Gebäude hier scheint auch schon länger leer zu stehen. Ich meine, sonst wären wahrscheinlich hier die Ratten nicht unterwegs. Aber vielleicht gibt es hier noch irgendwas Essbares, was ich mitnehmen kann. Oder irgendwas anderes Sinnvolles. Ein paar Bücherregale? Oh, die kann ich vielleicht später noch gebrauchen. Na, ich zieh mal weiter. Die Häuser sind hier wahrscheinlich wirklich alle komplett leerstehend. Vielleicht konnten wirklich alle Menschen rechtzeitig fliehen. Ich hoffe mal nicht, dass sie sich jetzt in diese Monster hier verwandelt haben und jetzt hier irgendwo umherziehen. Was ist denn das hier oben? Ist Stacheldraht auf dem Zaun? Ich meine, entweder wollte sich hier jemand gut verteidigen oder tatsächlich. Hier wurde auch überall Stacheldraht platziert. Vielleicht gibt es ja noch irgendeinen Überlebenden in dieser Hütte. Ich weiß nicht, soll ich da mal reinschauen? Ich hoffe mal nicht, dass ich dann angegriffen werde. Vielleicht habe ich ja Glück und dort drin wohnt irgendjemand. Soll ich mich vorher ankündigen? Ich glaube schon, oder? Oh nein, hier ist auch schon die Tür eingetreten worden oder sowas. Oh oh.
Der Weg nach oben wurde von ein paar Stühlen blockiert, die anscheinend die heranstammenden Zombies aufhalten sollten. Es kam mir so vor, als hätte sich hier jemand verbarrikadiert. Vielleicht gab es dort oben ja einen Überlebenden, aber sobald ich oben die Tür öffnete, erlosch auch gleich schon wieder meine Hoffnung. Auf meine Rufe reagierte niemand und ich wusste, dass die Person nicht mehr hier war. Hier oben gibt es noch irgendwas, ein Tagebuch oder so. Oh, das lesen wir gleich mal durch. Diese Leute von der 6D, die denken, dass die was Besseres wären. Nur weil die ein großes Haus mit einem großen Garten und einen großen Keller haben. Aber ich habe die Schusskraft. Die werden bei den kommenden Ansturm keine Chance haben, wenn es um Nahrung und Wasser geht. So ein Dreck. Meine Familie wurde von diesen komischen Leuten gebissen und verhalten sich alle so verrückt. Mich hätte es auch fast erwischt. Ich muss sie einsperren, bevor sie noch irgendeinen Schaden anrichten. Ich habe die Schreie und Schüsse aus der 6D gehört. Mir war klar, dass die da drüben nicht überleben, aber nun bekomme ich jede Nacht Albträume. Das macht mich völlig fertig und zerreißt mich innerlich, keine Hilfe angeboten zu haben. Diese Menschen versuchen in mein Haus einzudringen. Ich weiß nicht, wie lange die Barrikade unten noch hält, aber ich werde für den, der das findet, meine Big Bertha dalassen. Sie befindet sich in einer Truhe unter der Fackel. Viel Erfolg bei dem Chaos. Erik. Da hat seine ganze Schusskraft wohl wahrscheinlich doch nicht ausgereicht. Aber wo gibt's denn hier eine Fackel? Vielleicht auf dem Grundstück irgendwo. Da muss ich mal nachschauen. Dieses Gebäude sollte vorerst mein neues Lager werden. Es war durch die hohen Zäune und den Stacheldraht relativ gut gesichert und ich wusste, dass die Zombies nicht so einfach hereinkommen würden. Vorher wusste dieser Riesenzombie auch nicht, wo ich mich befinden würde. Diese Gelegenheit musste ich ausnutzen und mich so gut wie möglich vorbereiten. Mein nächstes Ziel sollte das Lugden-Gefängnis sein, das sich hier irgendwo in der Gegend befinden musste. Das Gebäude sieht ja auch ziemlich interessant aus. Ich meine, oh, hier steht ein Auto. Und nee, da ist auch schon ein... Hat der sich da oben irgendwie verhangen oder sowas? Ich meine, das ist kein Überlebender da oben. No, der kommt da nicht so einfach runter. Aber die Gelegenheit nutze ich einfach mal aus. Perfekt. Kann ich diesen Truck hier irgendwie starten oder? Nee, ich glaube nicht. Nee, die Hoffnung ist schon lange erloschen. Aber gibt es hier vielleicht noch irgendwas Interessantes? Vielleicht hier oben? Oh, einen Billardtisch. Da können wir gleich mal eine Runde Billard mit den Zombies spielen. Aber nee, ich ziehe lieber erstmal weiter. Und vor allen Dingen wird es auch dunkel. Ich brauche langsam echt einen Ort für die Nacht. Vielleicht sollte ich mich hier irgendwo verbarrikadieren oder sowas. Ich brauche aber noch einen passenden Schlafplatz dafür. Am nächsten Morgen war ich überrascht, denn es warteten bereits einige Zombies auf der Straße auf mich. Hatten sie mich bereits gefunden oder waren das ehemalige Bewohner dieser kleinen Stadt? Ich hoffe nicht, dass sie mich aufgespürt haben und nur einfach so durch Zufall hier herumgeirrt sind. Ich musste ständig aufmerksam sein und aufpassen, nicht von einem dieser Monster überrascht zu werden. Diese Gebäude wurden erst vor kurzem verlassen, denn in den Regalen befand sich immer noch Essen, das genießbar zu sein schien. Für mich war das ein großes Glück, denn ich musste beim letzten Blutmond all mein Essen zurücklassen, denn die explosiven Zombies hatten es irgendwie geschafft, gezielt meinen Vorrat zu zerstören. Dank meines Rucksackes hatte ich genügend Stauraum für das ganze Essen, das ich gefunden hatte. In einem der Schränke gab es sogar einen Diamanten, den die Besitzer des Hauses wahrscheinlich in aller Hektik vergessen hatten. Ich nahm mir den Diamanten mit, denn die roten Zonen wurden üblicherweise nicht mehr wieder bevölkert. Es sieht zwar nicht so aus, aber wenn man nicht immun ist, dann wird man nur durch das Atmen der Luft von dem Virus infiziert. Wohingegen niemand immun war, waren die Bisse dieser Monster. Jeden, den ich bis jetzt getroffen hatte, der von diesen Dingern gebissen wurde, wurde früher oder später zu einem dieser wandelnden Ungetümern. Daher war es ratsam, seinen gesamten Körper immer bedeckt und geschützt zu halten. Vielleicht gibt es hier ja drin noch irgendwas Wertvolles, was ich gebrauchen kann. Hier, ein paar Fackeln, die nehme ich unbedingt mit. Hier geht es auch irgendwie in den Keller rein oder sowas. Hier gibt es bestimmt, ja, hier haben die bestimmt nichts Wertvolles drin versteckt, oder? Hier in dem Regal, ne, hier liegt auch nichts. Was ist denn das hier? Irgendwie ein kleines Fitnessstudio oder sowas. Aber ne, hier gibt es auch nichts weiter. Ich guck mal ein bisschen weit. Oh, hier ist eine verbarrikadierte Tür. Vielleicht, Moment, ich entferne mal hier die Planken. Die kann ich bestimmt selber auch noch gebrauchen. Wo geht's denn hier? Ne, hier wurde auch noch verbarrikadiert. Aha. Aber die haben wahrscheinlich auch hier drin nicht überlebt. Ne, sonst hätte ich ja schon lange einen Überlebenden gefunden. Vor allem auch die Blutspur hier draußen. Oh, was ist hier passiert? Ah, hier oben gibt es noch irgendwas. Im Dachgeschoss. Hier haben die auch irgendwie überlebt. Was haben wir denn hier? Oh, hier ist noch ein Tagebuch. Oh, das werde ich sofort mal lesen. Mal gucken, was hier passiert ist. Mama und Papa kamen heute nach Hause und meinten, dass die Menschen draußen irgendwie komisch sind. Hannah fragte nach, ob sie witzig komisch waren. Hannah und ich, wir kicherten und fanden das alles witzig. Doch wir sahen, dass Papa irgendwie besorgt aussah. Mama sagte, dass meine Freunde und deren Eltern bei uns übernachten würden. Ich freute mich so sehr und war mega aufgeregt. Ich ging sofort ins Zimmer, um aufzuräumen. Ich habe Mama und Papa belauscht, wie sie über unseren Nachbarn Erik geredet haben. Sie sagen, dass Erik verrückt sei und immer mit seiner Waffe rumschießen würde. Erik macht mir irgendwie Angst. Diese komischen Menschen schlagen die ganze Zeit gegen die Tür. Wir haben fürchterliche Angst. Mama brachte uns nach oben, während Papa mit den anderen Vätern diese komischen Menschen bekämpfte. Oh, das ist tatsächlich das Haus, über das auch Erik geschrieben hatte. Oh nein, und er hat keine Hilfe mit seiner Waffe angeboten.
Die haben hier wirklich nicht überlebt. Oh, hier oben gibt's noch was. Oh, Schießpulver. Das nehme ich unbedingt mit. Das kann ich später bestimmt noch gut gebrauchen. Ich musste mich beeilen, denn die Sonne ging bereits unter. Ich fand schnell das Haus wieder, in dem ich vorerst mein Lager aufgeschlagen hatte. Ich musste aufpassen, dass mich keines dieser Monster entdecken würde, denn sie konnten irgendwie untereinander kommunizieren und mein Standpunkt wäre dann für all diese Dinger klar und sie würden wahrscheinlich wieder so einen Großangriff wie damals auf der Baustelle starten. Am Morgen von Tag 53 waren es viel mehr Zombies als am Tag zuvor. Ich hatte eine ganz schlimme Vermutung, wollte aber nicht darüber nachdenken, denn ich wusste nicht, wo ich sonst hinlaufen sollte. Mein Katana war geschärft und in einem sehr guten Zustand. Bisher waren noch keine Zombie-Experimente dabei, was mich hoffen ließ, dass es wirklich nur umherirrende Zombies waren. Ich nutzte den Tag, um die Gebäude der Stadt noch weiter zu untersuchen. In einem Gebäude fand ich etwas sehr Interessantes, einen reinen Diamanten. Davon hatte ich schon einmal gehört. In den roten Zonen gab es Anomalien, die seltene Artefakte erschufen und diese tauchten dann einfach so in der Gegend auf. Hatte ein Bewohner dieser Stadt so ein Artefakt gefunden? Ich nahm mir diesen reinen Diamanten sicherheitshalber mit und hoffte, mir daraus ein nützliches Werkzeug herstellen zu können. In den Häusern fand ich außerdem auch viel Eisenerz, das ich natürlich gut gebrauchen konnte. Ich hatte in den Minen zuvor zwar viele Erze bergen können, aber diese waren immer noch auf der überrannten Baustelle, zu der ich ohne Hilfe nicht zurückkommen könnte. Daher musste ich mir vorerst irgendwie anders helfen. Mir fiel auf, dass ich einige Häuser doppelt untersucht hatte. Damit das nicht noch einmal passieren würde, entschied ich mich, die Eingänge der Häuser, die ich schon untersucht hatte, mit ein paar Schildern zu markieren. Das würde Zeit und Energie sparen, denn jeder Tag, an dem ich diese Monster aus dem Gefängnis noch nicht entdeckt hatten, war ein Tag, an dem ich mich noch vorbereiten konnte. Ich hatte immer noch den Eintrag vom Tagebuch im Kopf. Irgendwo auf diesem Grundstück oder in diesem Haus musste es eine Fackel geben, die den Ort einer Waffe markieren würde. Oder wurde diese Waffe vielleicht schon von jemand anderem gefunden? Vielleicht würde ich ja noch Glück haben und diese Waffe dann finden. Mir darf nicht wieder passieren, dass einfach so mein Schwert kaputt geht. Da hätte ich ein großes Problem. Vor allen Dingen habe ich noch keinen Modifikationstisch. Jedenfalls noch keinen richtigen, der so gut funktioniert. Okay, ich muss jetzt erstmal wirklich vorsichtig sein. Was ist das für ein komisches Gucken? Hallo? Hallo? Sie sind doch vom Militär, oder? Oh, Moment! Stopp! Warten Sie mal, warum greifen Sie mich an? Und warum kommen Sie nach oben? Was macht denn das Militär hier? Warten Sie! Oh nein, das tut mir leid. Das wollte ich nicht. Warum hat er mich denn angegriffen? Irgendwas stimmt hier ganz und gar nicht. Vor allem, das war definitiv kein Zombie. Das war ein Mensch. Warum war der denn überhaupt hier? Und vor allem wollte er auch hier die Tür kaputt machen, oder was? Warum greift mich hier das Militär an? Und vor allem, wie haben die mich überhaupt gefunden? Ich wurde doch von ihnen selbst hier in dieser roten Zone per Helikopter gebracht. Soll ich etwa nicht zum Gefängnis kommen oder habe ich vielleicht zu viel herausgefunden? Anders konnte ich es mir nicht erklären, warum sie die Spezialkräfte hier auf mich gehetzt haben. Ich musste mich von nun an auch vor den Menschen in Acht nehmen. Entweder waren es die Soldaten oder die Boomer-Zombies, aber einer von beiden muss den Eingang hier von dieser Villa in die Luft gejagt haben. Vielleicht haben die Spezialkräfte ja nur die Gegend untersucht und mich dann durch Zufall gefunden. Aber das erklärt immer noch nicht, warum sie mich hier einfach so angegriffen haben. Schließlich habe ich kein Anzeichen einer Infektion gezeigt. Oder wussten sie etwas, was ich noch nicht wusste? Es war an der Zeit, mir wieder ein paar Bücher zu besorgen, denn ich wollte mir einen vollen, funktionsfähigen Modifikationstisch herstellen. In den ganzen Wohnhäusern gab es ein Glück genügend Bücherregale. Aber nicht nur die Bücher waren wichtig. Ich konnte außerdem einige Eisengitter von manchen Gebäuden entfernen. Wenn ich diese richtig platzieren würde, hätte ich noch extra Schutz und die Boomer-Zombies würden diese nicht einfach so in die Luft jagen können. Ein Haus schien auch diese Taktik probiert zu haben, aber sie hatten vergessen, die Türen abzusichern, die selbst für normale Zombies überhaupt kein Problem waren. Ich untersuchte das Grundstück des Hauses noch weiter, denn ich hatte die Hoffnung, dass sich hier die Bewohner dieses Hauses zum Kampf vorbereitet hatten. Und tatsächlich, in einer Garage fand ich auch eine Werkbank. An dieser konnte man sich mit den richtigen Materialien Fernkampfwaffen und die dazu passende Munition herstellen. Ich konnte mein Glück kaum glauben und nahm diesen Tisch sofort mit zurück zu meinem Lager. Hier ist schon wieder einer von diesen Armeeleuten. Aber ich muss zuerst angreifen, bevor die mich erwischen. Ich weiß gar nicht, die haben bestimmt wieder irgendwelche Medikamente oder sowas mit dabei. Das machen die immer. Mit den Leuten aus den roten Zonen. Aber warum greifen die mich hier an? Das kann doch gar nicht sein. Ich wollte mir an diesem Tag unbedingt einen vollständigen Modifikationstisch herstellen und ich suchte dafür einige Wohnhäuser und fand hier auch viele Bücherregale. Diesmal wollte ich nicht wieder die Zeit aus den Augen verlieren und machte mich sicherheitshalber wieder auf den Weg zurück. Woher kommen denn diese ganzen Soldaten? Die haben wahrscheinlich wirklich... Ihr habt wahrscheinlich wirklich das Ziel, mich hier zu eliminieren, oder was? Aber die scheinen auch gar nicht so auf mich zu reagieren. Was ist denn mit denen los? Ich platzierte die Bücherregale, die ich aus den Büchern herstellen konnte, rund um den Modifikationstisch und war bereit, meine Waffen zu verbessern. Dafür brauchte ich aber wieder dieses blaue Erz aus den Höhlen. Ich wusste, dass man von außen die Lichter meines Hauses sehen würde, daher entschied ich mich, alle Lampen zu entfernen. Sobald mich hier drinnen die Zombies sehen würden, würde es nicht mehr lange dauern, ehe sie mich überrennen würden. Von daher war die Dunkelheit mein größter Freund in der Nacht. Am Morgen von Tag 56 wurde ich von merkwürdigen Schreien auf der Straße geweckt. Mich hatte ein Zombie-Experiment gefunden und das würde nichts Gutes
Gutes bedeuten, denn solche Monster tauchten selten allein auf. Ich wollte neue Ausrüstung herstellen, denn früher oder später würde meine aktuelle Ausrüstung sich komplett abnutzen und nicht mehr nützlich sein. Für das Modifizieren brauchte ich das blaue Erz und wollte dafür wieder in eine Höhle gehen. In der Nähe der kleinen Stadt fand ich auch eine Höhle, die überraschend tief in die Erde führte. Hier gab es eine ganze Menge an Eisen und auch an Kohle. Das Eisen war in diesem Moment sehr wichtig, denn ich wollte mir am Waffentisch Fernkampfwaffen für den nächsten Blutmond herstellen. Hier geht's auf jeden Fall noch weiter nach unten. Oh, was sind denn das für Schreie? Was sind das für merkwürdige Schreie? Oh, was sind das für komische rote Augen? Oh, was sind das für schnelle Dinger? Oh, das sieht richtig böse aus. Und vor allen Dingen hören die sich auch richtig böse an. Das sind keine Klackerer, das ist irgendwas anderes. Moment, vielleicht kann ich ja ein paar Fackeln, vielleicht kann ich mir ein paar Fackeln herstellen und die einfach nach unten werfen. Vielleicht sehe ich dann ein bisschen besser. Funktioniert das ja? Oh, was ist denn das für ein Ding? Vor allen Dingen, die scheinen auch einfach da runterspringen zu können. Oh, hier in dieser Höhle darf ich auf keinen Fall bleiben. Ich gehe mal lieber zurück. Von Tag zu Tag wurden die Zombies am Morgen immer mehr. Früher oder später würde bestimmt auch wieder der Zombie auftauchen, der die Angriffe auf die Farm und auch auf die Baustelle befehligt hatte. Anders konnte ich mir das koordinierte Angreifen nicht erklären. Vielleicht gäbe es ja noch eine andere Person, die dafür verantwortlich ist. Den Rest des Tages nutzte ich dafür, die restlichen Gebäude zu durchsuchen. Dafür würde ich später keine Zeit mehr haben, denn sollten die Zombies angreifen und gezielt die Boomer-Zombies einsetzen, dann wäre selbst die stärkste Häuserwand nicht sicher. Ich musste mir etwas überlegen und vielleicht auch selber anfangen, eine Festung zu bauen. Ich hatte vor, wie damals in der Schneeregion ein paar Geschütztürme herzustellen. Dafür würde ich dieses rote Erz benötigen. Ich konnte mich erinnern, dass die Lampen in dem Gebäude, in dem ich mich befand, mit diesem roten Erz betrieben wurden. Ich muss hier wirklich eines dieser... Moment. Das ist doch hier... Das ist tatsächlich die Fackel aus dem Tagebuch. Das war tatsächlich hier im Raum mit drin, oder was? Das kann doch gar nicht sein. Und hier ist auch die Big Bertha, von der Erik geschrieben hatte. Oh, die Waffe... Okay. Jetzt habe ich also eine Fernkampfwaffe bei mir. Das ist richtig gut. Moment, vielleicht kann ich die ja gleich mal ausprobieren. Hier gibt es doch bestimmt irgendwo ein paar Versuchsobjekte auf der Straße. Tatsächlich, da unten laufen sie rum. Oha. Sogar mit einem Zielfernrohr. Das sieht da richtig gut aus. Okay, nun da fühle ich mich schon... Oh, wo kommen denn die Dinger auf einmal her? Sind die vom Dach gesprungen oder was? Das kann doch gar nicht sein. Oh, schnell wieder rein. Als ich eine dieser Lampen abbaute, konnte ich das verarbeitete rote Erz sehen. Ich baute es schnell ab und versuchte, das Erz wieder in seine Pulverform zu bringen, was auch erstaunlich gut funktioniert hatte. Mit diesem roten Erz und einigen anderen Bauteilen konnte ich mir dann wiederum einen Stab herstellen, der einige Erze in meinem Inventar verfeinern würde. Endlich kann ich ihn herstellen. Oh, jetzt habe ich endlich einen Geschützturm. Moment, den probiere ich auch gleich mal aus. Ah, hier draußen ist auch gleich ein Versuchsobjekt. Oh, das funktioniert auch. Und die stoßen die Zombies auch so ein bisschen zurück. Das passt ganz gut. Wenn ich die jetzt hier von meiner Villa platziere, tatsächlich, dann brauche ich echt keine Sorge mehr haben. Also wenn es wenige Zombies sind, dann werden die ganz schön... Oh, und hier kommt auch schon viel mehr. Oder war auch sogar so ein Boomer-Zombie. Das ist natürlich die große Gefahr. Ne? Wenn diese Dinger hier an diesem Geschützturm explodieren, dann ist wahrscheinlich auch der Geschützturm hin. Ich fing an, mir einen Ort für meine Festung zu suchen. Neben 2 Gebäuden war noch eine Stelle frei und ich entschied mich, dort den Grundstein zu legen. Ich wollte in der Stadt bleiben, denn hier könnte ich mich im Notfall noch in einem anderen Haus retten. Außerdem konnte ich von dieser Position aus alle Wege genauestens beobachten. Das Haus, in dem ich bis vor kurzem gelebt habe, nutzte ich für einige Materialien. Vor allem der Stacheldraht auf dem Eisengitterzaun war sehr wertvoll für mich, denn damit könnte ich meine Festung noch standhafter machen. Wenn sich in diesem Zombies verfangen würden diese langsamer werden und vor allem auch Schaden nehmen. Aber nicht nur den Stacheldrahtzaun nahm ich mit. Ich machte mich auch daran, die Steine vom Gehweg mitzunehmen. Diese wären weitaus robuster als irgend so ein Holzzaun. Meine Festung sollte den nächsten Angriff der Zombies standhalten. Zwar stand in der nächsten Nacht ein Blutmond bevor, aber dennoch wollte ich mit dem Bau meiner Festung beginnen. Ich hatte vor, in der Blutmondnacht einfach von Gebäude zu Gebäude zu laufen und somit den Zombies keine Chance geben, mich einholen zu können. Die Steine von den, ich nenne sie mal Fußgängerwegen, nutzte ich gleich, um damit den Anfang der Mauer zu bauen. In regelmäßigen Abständen platzierte ich anstelle von Steinen Eisengitter, denn durch diese könnte ich hindurchschauen und dadurch sehen, welcher Zombie von wo angreifen würde. Außerdem waren diese Gitter auch sehr robust. Bevor der Blutmond aufging, holte ich mir noch einige Stacheldrahtzäune von meinem ehemaligen Unterschlupf. Ich war also jetzt sozusagen unterschlupflos und musste mich auf den Blutmond vorbereiten. Ich hoffe mal, dass ich hier oben einigermaßen sicher bin. Oh, jetzt geht auch der Blutmond auf. Vielleicht sollte ich hier wirklich in diesem Gebäude bleiben. Ich schau mal, meine gut, durch die Fenster können die mich, glaube ich, nicht so richtig sehen. Vor allem, wenn ich mich auch leise hier unten bewege, dann habe ich vielleicht auch das Glück und die kommen nicht rein. Ich müsste eigentlich auch alles... Nein, ich habe eine Tür offen gelassen. Oh, die muss ich schnell verschließen. Oh, die kommen dadurch rein. Warte mal, aber vielleicht haben sie mich noch nicht bemerkt. Ich glaube nicht. Oh, hier kommt nochmal so ein Hund. Ich habe ein ganz schlechtes Gefühl bei der Sache. Ne, da kommen sie alle. Gut, das war's. Das Haus ist jetzt definitiv verloren. Ich komme auch nicht so schnell zur Tür, weil dann erwischt mich die... Nee, ich hau ab hier. Schnell raus. Oh, sind das viele. Das sind ja so unglaublich viele hier draußen. Und die machen... Ich muss auch echt aufpassen, ey. Nicht, dass sie meine Rüstung komplett zerstören.
dann habe ich überhaupt keinen Schutz mehr gegen diese Dinger. Ich meine, mit der Rüstung machen die jetzt nicht so viel Schaden, aber sollte die Rüstung jetzt wirklich kaputt gehen, dann war es das wirklich. Ey, wie viele das einfach mal sind. Ich brauche irgendwie ein anderes Haus. Ich muss mir irgendwie in einem anderen Haus Schutz suchen. Die werden mich jetzt auch wahrscheinlich so lange verfolgen, bis die Sonne wieder aufgeht. Ich muss jetzt also hier die ganze Zeit in der Stadt unterwegs sein. Moment, ich versuche mir noch ein anderes Haus zu suchen. Hier scheint es eigentlich relativ sicher zu sein, oder? Ich meine, wenn ich jetzt hier hochgehe, dann kommen doch bestimmt die Dinger... Also die Tür habe ich ja wahrscheinlich hinter mir zugemacht. Oder? Habe ich die Tür hinter mir zugemacht? Weiß ich gar nicht. Ich hoffe mal. Moment, eigentlich müsste ich die zugemacht haben. Ja, oh, Moment, hier, das vom Kühlschrank. Das Eisen vom Kühlschrank nehme ich auf jeden Fall mit. Daraus kann ich wieder ein paar Geschütztürme herstellen. Weil die müssen beim nächsten Blutmond, dann kann ich hier nicht wieder von Haus zu Haus laufen. Das ist mir einfach viel zu riskant. Nee, und hier haben die auch schon das Glas kaputt gemacht, oder was? Oh, no. Dann hau ich einfach ab. Wenn ich jetzt hier einfach den Zaun vorregle, dann müssten die eigentlich auch erstmal nicht durchkommen, oder? Ich meine, solange hier keine Boomer-Zombies kommen und alles in die Luft jagen, ist eigentlich alles in Ordnung. Wie sind die denn hier überhaupt reingekommen? Wahrscheinlich hat doch ein Boomer-Zombie da irgendwie alles explodieren lassen oder so. Und die kommen jetzt alle hierher. Die wissen irgendwie... Die scheinen irgendwie wirklich untereinander zu kommunizieren, diese Dinger. Oh, die kommen alle rein, oh nein. Wie viele das einfach mal sind. Wie viele kommen denn einfach mal hinterher? Das kann doch gar nicht sein. Aber hier kommen die eigentlich nicht durch. Die kriegen die Tür nicht einfach so kaputt. Perfekt. Jetzt muss ich irgendwie versuchen, hier zu entkommen. Oh. Tatsächlich ist was. Hier kommen jetzt auch die Boomer-Zombies, oder was? Oh nein. Oh nein, schnell raus. Schnell raus. Vielleicht irgendein Fenster, wo noch nicht so viele sind. Hier ist alles, das ist alles voll. Hier komme ich nicht so einfach raus. Aber vielleicht hier hinten durch die Küche. Hier sind noch nicht so viele. Und jetzt einfach laufen. Lauf. Perfekt. Die waren das noch wahrscheinlich alle nur auf der einen Seite. Komme ich hier rüber? Oh, ich komme hier nicht rüber. Eisengitter müssen weg. Müssen unbedingt weg. Okay, und einfach schnell rausspringen. Oh, da ist so ein Boomer-Zombie. Okay, nee, ich bin weg hier. Ich bin auf jeden Fall weg. Und jetzt heißt es erstmal laufen. Schnell weglaufen. Oh je. Ich konnte all die Zombies abhängen und musste mich nun darauf konzentrieren, meine Festung weiter auszubauen. Bei dem letzten Blutmond hatte ich Glück gehabt, dass diese experimentellen Zombies nicht genau wussten, wo ich mich befinden würde. Das würde sich aber bestimmt beim nächsten Blutmond ändern. Will ich jetzt hier den ganzen Boden noch mit Steinen dann... Oh, hier kommen jetzt schon wieder die nächsten Zombies. Was ist denn das? Oh, jetzt hat es der nächste aufgesetzt. Was, ist das, ein Hut oder was? Nee, ist das ein Gartenzwerg. Ja, tatsächlich kann ich den jetzt aufsammeln, oder was? Fridolin, der Gartenzwerg. Keine Sorge, Fridolin, wir werden gemeinsam überleben. Keine Sorge, Fridolin. Ja, mach dir keine Sorge. Ich werde erstmal die Festung fertig bauen und dann unterhalten wir uns weiter. Aber nicht nur die Zombies waren das Problem. Das Militär wusste nun auch, wo Fridolin und ich uns unsere Festung aufbauen würden und schickte einige Soldaten los, um uns aufzuhalten. Jetzt wusste ich genau, dass ich zum Gefängnis musste, denn dort gab es etwas, das nicht an die Öffentlichkeit kommen sollte. Aber warum wollte das Militär es so sehr verstecken? Woher kam der plötzliche Sinneswandel? Am Morgen von Tag 62 tobte ein Regensturm, aber das machte mir nichts aus. Ich baute trotzdem weiter an meiner Festung. Ich entschied mich noch, einen Zaun um meine Mauer zu ziehen, damit ich dadurch noch etwas mehr Platz zwischen den Zombies und mir schaffen würde. Sie müssten also erst den Zaun und dann die Mauer wegspringen, ehe sie mich erreichen würden. Diesen Steinzaun habe ich dann gleich noch mit ein paar Stacheldrahtzäunen versehen. Vielleicht hält das ja die explosiven Zombies auf. Das bezweifelte ich zwar stark, aber probieren wollte ich es trotzdem. Das nächste Zombie-Experiment wurde freigelassen. Unglaublich stark und mit einer Haut aus Eisen. Der Gamma-Zombie. Was steht denn da hinten? Oh, wie sieht denn der aus? Was ist denn das für ein komisches... Oh, was ist denn das für ein komisches Ding? Vor allen Dingen, was macht er denn auch für Laute? Okay. Wo läuft denn der hin? Hallo? Oh ne, jetzt kommt er auf mich zu. Der hat auch diese Gefängnisuniform an. Das ist wahrscheinlich auch wieder eines dieser Zombie-Experimente. Wie viel hält der denn aus? Wie viel hält der denn aus? Das kann doch gar nicht sein. Oh nein. Mich würde ein solches Zombie-Experiment nicht aufhalten. Ich musste mich beeilen und weiter an meiner Festung arbeiten. Ich hatte das Gefühl, dass der nächste Blutmond sehr gefährlich werden würde. Auf der Mauer platzierte ich noch einige Steinplatten, damit ich auf diesen laufen können würde. Ich bräuchte, sollte ein großer Angriff stattfinden, unbedingt eine Möglichkeit, außerhalb meiner Mauer alles beobachten zu können. Außerdem würde es auch nicht schaden, einen Fluchttunnel zu haben. Ich meine, wenn die Zombies es wirklich schaffen sollten, sich hier durchzusprengen, dann wäre das ja eher ein Gefängnis als eine Festung. Ich grub mir einen langen Gang, der eigentlich raus aus der Stadt führen sollte. Ich war verwundert, als ich plötzlich auf dunklen Beton gestoßen bin. Als ich diesen Beton dann mit meiner Spitzhacke zerstört hatte, konnte ich meinen Augen kaum glauben. Ich war in der Kanalisation. Diesen langen Gang würde ich als Notfalltunnel verwenden. Ich musste nur darauf hoffen, dass hier unten keine Zombies sein würden, sollte der Blutmond losgehen, denn sonst hätte ich ein großes Problem. In meinen Fluchttunnel baute ich einen kleinen Raum, der dann als Minenschacht fungieren sollte. Ich bräuchte noch mehr Eisen für weitere Geschütztürme. Außerdem konnte es nicht schaden, zusätzlich noch ein paar Steine an die Oberfläche zu befördern. Wie weit soll ich eigentlich nach unten? Oh, okay, wo bin ich hier unten gelandet? Hier ist ein Haufen von diesen Schildkröten. Oh, okay. Oh, was ist denn das hier? Oh nein, so ein Monsterkasten oder was? Oh, was ist denn jetzt passiert? Was ist denn das? Wo kommen denn die auf einmal alle her?
Die Höhle war reich an Eisen und Lapislazuli. Sollte ich so weitermachen und noch mehr Eisen finden, bräuchte ich mir keine Sorgen mehr zu machen, hoffte ich zumindest. Am Morgen von Tag 66 fingen bereits die Zombies an, meine Festung zu attackieren. Ich hatte Glück, dass sie es bis jetzt noch nicht in den Nächten versucht hatten. Aber da bald ein Blutmond anstehen würde, würde es wahrscheinlich nicht mehr lange dauern, bis der nächste Großangriff der Zombies stattfinden würde. Meine automatischen Geschütze halfen mir dabei, einen Großteil der Zombies abzuwehren. Ich wollte nun endgültig zur Festung ziehen und nahm daher noch alle nützlichen Gegenstände der Villa mit. Dazu gehörten die Stacheldrahtzäune und auch einige Blöcke in der Villa. Vor allem der Amboss war sehr wichtig, da dieser teuer in der Produktion war. Ich würde das Eisen, was der Amboss brauchen würde, dringender für meine Fernkampfwaffen oder für meine Geschütztürme benötigen. Außerdem bediente ich mich noch an den Eisenzäunen. Vielleicht wären diese ja in der Lage, die Explosion der Boomer-Zombies aufzuhalten, aber um ehrlich zu sein, bezweifelte ich das. Dennoch konnte es nicht schaden, die Zeit zu nutzen, um diese Zäune mitzunehmen. Langsam fühlte ich mich in meiner Festung sicher, jedenfalls sicherer als zuvor in der Villa. Ich hatte jetzt einen besseren Überblick und konnte mich auf die Geschütze verlassen. Vielleicht wäre es auch noch ganz sinnvoll, einige Explosivwaffen herzustellen. Immerhin würden wahrscheinlich zum nächsten Blutmond wieder so viele Zombies auftauchen, dass ich kaum eine Chance haben würde, sie alle einzeln zu besiegen. Da würde eine Explosivwaffe schon viel mehr bringen. Zum Ende des Tages wollte ich noch meine Rüstung und einige meiner Werkzeuge reparieren. Ich musste sparsam mit meinen Ressourcen umgehen. Vor allem das Eisen würde später noch eine sehr große Rolle spielen. Da ich die komplette Festung mit Stacheldraht umzäunen wollte, brauchte ich bei weitem noch mehr Holz. Glücklicherweise hatte ich sowieso vor, die Bäume rund um meine Festung zu fällen, da diese die Sicht auf heranstürmende Monsterwellen verdecken würden. Somit konnte ich gleich 2 Fliegen mit einer Klappe schlagen. Mit dem Holz der gefällten Bäume und dem Eisenzaun der Villa konnte ich mir genügend Stacheldraht herstellen, um damit die komplette Festung zu umzäunen. Außerdem war es an der Zeit, die obere Etage mit einem Zaun abzusichern. Sollte der Blutmond aufgehen, wäre es sinnvoller, hier oben zu bleiben. Vor allem mit meiner aktuellen Ausrüstung. Sollten die Zombies es wirklich schaffen, wieder meine Mauern zu zerstören, um meine Festung zu überrennen, wollte ich dieses Mal vorbereitet sein. Ich brauchte einen Fluchttunnel, den ich schon gut vorbereitet hatte. Wenn ich diesen Tunnel aber betreten sollte, wollte ich, dass die Festung hinter mir in die Luft fliegen würde, um damit alle Zombies, die mich verfolgen würden, in die Luft zu jagen. Zum Testen des Mechanismus verwendete ich zuerst ein paar Lampen. Diese konnte ich mit diesem roten Pulver verbinden und schauen, ob der Schalter all diese Lampen aktivieren würde. Ich wollte auf Nummer sicher gehen und nicht gleich den Sprengstoff verwenden, da ich sonst wahrscheinlich vor dem Blutmond meine Festung aus Versehen in die Luft jagen würde. Ich brauchte noch mehr von den Lampen und wusste auch, wo ich diese herbekommen würde. In der Villa gab es immer noch genügend von diesen Lampen, aber nicht nur in der Villa, in der ich bis jetzt gewohnt hatte. Es gab auf der anderen Seite des Vorortes gleich neben meiner Festung auch noch eine Villa, die ähnlich aufgebaut war und auch diese Lampen hatte. Mit genügend Lampen war ich in der Lage, den Mechanismus vollständig zu bauen und auch auszutesten. Per Knopfdruck ließen sich alle Lampen auf einmal aktivieren. Das würde bedeuten, dass das gleiche auch mit dem Sprengstoff passieren würde. Ich musste nur noch das rote Pulver mit dem Stein verstecken und dann würde es niemandem mehr auffallen. Wenn ich jetzt noch genügend Stein habe, dann könnte ich damit doch eigentlich auch noch eine weitere Mauer vielleicht... Was ist denn das hier? Hier gibt es noch einen weiteren Weg? Wo führt der denn hin? Ich meine, ich könnte jetzt versuchen schon abzulaufen, aber ich meine, in ein paar Tagen ist Blutmond. Das ist, glaube ich, keine gute Idee. Ich fand außerdem auch noch heraus, dass es möglich war, Fernkampfwaffen zu modifizieren. Ich wusste nicht genau, was ich modifiziert hatte. Ich glaube, ich habe dafür gesorgt, dass die Kugeln in meiner Waffe schneller abgefeuert werden würden. Ich hatte noch einen Tag, ehe der Blutmond aufgehen würde. Ich musste die Straße auf mögliche Zombie-Angriffe vorbereiten. Da ich noch etwas Stacheldraht übrig hatte, entschied ich mich, diesen auf der Straße zu platzieren. Vielleicht könnte ich ja damit die heranstürmenden Zombies aufhalten. Ah, hier sind schon wieder welche vom Militär. Das gibt's doch gar nicht. Die scheinen hier irgendwas zu suchen. Ich meine, ich hoffe mal nicht, dass die es auf mich abgesehen haben. Aber da drin war noch ein anderer. Moment, um den muss ich mich auch noch kümmern. Und... Wo ist der hin? Da ist er. Okay, der hat mich nicht bemerkt. Perfekt. Suchen die hier wieder nach irgendwelchen Anomalien oder was? Die haben auch irgendwas weggesprengt. Die scheinen hier irgendwas vielleicht unterirdisch zu suchen oder so. Ich meine, was hoffen die denn hier zu finden, außer ein paar Zombies? Gibt's hier noch irgendwas oder was? Oh, hier ist noch jemand. Hallo? Hallo, ich bin freundlich. Oh, Moment, stopp. Wieso greifen Sie mich an? Das ist auch einer vom Militär. Ah, scheint irgendeine andere Militäreinheit zu sein. Ah, ne, um den muss ich mich noch kümmern. Warum hat er mich denn angegriffen? Ich meine, ich sehe doch nicht wie ein Zombie aus. Ich hab doch auch gerufen, dass ich freundlich gesinnt bin. Vor allem sind die hier meine alten Villa. Die scheinen hier irgendwas zu untersuchen. Habe ich irgendwas hinterlassen? Da hinten ist auch nochmal eins von diesen komischen Dingern. Einer von diesen großen mutierten Zombies. Was macht denn der bei meiner Festung? Normalerweise sind die doch hier nicht bei Tag unterwegs, aber der Stacheldrahtzaun hält dieses Ding gut auf und vor allem das automatische Geschütz auch. Ey, das Ding hält viel aus. Oh. Das hat eine absolut krasse Panzerung. Da muss ich vorsichtig sein. Es wurde ernst. Ich musste meinen Notfallplan vorbereiten. Ich tauschte die Lampen mit Sprengstoff aus und war bereit, in meiner Festung zu kämpfen. Der Weg in den Tunneln war auch abgesichert und ich wusste, dass ich durch diesen Tunnel im Notfall fliehen können würde. Ich musste nur wirklich dafür sorgen, dass mich diese Biester nicht verfolgen würden. Ich hoffte, dass das Sprengstoff diese Dinger wenigstens ein bisschen aufhalten würde. Ich hatte neben dem ganzen Stacheldraht auch noch diesen komischen Stoff bei mir. Dieser würde dann die Bewegung der Zombies stark einschränken. Ich platzierte diesen Stoff auf der Straße, denn beim nächsten Blutmond würde ich meiner Festung bleiben und versuchen, diese bis zum Ende zu verteidigen. Ey, dieses Mal scheint es ja viel mehr Zombies zu werden. Vor allem, die kommen von so weit her.
Und es werden immer mehr. Eigentlich habe ich vorne die automatischen Geschütztürme. Hier hinten scheinen sie nicht zu sehr anzugreifen. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Ich meine, wenn sie da vorne sind, dann machen die meiste Arbeit die Geschütztürme. Das ist eigentlich ganz gut. Okay, und die scheinen sich auch wirklich in den Netzen da zu verfangen. Okay, was kommt denn da noch alles? Hier kommen auch, okay, die Explosionszombies, da muss ich aufpassen, dass sie hier nicht vorne irgendwas wegsprengen. Ey, das waren so viele. Okay, ich muss ein bisschen meine Fernkampfwaffe verwenden. Ich muss unbedingt meine Fernkampfwaffe verwenden. Ey, von wo kommen die denn überall her? Aber das Problem ist, ich habe halt nicht unendlich Munition. Ich muss wirklich sparsam sein. Vielleicht benutze ich endlich mal meine Granaten. Moment, ich habe ja noch diese Nachtsichtpille bei mir. Oh, perfekt. Jetzt kann ich wenigstens alles besser erkennen. Oh, wie viele das sind. Vielleicht sollte ich wirklich nur auf die Boomer-Zombies zielen. Weil die sind eigentlich die gefährlich. Was war denn das gerade? Mit den Granaten scheint es auch ganz gut zu funktionieren. Ja, tatsächlich. Oh. Ja, die Granaten... Ich sollte vielleicht mehr Granaten verwenden. Ich muss auch damit sparsam sein. Nicht, dass die Granaten hier... Moment, so viel habe ich gar nicht. Probieren wir noch eine aus. Was war denn das gerade? Oh nein, oh nein. Oh, die Boomer-Zombie greifen schon an. Die jagen hier alles in die Luft. Und hinten... Warte mal, Moment. Die kommen hier wirklich durch. Die kommen jetzt durch, die sind in der Festung. Ne, Moment, die sind noch nicht in der Festung. Das war nur der äußerste Zaun. Okay, wenn die nur hier hinten durchlaufen, dann ist das eigentlich nicht so schlimm. Solange vorne nicht explodiert. Oh, oh. Und ich hätte es nicht ansprechen dürfen. Oh, sie kommen durch. Sie kommen durch, ich hätte es nicht ansprechen dürfen. Oh nein, die Zombies kommen durch. Die Boomer-Zombies haben wirklich angefangen, hier alles in die Luft zu jagen. Oh, oh. Oh, 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 oh. Was ist das? Da hinten ist schon wieder dieses komische riesige Ding. Oh nein. Und hier ist es durch. Ich muss weg. Okay. Plan der Explosion muss in die Tat umgesetzt werden. Schnell weg. Explodiert das? Es ist explodiert. Okay, ich habe hier noch... Es ist explodiert. Kommen Sie hinterher? Nee. Oh, eigentlich habe ich noch dieses andere Medikament bei mir. Jetzt bin ich bei weitem schneller. Nee, sind nicht hinterhergekommen. Okay, ich muss einfach laufen. Einfach laufen und nicht umdrehen. Ich hoffe, dass sie hier nicht irgendwie herkommen oder sowas. Jetzt bin ich erstmal sicher. Wie konnten die mich denn so schnell verfolgen? Das kann doch gar nicht sein. Da kommen immer mehr. Oh nein, Moment, ich habe ja meine Fernkampfwaffe noch. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Jetzt muss ich mich hier nur ein bisschen verteidigen. Okay, da kommt auch noch mehr. Der explodiert. Hinten ist auch noch irgendwas explodiert. Oh nein, oh nein. Da ist auch noch was explodiert. Nein, dieses riesige Ding. Oh nein, da habe ich keine Chance gegen dieses Ding. Bleib weg von mir! Nee, ich muss weg hier. Ich muss unbedingt schnell weg. Ich hoffe mal, dass hier draußen nicht zu viele sein werden. Nee, hier ist so alles ganz... Ah, nee, hier in der ganzen Stadt sind sie alle. Nee, eigentlich habe ich meine Fernkampfwaffe bei mir, aber ich muss echt aufpassen, nicht zu viel Munition zu verschwenden. Ich weiß gar nicht mehr, wie viel ich bei mir habe. Ich muss eigentlich noch... Oh, nee. Vielleicht kann ich ja hier in der Villa bleiben. Oh nein, hier explodiert auch schon alles. Nee, da gehe ich auf keinen Fall rein. Woher wissen die denn immer, wo ich hingehen möchte? Das kann doch gar nicht sein. Hier. Stimmt, ich habe den Weg hier mit Fackeln markiert. Vielleicht bringt der mich ja irgendwo noch hin. Oh, unbedingt schnell weg hier. Hier scheinen noch nicht so viele Zombies sein. Perfekt, die sind wahrscheinlich alle in der Stadt und suchen mich dort. Nee, das war ein Irrglaube. Wo kommen denn die alle her? Das sind ja so unglaublich viele von diesen Viechern. Was mache ich denn jetzt am besten? Eigentlich sind die nicht so schnell. Aber trotzdem muss ich aufpassen, dass sie mich nicht überrennen. Weil wenn die mich einmal haben, dann war es das wirklich. Ich folge einfach dem Weg noch ein bisschen weiter. Vielleicht finde ich ja irgendwo einen Ort, wo ich erstmal sicher bin. Hier scheint es irgendwas zu geben. Irgendeine Höhle oder sowas. Was ist denn das? Eine Mine. Die ist eingestürzt. Nee, komme ich erstmal nicht weiter. Hier ist auch nur erstmal eins von diesen Dingern. Ich glaube, ich muss mich hier oben erstmal... Moment. Vielleicht mache ich das einfach so wie die Male davor, dass ich mich hier oben einfach erstmal verbarrikadiere. Meine Steine habe ich erstmal noch glücklicherweise genug dabei. Hier noch ein bisschen verbarrikadieren. Kommen die hier hoch? Nee, ich glaube, die kommen nicht hier hoch, oder? Da hinten kommen sie alle. Da hinten kommen sie alle hergelaufen. Woher wissen die denn immer so genau, wo ich bin? Die scheinen mir irgendwie meine Fährte zu verfolgen oder so. Oh, keine Chance. Keine Chance. Wie viele sind das denn von diesen Viechern? Na, jetzt auf diese Dinger zu schießen, bringt überhaupt nichts. Aber eigentlich können die nicht hier hochklettern. Ich konnte die Nacht in Sicherheit über dieser Mine verbringen. Irgendwie endete fast jeder Blutmond damit, dass ich mich in Sicherheit irgendwie hochbauen musste. Ich konnte aber nicht dort oben bleiben, da früher oder später die Zombies einen Weg nach oben finden würden. Ich sprang also hinunter und versuchte dem Weg noch weiter zu folgen. Ich kam an einer großen Lichtung an. Es gab in der Mitte dieser Lichtung eine riesige Villa. Was hatte es mit dieser Villa auf sich und was würde dort auf mich warten? Das Tor zum Grundstück der Villa war geöffnet und trug die Banner der Anomalien-Armee. Was hatte diese Gruppierung hier zu suchen? Wollten sie etwa auch die Artefakte der Roten Zone haben und arbeiteten sie mit dem Militär zusammen? Hatten es deshalb die Soldaten auf mich abgesehen? Ich wusste nicht, ob ich hier sicher sein würde, aber es wäre auf jeden Fall besser, als irgendwo im Wald zu überleben.
Vielleicht gäbe es ja hier auch noch Nahrung und ein bisschen Schwarzpulver. Vor der Villa waren 2 Esel, die ich natürlich sofort vom Wagen, an dem sie festgebunden waren, befreit habe. Sie sollten nicht hier bleiben, wenn mich wieder einige dieser Zombies angreifen würden. Vielleicht würde ja in der Villa der Besitzer dieser beiden Esel auf mich warten. Aber wie immer war das Gebäude leer. Neben der Villa befand sich eine Art Arena. Was es mit dieser auf sich hatte, wusste ich nicht. Was haben die ehemaligen Bewohner der Villa hier veranstaltet? Vielleicht gab es ja hier irgendwo Wettspiele oder so etwas in der Art. Ich hatte aber die dumpfe Vermutung, dass die Anomalie-Armee hier etwas ganz Düsteres veranstaltet hat. Ich lief noch etwas weiter und fand einen kleinen Schuppen, in dem sich ein Tagebuch und auch eine Schaufel befand. Der Schuppen gehörte zu einem kleinen Friedhof. Vielleicht würde mir das Buch etwas über diese Gegend erzählen. Dieses Herrenhaus wird unser Untergang sein. Unser stärkster Mann wurde von einem dieser Typen gebissen und verhält sich sehr merkwürdig. Wir glauben, dass er auch bald zu einem von diesen Dingern wird und haben ihn sicherheitshalber im Keller eingesperrt. Die Leute vom Militär haben hinter dem Herrenhaus eine Arena aufgebaut, bei dem wir den Kampf gegen jeden Widerständigen trainieren können. Und auch für die Belustigung. Alles geht den Bach runter. Unser Mann wurde von einem von ihnen gebissen und randaliert jetzt, was das Zeug hält. Wir haben unsere stärkste Waffe in einem der Gräber versteckt. Nur leider bleibt nicht viel Munition übrig. Egal, wer die Waffe findet, nutzt sie bitte weise. Mir war klar, dass ich die Waffe, die im Buch erwähnt wurde, gebrauchen können würde. Ich nahm die Schaufel und suchte mir das Grab aus, das am auffälligsten aussah. Und tatsächlich, in diesem Grab gab es eine Truhe, die gefüllt war mit einem geladenen Raketenwerfer und einer extra Rakete als Munition. In den anderen Gräbern gab es nichts weiter zu holen und ich wusste, dass es an der Zeit war, die gesamte Villa zu untersuchen. Die Villa war in 3 Etagen unterteilt. Ich entschied mich, die oberste Etage als mein neues Lager auszuwählen, denn hier oben schien es relativ sicher zu sein. Es gab auch nur einen Zugang, und zwar eine Leiter, die nach oben führte. Diese könnte man im Notfall gut verteidigen. Außerdem gab es hier oben Truhen gefüllt mit Schießpulver und Kohle. Jetzt brauchte ich nur noch einen Waffentisch und dann könnte ich neue Munition für meine Fernkampfwaffe herstellen. Oh, hier geht's noch ein bisschen weiter nach unten. Hat er so eine Art Keller hier oder sowas? Oh, tatsächlich. Oh, hier gibt's auch noch ein paar gute Sachen, ein paar Kisten, die müssen untersuchen. Was ist denn das denn für ein Weg? Fluchttunnel? Wo geht's denn hier hin? Oh, oh nein! Was ist denn das für ein riesiges Vieh? Oh, es kommt genau auf mich zugelaufen. Kommt es hier auch noch durch? Ah, tatsächlich, es kommt hier genau durch den Tunnel. Es kann doch gar nicht sein, das ist ein Riese oder sowas. Das ist vielleicht der Soldat, der erwähnt wurde in diesem Buch. Oh, no, der kommt genau auf mich zu. Ich muss ja irgendwie raus. Wo gehe ich jetzt am besten hin? Moment, wo laufe ich jetzt am besten hin? Das Ding hält auch eine Menge aus. Aber vielleicht kann ich die... Ne, das war eine dumme Idee, hier reinzulaufen. Oh, nee. Ich muss ja irgendwie wieder raus. Vielleicht kann ich den Raketenwerfer benutzen. Moment. Oh, getroffen. Perfekt. Das Ding hält eine ganze Rakete aus. Okay, jetzt noch den zweiten Schuss. Der muss sitzen. Der muss genau sitzen. Oh, nein, daneben geschossen. Oh, nein. Okay, dann muss halt auf den Nahkampf gehen. Wie viel hält denn dieses Ding aus? Ist vor allen Dingen auch so riesengroß. Oh, Vorsicht. Nicht zu nah rankommen lassen. Ein bisschen auf Distanz halten. Aber es hat ja auch eine riesengroße Reichweite. Oh, besiegt das Ding. Was war denn das, bitteschön? Das war wahrscheinlich wirklich der Soldat, der im Keller versteckt wurde. Ne, gebissen wurde. Oh, jetzt erstmal beruhigen. Jetzt sind meine 2 Raketen zwar weg, aber... Boah, hier ist alles zerstört. Das hatte sich also dort unten im Keller aufgehalten. Glücklicherweise konnte ich den Raketenwerfer sinnvoll verwenden und damit diesem Monster viel Schaden zufügen. Wie ist dieses Ding überhaupt so groß geworden? Ich hatte gehofft, dass es der einzige große Zombie sein wird, dem ich begegnen würde. Aber leider war dem nicht so, wie ich bald feststellen musste. Am Morgen von Tag 72 konnte ich meinen Augen kaum glauben. Die Zombies hatten mich bereits gefunden. Sie sind mir gefolgt. Oder irgendjemand anders muss meine Position verraten haben. Vielleicht hat ja auch die Explosion des Raketenwerfers dafür gesorgt, dass sie hierher gelockt wurden. Oh, hier hinten gab es ja noch einen Steg. Stimmt ja. Das habe ich noch gar nicht gesehen. Das ist hinter dem Friedhof hier. Was ist denn das? Oh, Moment, jetzt hängt hier irgendwo fest mit dem Boot. Okay, Moment. Jetzt geht's. Okay, wunderbar. Was ist denn das hinten? Noch irgendein Lager oder sowas? Ist das noch Soldaten oder was? Das scheinen noch Soldaten zu sein. Aber die sind ein bisschen anders. Ah, ne, die haben schon diese leuchtenden Zombie-Augen. Okay, und das sind normale Zombies. Vor denen brauche ich erstmal keine Sorge zu haben. Die sind überhaupt kein Problem. Ich muss einfach nur Stück für Stück... Oh, da kommen immer mehr. Wo kommen die denn überhaupt alle her? Das werden vor allen Dingen auch immer mehr. Die scheinen irgendwie... Ich glaube, die scheinen irgendwie untereinander zu kommunizieren oder sowas in der Art. Anders kann ich mir das einfach nicht vorstellen. Ah, hier ist auch noch einer. Okay, der ist gar nicht so stark. Der macht gar nicht so viel Schaden. Aber wahrscheinlich wurden die auch überrascht, die Soldaten. Und hier ist auch noch ein Gepanzerter oder sowas. Ja, das sieht aus wie so eine Spezialeinheit auch. Die extra gepanzert ist, irgendwie so ein Bombenentschärfer oder sowas. Gibt es irgendwas Sinnvolles in dem Zelt? Ja, tatsächlich. Oh, yes, Munition. Und zwar einen ganzen Haufen an Munition. Oh, das nehme ich am besten mit. Ein paar Granaten sind auch mit dabei. Die kann ich auf jeden Fall gut gebrauchen. Die muss ich unbedingt mit zurücknehmen zur Villa. Denn bald steht ja wieder irgendwann ein Blutmond an und ich will nicht, dass ich da unvorbereitet bin in der Villa. Sonst habe ich ja überhaupt keine Chance. Oh, schnell wieder zurück.
Das war ein richtig guter Fund. Ich erinnerte mich an den Vorrat an Weizen im Keller der Villa. Das sollte vorerst meine Nahrungsquelle sein. Es war zwar nicht viel, würde mich aber trotzdem vorerst über Wasser halten. Neben den ganzen Weizen fand ich auch noch Truhen, die mit Munition gefüllt waren. Diese Munition hatte bestimmt die Anomalie-Armee hier gelagert. Diese könnte ich jetzt sehr gut gebrauchen, denn meine Munition habe ich während des letzten Blutmondes komplett aufgebraucht. Um die Villa richtig abzusichern, wollte ich wieder ein paar Stacheldrahtzäune herstellen. Diese Stacheldrahtzäune haben die, ich sage mal, normalen Zombies in der letzten Blutmondnacht gut aufgehalten. Vielleicht würde dieser Stacheldraht auch dafür sorgen, die Boomer-Zombies irgendwie aufzuhalten. Oder zumindest würden sie dadurch hoffentlich verlangsamt werden. In meinem Vorrat befanden sich auch noch einige Steine, aus welchen ich eine Mauer herstellen konnte. Diese Situation erinnerte mich an mein erstes Lager hier in der roten Zone. Ob die Farm noch stehen würde? Aber um ehrlich zu sein, konnte ich mir die Antwort schon denken. Wahrscheinlich war dort nun alles voller Zombies, die nur darauf warteten, dass ich hier zurückkommen würde. Innerhalb der Villa wollte ich ein paar Wände entfernen, denn sollten es die Zombies schaffen, den Zaun zu zerstören, würde ich hier in der Villa zwischen all den Wänden den Überblick verlieren und nicht wissen, wo welcher Zombie auf mich warten würde. Ich musste nur aufpassen, keine tragenden Wände einzureißen. Die Tiefe des Kellers nutzte ich gleich aus, um hier eine Art Minenschacht anzufangen. Ich musste mich langsam darauf vorbereiten, meine Ausrüstung wieder zu reparieren. Die letzte Blutmondnacht hatte fast dafür gesorgt, dass meine ganze Ausrüstung zerstört wurde. Ich meine, vielleicht habe ich ja Glück und finde dort unten irgendwie ein bisschen... Oh, hier geht's ein bisschen weiter unten. Oh, hier gibt es wieder eine riesengroße Höhle. Oh yes, oh yes. Die kann ich jetzt wahrscheinlich wieder nach Erzen durchsuchen. Hier ist auch eine tiefe Schlucht oder so. Oh, ein Haufen Eisen. Perfekt. Oh, das Eisen kann ich richtig gut gebrauchen. Da kann ich wieder Stacheldraht oder sowas draus herstellen. Oh, es geht so weit nach unten. Ich meine, hier muss ich mich jetzt erstmal langsam nach unten bauen. Vielleicht habe ich ja Glück und finde hier noch irgendwie... Hier unten noch ein paar andere Erze. Vielleicht noch Titanium oder sowas. Mit dem Titanium könnte ich ja noch meine andere Spitzhacke wieder reparieren. Ah, das wäre richtig praktisch. Und wie der Zufall es so wollte, fand ich in dieser Höhle auch wieder glücklicherweise Titanium. Endlich konnte ich meine Ausrüstung reparieren und sollte ich genug finden, dann könnte ich mir sogar eine Ersatzrüstung herstellen. Ich bemerkte gar nicht, wie schnell die Zeit vergangen war, als ich unten in den Minen nach Erzen gesucht habe. Aber so ist es immer bei mir. Zombies gab es hier unten keine, aber das wunderte mich auch nicht. Denn in den Höhlen waren meist nur die Klicker unterwegs und diese liebten es, Jagd auf Zombies zu machen. Neben dem Titanium-Erz gab es hier unten auch das dunkle Erz. Vielleicht könnte ich ja noch eine stärkere Rüstung herstellen, wenn ich es schaffen würde, Titanium und das dunkle Erz zu vereinen. Aus meinen restlichen Eisenvorräten stellte ich mir einen Amboss her. Ich hatte vollkommen vergessen, wie teuer ein Amboss war. Ich musste sparsamer mit meinem Eisen umgehen. Zur Not müsste ich einfach nochmal in die Mine, denn dort unten in dieser großen Höhle gab es viel Eisenerz. Es würde aber lange dauern, das ganze Erz zu bergen. Die Reparatur meines Eisenkatanas wurde immer ressourcenintensiver. Ich musste mir auf lange Sicht eine andere Waffe zulegen. Dafür würde ich aber wieder eine große Menge an Eisen benötigen. Deshalb blieb mir nichts anderes übrig, als den ganzen restlichen Tag in der Mine zu verbringen. Die komplette erste Hälfte von Tag 77 verbrachte ich in den Minen und die andere Hälfte verbrachte ich damit, meine Ausrüstung zu reparieren. Ich konnte es spüren, der Blutmond stand kurz bevor. Die Zombies wurden immer mehr und ich wusste, dass es zum Blutmond noch viel mehr sein würden. Ich musste mich richtig vorbereiten. Mein restliches Eisen verwendete ich dafür, wieder diese Nägel für den Boden herzustellen. Sollten Zombies auf diesen Nägeln laufen, würden sie Schaden nehmen und auch etwas langsamer werden. Ich glaube, ich muss einfach nochmal in die Mine runtergehen. Ich brauche noch viel mehr Eisen. Vor allem brauche ich auch noch Munition. Aber ich habe gar keinen Waffentisch. Oh, was war denn das? Was ist denn das hier? Das Haus wurde weggesprengt. Greifen jetzt schon die Zombies an, oder was? Moment, ich muss unbedingt nach draußen. Was ist denn hier passiert? Oh, da fliegt noch was. Eine Rakete war das. Da hat jemand eine Rakete geschossen. Oh, da muss ich schnell hin. Schnell rüber. Nein, ich bin in eine Bärenfalle getreten. Oh nein, warum mache ich das? Oh, jetzt sind meine Bewegungen so krass doll verlangsamt. Da ist einer von... Er hat schon wieder das Militär. Seit wann schießen die denn Raketen auf mich? Und diese Militär sind hier... Ist das vielleicht die Anomalie-Armee? Was macht die denn hier in den Wäldern? War die irgendwie auf Erkundungstour oder was? Ne, um die muss ich mich kümmern. Die sind mir definitiv feindlich gesinnt. Das hätten die Rakete nicht geschossen. Und vielleicht kann ich hier einfach eine Blendgranate reinwerfen. Hier ist perfekt. Die sehen nichts mehr. Oh, das muss ich zu meinem Vorteil ausnutzen. Ja, die wissen nicht, was mit denen... Oh, jetzt können sie wieder sehen. Oh nein. Na, eigentlich habe ich noch ein bisschen Munition im Keller gefunden. Damit habe ich erstmal einen großen Vorteil. Ich scheine ja irgendwie keine Fernkampfwaffen weiter zu besitzen. Was ist denn das hier? Ein Airdrop. Wow. Okay. Raketen und Minen sind hier drin. Was hatten die denn vor? Wollten die wirklich die Villa in die Luft jagen oder was? Tag 80 verbrachte ich damit, die Mauern noch weiter zu verbessern. Außerdem platzierte ich die Minen, die ich im Airdrop gefunden hatte, rund um meine Mauer. Ich musste aber aufpassen, dass sie weit genug von meiner Mauer entfernt waren, denn sonst würden diese wahrscheinlich die ganze Mauer wegsprengen. Okay, es geht los. Jetzt bin ich mal gespannt, wie stark die Minen überhaupt sind. Ich hoffe mal, dass es die... Oh, jetzt ist da schon eine explodiert. Wow, die machen aber viel Schaden. Aber ich meine, wenn ein Zombie nur eine Mine auslöst, dann lohnt sich das ja überhaupt gar nicht.
Ich müsste die wahrscheinlich irgendwie anders... Oh nein, hier habe ich offen gelassen. Oh, hier muss ich schnell zubauen. Oh nein, nein, hier kommt... Was? Ah, nein, hier kommt dieses komische Spinnenvieh. Vielleicht kann ich hier auch mich irgendwie noch ein bisschen weiter nach oben bauen, damit ich einen besseren Überblick habe. Ich meine, eigentlich brauche ich ja dieses Holz zum Notfall, damit ich rüberspringen könnte. Sollte hier wirklich irgendwas passieren. Aber jetzt sieht eigentlich alles noch ganz gut aus. Hier wurde auch irgendwas weggesprengt. Hier wurde auch was weggesprengt. Oder ist das noch von der Rakete? Ne, die kommen rein. Ey, so schnell wurde noch nie was von mir überrannt. Was ist denn das für ein riesengroßer Zombie da hinten? Moment, das ist aber nicht das ist eine neue Zombie-Art. Das ist eine neue Zombie-Art. Oh nein, schnell rüber hier. Oh, war das knapp. Hier ist gerade die Mine explodiert. Vielleicht kann ich ja die Zombies hier weglocken, aber ich glaube hier in der Villa sollte ich nicht weiter sein. Vielleicht schieße ich einfach mal eine Rakete drauf. Yes! Oh, yes. Die hat viel Schaden verursacht, aber das sind immer noch so viele Zombies. Okay, erstmal überlegen. Soll ich zurück? Ne, ich glaube, ich muss einfach in den Wald fliehen. Ey, das sind so unglaublich viele. Und da ist auch dieser Riese. Da ist schon wieder dieser andere Riese mit diesen ganz vielen anderen Zombies dran. Der hat die Dinger schon wieder hierher gelockt. Oh, die Granate. Vorsicht. Jetzt alles klar. Dieser riesengroße Zombies scheinen die alle mal ranzulocken oder zu kontrollieren oder was auch immer. Die tauchen immer auf, wenn meine Festung überrannt wird. Warum brennt denn der Baum hier hinten? Ist hier Blitz eingeschlagen oder was ist denn das? Ah. Hier geht's zum Gefängnis lang. Aber warum brennt das hier? Gibt es etwa auch Zombies, die irgendwas in Brand stecken können oder was? Hier laufe ich erstmal weiter. Und was ist das hier? Ah, hier geht's zur Stadt. Der Weg ist... Moment. Wenn ich jetzt den Weg folge, komme ich dann endlich beim Gefängnis an, oder was? Ich hoffe mal. Nee, ich glaube, ich bin jetzt wieder bei der Stadt, oder? Nee, das sieht ein bisschen anders aus. Hier war, glaube ich, noch nicht. Tatsächlich, das ist Luken-Gefängnis. Endlich beim Luken-Gefängnis. Vielleicht finde ich jetzt endlich mal den Grund, warum hier so viele Zombies und vor allem auch so viele Zombie-Experimente unterwegs sind. Soll ich jetzt einfach schon reinrennen? Nee, nicht während der Blutmondnacht. Das wäre überhaupt keine gute Idee. Ich glaube, ich mache einfach das, was ich jedes Mal gemacht habe. Ich baue mich einfach nach oben. Ich habe auch gar kein Holz mehr, gar keine richtigen Ressourcen mehr. Muss ich einfach schnell den Baum fällen. Ich glaube, das ist erstmal das Sicherste. Wenn ich jetzt wirklich erstmal mich nach oben baue, warte, bis der Blutmond vorbei ist und dann langsam versuche, das Luken-Gefängnis zu erforschen. Ich weiß ja gar nicht, was da drin auf mich warten wird. Vor allem, welche Zombies da auf mich warten würden. Da muss ich unbedingt vorsichtig sein. Moment, noch mal genug Holz mitnehmen. Perfekt, einfach nach oben bauen. Einfach so weit wie möglich nach oben bauen. Dann kommen die nicht nach oben. Und vielleicht sogar noch hier so eine kleine Plattform bauen. Nicht, dass wieder die Boomer-Zombies kommen und hier irgendwie versuchen, alles in die Luft zu jagen. Ey, wie viele das einfach mal sind. Da kommen so viele von diesen Zombies. Das kann doch gar nicht sein. Oh, ich höre sie alle da unten. Also ich meine, ich habe auch keine Granaten mehr bei mir, ne? Ne, der Blutmond geht auch jetzt erst langsam unter. Ich habe auch keine Granaten mehr bei mir. Doch, habe ich. Ne, aber nur eine Blendgranate. Das bringt ja überhaupt nichts. Ich hätte die anderen Granaten aufheben sollen. Okay, ne, das bringt mir nicht so viel. Jetzt muss ich einfach warten bis zum nächsten Morgen. Und dann muss ich gucken, wie ich diese ganzen Zombies loswerde. Die Sonne ging auf und ich wusste, dass ich mich um die Zombies unter mir kümmern musste. Das sind so unglaublich viele Zombies hier unten. Moment, ich muss, glaube ich, runterspringen, damit ich mit dem Raketenwerfer richtig erwischen kann, oder? Ja, perfekt. Oh, der hat aber auch eine große Explosionskraft, dieses Ding hier. Und zielen und... Jawohl. Oh, das hat bestimmt schon einen Haufen Zombies erwischt. Ich hoffe mal. Ey, es scheinen aber immer noch so viele zu sein. Moment, ich muss vielleicht einen besseren Winkel... Besseren Schusswinkel auf die... Ey, wie viele das einfach mal sind. Das sind so unglaublich viele. Die kann ich doch niemals alle besiegen. Niemals. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie viele Raketen ich noch übrig habe. Oh, hier ist nochmal perfekt. Ah, wunderbar. Gut, das müsste eigentlich der größte Teil besiegt sein. Ich meine, den Rest kann ich wahrscheinlich hier noch mit dem Schwert so ein bisschen bekämpfen. Ja, aber wie tief jetzt hier der Krater ist, habe ich jetzt hier irgendeine Höhle freigesprengt oder sowas. Kommt von da noch die ganzen anderen Zombies. Moment, einen Schuss habe ich noch. Soll ich es wagen? Ja, perfekt. Oh, das war aber knapp. Ey, das war aber richtig knapp. Ich muss unbedingt aufpassen, weil ich diesen Raketenwerfer verwende. Es hat so viel Schaden gemacht. Da muss ich wirklich vorsichtig sein. Den Großteil der Zombies konnte ich ausschalten, aber es waren immer noch einige am Leben. Ich entschied mich dennoch schon mal einen Blick auf das Gefängnis zu werfen. Vielleicht würde ich ja hier einen Ort finden, der vorerst mein neues Lager werden würde. Mich verwunderte, dass bereits außerhalb der Mauern einige Soldaten umherliefen. Was hatten sie hier zu suchen? Irgendwie schienen sie dasselbe Ziel zu verfolgen. Aber wenn sie das gleiche Ziel haben würden, warum griffen sie mich dann die ganze Zeit an? Dachten sie vielleicht, dass ich zu einer der Personen aus dem Gefängnis gehören würde? Ich fand ein kleines Tor zum Gefängnis. Dieses war aber leider verschlossen und ich musste weiter nach einer Möglichkeit suchen, in das Gefängnis zu gelangen. Vielleicht war das Militär ja auf genau derselben Suche wie ich. Einige von den Soldaten hatten sogar modifizierte Ausrüstung bei sich. Das Militär schien immer stärkere Soldaten loszuschicken. Ob es daran lag, dass das Gefängnis im Mittelpunkt der roten Zone war?
Etwas weiter entfernt, an einem anderen Teil der Mauer, fand ich ein paar Polizeiautos. Diese waren aber leider nicht mehr zu gebrauchen, da alle wichtigen Teile bereits geklaut worden waren. Aber ich war ja sowieso an meinem Ziel angekommen. Wofür würde ich dann also Polizeiautos brauchen? Langsam wurde es dunkel und ich musste mir einen Ort für die Nacht suchen. Ich entschied mich, im Bus vor dem Gefängnis zu bleiben. Vielleicht würden mich die Zombies hierher nicht finden und ich könnte etwas Schlaf nachholen. Am Morgen bin ich zu dem Geräusch von Regentropfen aufgewacht. Der Himmel hatte sich verdunkelt und draußen regnete und gewitterte es. Das war kein gutes Zeichen. Ich durfte nicht zu lange außerhalb umherlaufen, da bei einem solchen Wetter zu viele Zombies unterwegs sein würden. Oh, was ist denn das hier für ein kleines Häuschen? Das sieht mir aus wie so ein Wächterhäuschen oder so. Oh, tatsächlich. Oh, hier kann ich auch tatsächlich die Fenster verdunkeln. Da würden mich auch die ganzen Zombies nicht sehen. Ah, das sieht hier drin sogar ziemlich sicher aus. Hier geht es auch nochmal eine Treppe nach oben. Was ist denn das hier? Ah, hier gibt es ein paar Chips. Ich meine, die nehme ich gerne mit. Nahrung kann ich immer gut gebrauchen. Was ist das hier hinten? Ah, das scheint irgendwie ein kleines Bad zu sein. Und eine Bandage. Okay, die nehme ich auch sehr gern mit. Was gibt es denn noch alles? Vielleicht erstmal alles verdunkeln, damit die Zombies mich hier nicht sehen. Hier geht es auch noch ein bisschen nach oben. Ah, was ist denn das hier? Ah, das ist ja irgendwie so ein Wachturm. Naja, so ein Ausguck eher. Ein Wächtergewehr. Wow, das nehme ich sehr gerne mit. Vor allen Dingen auch noch passend mit Munition. Oh, wunderbar. Jetzt fühle ich mich eigentlich relativ sicher hier oben, obwohl ich weiß nicht, was im Gefängnis auf mich lauern wird, aber hier kommt erstmal keiner so schnell rein. Außerhalb des Wächterhäuschens fand ich den Haupteingang zum Gefängnis. Diesen Eingang ignorierte ich vorerst und suchte das Gelände noch etwas weiter ab. Kurz neben dem Haupteingang fand ich eine Art Lagerraum, der mit ein paar Fackeln und, noch viel wichtiger, mit genießbarem Brot gefüllt war. Warum war das hier alles gelagert und vor allem, warum war das Brot hier frisch? Es schien gerade erst hierher gebracht worden zu sein. Irgendetwas passierte in diesem Gefängnis. Jetzt wird Zeit, den Haupteingang zu betreten. Oh, ich weiß nicht, was hier auf mich warten wird. Aber erstmal ganz vorsichtig. Es scheint ja aber relativ ruhig zu sein. Was ist denn das hier? Okay, ein bisschen Munition auf dem Boden. Eine Wächter-Schrotflinte. Und auch ein Tagebuch. Was ist denn das? Was steht denn da drin? Sie haben ihn wiederbelebt. Was ist denn damit gemeint? Ich meine, die Schrotflinte nehme ich erstmal sehr gern mit. Vor allen Dingen auch die Munition, die hier auf dem Boden liegt. Ist zwar nicht viel, aber besser als gar nichts. Nachdem ich durch den Hauptgang gelaufen bin, kam ich in eine Art Hof. Hier warteten bereits einige infizierte Wachhunde auf mich. Mit meiner aktuellen Ausrüstung war das überhaupt kein Problem für mich. Ich musste nur darauf achten, in den engen Gängen des Gefängnisses nicht von Zombies überrannt zu werden. Das Gelände des Gefängnisses war sehr groß und ich wusste, dass es einige Tage dauern würde, das komplette Gefängnis zu erforschen. Ich war mir aber sicher, dass sich hier irgendwo der Ursprung dieser mutierten Zombies befinden würde. Was ich aber nicht wusste, war, ob ich schon bereit sein würde, die Wahrheit herauszufinden. Ich meine, immerhin war nicht nur ich an dem Ursprung dieser ganzen Zombie-Meute interessiert. Hier gibt es auch noch einen Gang nach drin. Ah, hier ist auch wieder eine infizierte Insasse. Okay, das ist aber kein Problem. Was haben wir denn hier noch? Ganz viele Gänge, ganz viele Räume. Ich muss aufpassen, mich hier nicht zu verlaufen. Was ist denn das? Hier scheint irgendwie eine Küche oder so zu sein. Eine Kantine oder sowas. Wahrscheinlich für die Mitarbeiter, schätze ich mal. Ich meine, ich muss alles wirklich ganz genau untersuchen. Vielleicht finde ich ja hier noch irgendwas. Was ist denn das? Lauter Mülltonnen. Was ist denn das? Was ist denn das, bitteschön? Die scheinen irgendwie infiziert worden zu sein. Was haben die denn für einen komischen... Was haben solchen Anzug oder sowas? Die besiege ich mal lieber aus der Distanz. Sicher ist sicher, die haben auch irgendwas fallen lassen. Aber ich glaube, ich sollte lieber die Finger davon lassen. Was auch immer das ist. Okay, aber wo geht's denn hier noch weiter? Das hier scheint irgendwie so eine Art... Ja, tatsächlich irgendwie so eine Art Bürogebäude zu sein. Hier gibt's auch noch irgendwas. Ein bisschen Doktorklamotten? Ach, das sind ja sozusagen wahrscheinlich die Schließfächer der Wächter oder sowas. Was gibt's denn hier oben noch? Ich gucke mal noch ein bisschen weiter. Ja, hier sind auch die ganzen Computer und alles sowas. Mit ein paar Batterien und sowas, ein paar Medikamente. Da waren ziemlich gute Sachen eigentlich mit dabei. Vor allen Dingen auch die Medikamente konnte ich gut... Was ist denn das hier bestimmt für eine Kiste? Exo-Boots. Ah, das sind verbesserte Exo-Boots. Gar nicht so schlecht. Und das hier scheint irgendwie auch eine Art Büro... Oh nein, hier wurde jemand aus der Zelle nicht freigelassen. Wahrscheinlich als der Zombie-Ausbruch losging. Oh, der Arme. Oh je, oh je. Der ist im langen Gang. Was gibt's denn hier alles noch so für... Hier gibt es auch noch irgendwie... Das ist irgendwie auch eine Kantine hier gewesen oder so. Hier durften die wahrscheinlich alle essen. Und die ganzen Mülleimern hier? Na, interessant. Mich wundert es ja, dass hier so wenig Zombies eigentlich sind. Ich meine, das ganze Gefängnis... Was ist denn das hier? Eine ganze Lagerhalle? Wow, wow, wow. Die Granaten, die nehme ich auf jeden Fall mit. Und lauter Munition. Ah, das scheint hier irgendwie die Munitionshalle oder sowas gewesen zu sein. Hier gibt es doch ganz viele Kisten. Okay, ich glaube, es wird mal Zeit, die wirklich alle genau zu untersuchen. Ne, hier scheint es nicht weiter zu geben, oder? Ne, die hier sind alle komplett leer. Das sind wirklich viele da. Oh, hier gab es auch nochmal was.
Oh, das nehme ich mit. Die ganze Munition aus dem Vorratslager konnte ich gut gebrauchen. Dadurch hatte ich glücklicherweise wieder die Möglichkeit, mich etwas besser zu verteidigen. Und am Ende war es wahrscheinlich besser, dass ich diese Munition verwenden würde, als wenn jemand von den Soldaten oder die ehemaligen Wachen diese Munition benutzen würden. Hier gibt es auch schon wieder einen dieser komischen Riesen und vor allen Dingen... Was ist denn das? Das scheint ja irgendwie ein Wächter oder sowas gewesen zu sein. Ah, Moment, das ist auch so eine ähnliche Riese wie aus dem Militärlager. Ich meine, wurden die vielleicht von irgendeinem anderen besonderen, speziellen mutierten Virus infiziert oder sowas, dass sie so groß geworden sind? Ich meine, das ist ja wirklich riesengroß. Da muss ich wirklich aufpassen. Oh, den darf den nicht so nah rankommen lassen. Vielleicht mit einer Blendgranate? Vielleicht hilft ja die Blendgranate. Ich hoffe mal, dass die mich nicht selber erwischt. Ah, tatsächlich. Und hier ist auch noch einer von den... Was ist denn das? Auch eine infizierte Wache oder sowas? Ein Glück habe ich die ganze Munition da in diesem komischen Lagerhaus gefunden. Ja, das Ding hält aber einen Haufen Schüsse aus. Das kann doch gar nicht sein. Wie stark ist denn das? Das ist doch unglaublich. Aber das scheint nicht das schlauste Ding zu sein. Okay, perfekt. Wow, was hat denn das alles fallen lassen? Sind das Titaniumerze? In einem anderen Gebäude fand ich eine Halle, in der verschiedenste Gegenstände hergestellt wurden. An der Wand und auch auf dem Fließband befanden sich Stacheldrahtzäune. Außerdem gab es Kisten gefüllt mit verschiedensten Materialien. Von Kupfer bis hin zu Titaniumbarren war alles vorhanden. Ich hatte wirklich Glück, diese Halle zu finden. Über einen Fund freute ich mich aber am meisten: Batterien. Mit diesen konnte ich mir endlich eine neue Waffe herstellen. Volle und funktionsfähige Batterien in der roten Zone zu finden war eine Seltenheit. Ich brauchte für meine neue Waffe aber immer noch Eisenbahn. Ich erinnerte mich, dass hinter dem Gefängnis eine Art Elektroanlage war, die komplett aus Eisen bestand. Ich habe mich auf den Weg gemacht und so viel Eisen wie möglich zurück zu meinem Lager am Wächterhäuschen gebracht. Ich musste einige Gegenstände in meinem Ofen schmelzen und hatte eine der wichtigsten Ressourcen vergessen: Kohle. Dafür musste ich das Gefängnis verlassen und zu einem kleinen Berg neben dem Gefängnis laufen. Hier fand ich genug Kohle, um alle Gegenstände zu verarbeiten. Es war endlich an der Zeit, die neue Waffe herzustellen. Die neue Waffe würde unglaublich stark sein und mein Katana in den Schatten stellen. Jetzt wurde auch deutlich, wofür ich die Batterien gebrauchen würde. Die neue Waffe war ein elektrisches Katana. Dieses würde Zombies, sobald sie getroffen wurden, in Brand setzen. Hier ist auch nochmal ein langer Gang. Ich meine, vielleicht könnte ich mich ja hier auch irgendwie verbarrikadieren oder sowas. Ob das Wächterhäuschen sicher sein würde, weiß ich nicht. Aber hier scheint es... Ja, hier sind wir noch ein bisschen auf den Hof. Wo bin ich denn hier angekommen? Hier geht es auch nochmal ein bisschen weiter. Hier ist so ein kleiner Lagerraum oder sowas. Hier geht es auch nochmal ein Stück... Oh, hier gibt es auch mal ein bisschen Aussicht. Aber was ist denn das hier alles genau? Das scheint ja wirklich irgendwie sowas wie... eine Zelle... Wow, was ist denn das? Das ist eines dieser ganz großen Dinger, die ich auch in der letzten Blutmondnacht gesehen habe. Die meine Villa überrannt haben. Das scheint da unten gefangen zu sein oder sowas. Vielleicht ist einer der Zelleninsassen mutiert oder so. Oh nee, das Ding darf auf keinen Fall nach draußen, dann war es das wirklich. Was ist denn das hier? Oh, hier gibt es noch ein bisschen... Eine Axt, okay, und ein bisschen Ausrüstung. Okay, jetzt der Helm, der ist aktuell gerade, glaube ich, besser als mein Helm, ne? Ja, das kann ich gut gebrauchen. Oh, was ist ein Exo-Helm? Es gibt also noch mehr von dieser Exo-Rüstung. Okay, da bin ich mal gespannt. Ey, das Ding da unten darf auf keinen Fall überleben. Moment, das kommt ja eigentlich nicht hoch, aber das kann ich von hier oben mit meiner... Ey, es ist besiegt. Das war's schon. Das war ja einfach. Vielleicht gibt es ja hier unten in den Zellen noch irgendwas Besonderes. Das muss doch bestimmt irgendwas beschützt haben oder so. Oder? Gibt's hier noch... Oh, das Ding lebt noch. Oh, das Ding lebt. Wie kann das sein? Ich habe doch gesehen, wie es gefallen ist. Das Ding ist noch am Leben. Oh, nee, der muss ja so schnell wie möglich weg. Das Ding scheint irgendwie... Kann man das überhaupt besiegen? Das jetzt ist besiegt. Das müsste doch jetzt gewesen sein. Ich muss es schnell abhauen. Schnell weg. Ey, da ist schon wieder eins von diesen komischen Riesendingern. Ich weiß nicht, wie es hier draußen auf freier Fläche ist. Ob die da schneller sind als ich oder nicht. Ich meine, im Haus oder in der Zelle vorhin war das doch ganz schön gefährlich. Aber ich weiß gar nicht, ob die draußen sogar noch gefährlicher sein könnten. Moment, vielleicht schleiche ich mich hier eigentlich einfach vorbei und das Ding bemerkt mich nicht. Das könnte mein großes Glück sein. Und schnell hier irgendwie rein. Ne, ist hier das auch noch zu? Moment, hier komme ich rein. Perfekt. Okay, da draußen ist es. Das hat mich noch nicht gesehen, noch nicht bemerkt. Jetzt kann ich hier drin erstmal alles in Ruhe erforschen, würde ich sagen. Ich muss so ganz, ganz vorsichtig sein. Ich meine, eigentlich habe ich meinen Rucksack geleert, dass ich, wenn ich jetzt so irgendwelche Gegenstände finde, die wirklich alle mitnehmen kann. Zum Beispiel hier das ganze Eisen und das Schießpulver. Das kann ich richtig gut gebrauchen. Das nehme ich am besten alles mit. Das hat mich immer noch nicht bemerkt, ne? Da draußen. Dieses große Ding. Aber hier drin scheint es nichts weiter zu geben. Ich glaube, ich muss jetzt einfach mal langsam weiter weg. Vielleicht kann ich das Ding ja doch besiegen. Jetzt hat es mich auch bemerkt. Ah, das scheint gar nicht so schnell zu sein. Nee, oh, das haut irgendwie auf dem Boden oder sowas. Moment, da muss ich mal das Ding genau beobachten. Aber vielleicht kann ich auch erstmal...
Oh, was ist denn das für ein Schrei? Oh, das Ding... Das scheint irgendwie andere Untote oder sowas geholt zu haben. Und das hat gerade irgendeinen... Nee, ich muss schnell weg hier. Nee, gegen dieses Ding kämpfe ich am besten noch nicht. Nee, da laufe ich lieber. Ich durchsuchte das Gefängnis weiter und fand ein Lager, das gefüllt mit Früchten war. Irgendjemand schien hier eine große Menge an Äpfeln gelagert zu haben. Aber diese würde ich vorerst nicht anfassen, denn ich wusste nicht, ob sie noch genießbar waren. Hier gibt es auch nochmal irgendeinen Turm oder so. Ich glaube, den habe ich auch schon von weiter weg gesehen. Vielleicht erforsche ich den mal so ein bisschen. Den könnte ich theoretisch auch als Notfall... Na, obwohl, nee, hier gibt es ja nur einen Eingang. Das ist ein bisschen zu gefährlich. Hier irgendwo ist auch nochmal eine... Oh, die Exo-Hosen. Da habe ich fast die komplette Exo-Rüstung. Ja, das ist ja perfekt. Als nächstes nahm ich mir einen anderen Bereich des Gefängnisses vor. Eine Art Lagerraum mit verschiedensten Werkbänken. Leider befand sich hier kein Waffentisch. Von daher musste ich weiterhin sparsam mit meiner Munition umgehen. Während ich mich umsah, habe ich total die Zeit aus den Augen verloren. Zu einem Unglück erwartete mich auch noch ein Blutmond. Ich befand mich hier mitten im Gefängnis und hatte einen langen Weg zurück zum Wächterhäuschen. Hoffentlich würden mich nicht diese großen, merkwürdigen Zombies erwarten. In diesem kleinen Lagerhäuschen kann ich auf keinen Fall bleiben. Oh, es werden vor allen Dingen auch hier immer mehr. Wo kommen denn die vor allen Dingen auch an? Vielleicht bleibe ich hier. Moment, hier gibt's Eisentüren. Hier müsste ich erstmal sicher sein, in diesem kleinen Büro. Nee, die kommen auch von allen Seiten. Jetzt bin ich hier wirklich gefangen. Ja, hoffentlich kommen jetzt keine Boomer-Zombies und jagen hier alles in die Luft. Soll ich wirklich hier oben bleiben? Ich weiß es nicht. Hier habe ich noch ein bisschen Essen. Stimmt, das habe ich ja hier gelassen. Vielleicht finde ich noch einen anderen, sicheren Ort. Aber scheint diesmal nicht so viele zu sein. Hier gibt es auch noch mal was. Hier leuchtet es sogar drin. Im Büro hier. Ich glaube, vielleicht bleibe ich auch erstmal hier drin. Vielleicht kann ich mich hier irgendwo verbarrikadieren. Ich hoffe mal, dass die mich noch nicht gesehen haben. Aber ich glaube schon, durch die Fenster haben die mich garantiert gesehen. Ich muss mich vielleicht irgendwie ein bisschen... Vielleicht bleibe ich auch einfach hier. Vielleicht habe ich noch irgendwas, womit ich die Türen verschließen kann. Ne, hier gibt es nichts weiter. Oh, wir sind nicht hier reingekommen. Die scheinen... Haben die das Glas wieder zerstört oder was? Oh nein, haben die mich wahrscheinlich wirklich gesehen. Ah, das elektronische Katana, das ist wirklich aber gegen so viele Zombies. Nee, keine Chance. Keine Chance. Oh, sind das viele. Jetzt werden es doch... Die haben tatsächlich das Glas zerstört. Oh nein. Was ist denn das hier? Habe ich hier erstmal ein bisschen Schutz. Schnell rein hier, in diese Lagerhalle. Vielleicht benutze ich einfach mal wirklich die Exo-Rüstung, die ich bei mir hatte. Moment, vielleicht benutze ich die einfach mal selber. Oh yes. Oh yes. Jetzt sind die Dinger auch noch reingekommen. Ich muss einfach am besten hier durchlaufen. Ich bin ja wirklich unglaublich schnell mit dieser Rüstung. Aber vielleicht... Nee, die ganzen Zombies... Nee, die Munition, das wäre hier wirklich rein zur Verschwendung. Das bringt überhaupt gar nichts. Nee, das lasse ich mal lieber. Ah, hier hinten gibt es noch einen Ausgang oder Eingang. Je nachdem, wie man sehen möchte. Perfekt. Boah, ich bin ja wirklich unglaublich schnell mit dem Ding. Und vor allen Dingen habe ich auch Nachtsicht oder sowas. Aber ich merke, dass das unglaublich Energie von meinem Körper zieht. Ich muss schnell zurück. Schnell zurück zu meinem Wächterhäuschen. Ich riss mir die Teile der Exo-Rüstung vom Körper. Diese Rüstung raubte einen unglaublichen großen Teil meiner Energie. In meinem jetzigen Zustand war ich noch nicht in der Lage, diese Rüstung für lange Zeit zu tragen. Vielleicht würde sich das ja ändern, wenn ich noch das letzte Teil der Rüstung finden würde. Aber zurzeit war es einfach zu anstrengend, diese Rüstung zu tragen. Ich fand eine weitere Lagerhalle und hoffte hier auch auf weitere Gegenstände, mit denen ich meine Waffe verbessern oder sogar eine neue Waffe herstellen können würde. Es war merkwürdig. In dieser Halle gab es Gestalten, die sehr an die Klickerer in den Höhlen erinnerte. Aber diese waren intelligenter. Und warum wurden sie hier in diese Halle eingesperrt? Ich konnte mir vorstellen, dass kurz nach dem Ausbruch die Wächter versucht haben, alle gefährlichen Kreaturen einzusperren. Tatsächlich hatte es sich gelohnt, diesen Lagerraum zu untersuchen. Hier gab es einen anderen Gegenstand, den ich auch für eine andere, noch stärkere Waffe verwenden können würde. Neben den ganzen Boxen mit Werkzeugen gab es hier auch viel Nahrung. Vor allem die Goldkarotten waren ein sehr guter Fund. Jetzt hatte ich vorerst wieder genügend Nahrung bei mir. Ich wusste, dass sich irgendwo in diesem Gefängnis ein Ort befinden musste, von welchem aus die ganzen mutierten Zombies freigelassen wurden. Meine Aufgabe war es, diesen zu finden und eine Möglichkeit zu suchen, die Zombies etwas einzudämmen. Vielleicht könnte man diese rote Zone wieder bewohnbar machen, aber das war selten der Fall. Wenn ich genauer darüber nachdachte, war das bisher noch nie möglich gewesen. Aber hier ist auch noch eins von diesen großen mutierten Dingern. Und vielleicht kann ich das ja aus der Entfernung einfach besiegen. Dem Ding scheint es vollkommen egal zu sein, dass ich den irgendwie mit... Nee, jetzt nicht mehr. Jetzt scheint es mich bemerkt... Ja, jetzt habe ich es besiegt. Aber Moment, das ist noch nicht besiegt. Das steht bestimmt wieder auf, oder? Was ist denn das denn? Ein Verwaltungsgebäude? Oh, das ist wieder aufgewankt. Nee. Ich gehe erstmal wieder weg. Meine Waffen sind noch zu schwach. Jetzt habe ich auch wieder genügend Munition bei mir. Jetzt war es das doch mit diesem Ding, oder? Immer noch nicht besiegt. Das steht doch bestimmt gleich wieder auf. Jawohl. Okay, wenn es aufgestanden ist. Oh, nee, Vorsicht. Da muss ich... Oh, was ist denn das, bitteschön? Das hat mich hochgeworfen. Das Ding hat mich hochgeworfen. Oh, jetzt war es das mit dem Ding.
Endlich. Ich wusste, dass sich hier irgendwo noch das letzte Teil der Exo-Rüstung befinden musste. Ich durchsuchte eine kleine Bücherei, wurde hier aber nicht fündig. Ich durfte nicht aufgeben und musste weitersuchen. Wie viele von diesen mutierten Dingern gibt es denn hier draußen? Das sind ja wirklich unglaublich viele. Aber wenn die alleine sind und auf der Distanz im Moment, vielleicht kann ich ja irgendwie mit der Blendgranate treffen. Yes. Hat das funktioniert? Oh, nee, da habe ich mich aber nur selber geblendet. Moment. Oh, Nahkampf ist wirklich keine gute Idee. Und das Ding springt vor allen Dingen auch noch hinterher. Oh, hier muss schnell weg. Es wurde Zeit, die neue Waffe herzustellen. Mit dem Sägeblatt und einigen anderen Ressourcen konnte ich mir die Sledge Saw herstellen. Diese hatte eine unglaublich hohe Durchschlagskraft. Dann zeigt man das Ding aus. Oh, ja, das ist ja wirklich unglaublich stark. Wow. Eine unglaublich starke Waffe. Ein Glück habe ich hier diese Sägeblätter gefunden. Ist ja sogar noch stärker als mein elektronisches Katana. Aber meine normale Rüstung musste ich langsam mal wieder reparieren. Ich meine, wenn ich jetzt hier in den Tunnel nach... Wow! Das war knapp. Ein Glück war hier unten Wasser. Ich wollte doch einfach nur ein paar Ressourcen sammeln. Irgendwie Titaniumerz oder sowas. Und dann falle ich hier einfach in diese riesige Höhle runter. Hier muss ich... Was ist denn das da hinten? Hier, wo... was ist denn das, bitteschön? Oh, was ist denn das bitte? Oh, was ist denn das bitte schön für ein komisches Vieh? Oh, hier muss ich ein paar Granaten werfen. Die sind ja... Was ist denn das bitte schön? Hier scheint auch irgendwas runtergefallen zu sein oder sowas. Die haben schon irgendwas besiegt. Das werden die nicht diese leuchtenden gelben Kugeln. Was ist denn passiert? Was passiert denn jetzt? Was ist denn jetzt los? Aber eigentlich sind die Dinger nicht so stark. Aber was ist denn das bitteschön? Was machen die Dinger denn hier in den Höhlen? Die scheinen irgendwie... irgendwelche mutierten Zombies oder sowas zu sein. Das ist hier genau unterm Gefängnis, da führt hier irgendein Tunnel lang oder sowas. Nachdem ich genügend Ressourcen aus der Höhle bergen konnte, machte ich mich wieder auf den Weg nach oben. Glücklicherweise hatte ich diesen Gang nach unten im Wächterhäuschen gebaut, denn als ich an die Oberfläche zurückkehrte, war es bereits Nacht. Ich entschied mich, die restlichen mutierten Zombies in diesem Gefängnis zu jagen. Ich wollte nicht, dass diese durch irgendeinen Zwischenfall einfach so nach draußen gelangen würden. Diese mutierten Zombies würden einen viel zu großen Schaden anrichten. Es wäre besser, sie hier und jetzt zu bekämpfen. Außerhalb des Gebäudes warteten auch noch andere infizierte Wächter auf mich. Hier gab es auch wieder so einen großen Zombie, wie damals bei der Villa. Dieser stürmte auf mich zu, aber glücklicherweise war ich diesmal besser ausgerüstet. Hier ist auch noch irgendwas, das ist die Krankenstation oder sowas. Moment, ich entferne am besten mal hier die Tür. Was sind das auch noch für komische Dinger? Die scheinen irgendwie mit irgendwas infiziert worden zu sein. Irgendwelche, warte mal, die haben da irgendeinen Ausschlag oder so. Aber ich meine, gut, die sind ja sowieso Zombies. Vielleicht wurde hier auch irgendwie der erste Zombie behandelt oder so. Das kann ja sein. Und die haben sie jetzt alle... Hier waren noch andere Gefangene. Vielleicht gab es hier einen mit der Infektion. Und der hat alle anderen hier drinnen angesteckt. Und hier ist es dann irgendwie verbreitet oder so. Hier sind noch mehr von diesen Dingern. Aber eigentlich... Wow, eigentlich habe ich hier meine Waffe bei mir. Die ist ja wirklich unglaublich stark. Nee, das Ding... Hier sind wirklich... Hier ist wirklich die Krankenstation oder so. Moment, was greift mich denn jetzt an? Was ist denn das? Oh, was ist denn das für ein Ding? Wow, das hat sogar 2 Schläge mit dem Ding ausgehalten. Was war denn das, bitteschön? Das war ja richtig merkwürdig. Es wurde Zeit, das Verwaltungsgebäude zu untersuchen. Ich wusste nicht, was mich dort drin erwarten würde, wusste aber, dass die Blutspur auf dem Boden nichts Gutes bedeuten würde. Als ich die Türen öffnete, kam mir ein Geruch von Desinfektionsmittel und von irgendetwas Süßem in die Nase. Ich hatte eine dumpfe Vermutung, von woher dieser Geruch kam. Das scheint hier kein normales Verwaltungsgebäude zu sein. Ich meine, was... Oh, was ist denn das hier? Außer Betrieb. Ah, nee, das kann ich hier nicht öffnen, oder? Nee. Was ist denn das hier? Hier gibt es auch noch irgendwas. Irgendwelche Schlafsäcke oder sowas. Hier wurden auch irgendwelche Leute behandelt. Ist das hier auch eine Krankenstation? Tatsächlich Krankenzimmer. Was wurde denn hier gemacht? Oh, hier gibt es auch nochmal so eine... Oh, der letzte Teil der Exo-Rüstung. Perfekt. Damit habe ich alle 4 Teile beisammen. Was war das? Oh, das macht mich sogar ein bisschen stärker noch. Bevor ich das hier untersuche, gehe ich lieber erstmal zurück zum Wächter... Was war denn das für ein Geräusch? Raum 16? Hier ist irgendwas drin. Hier ist irgendwas drin. Was ist denn das, bitteschön? Ist das schon wieder so ein mutiertes Ding, oder was? Moment, das muss ich genau untersuchen. Das kann doch nicht hier bleiben, oder? Hallo? Oh, no, das greift mich an. Nope. Nee, ich mach mich erstmal aus dem Staub. Das Ding, nee, schnell raus hier. Ich muss auch mal der Blutspur folgen. Ich frage mich, wo diese Blutspur hinführt. Aber erst morgen. Was ist denn das? Warum laufen diese Dinger jetzt frei rum? Ich meine, die sind jetzt irgendwie aus diesem Gebäude ausgebrochen, oder was? Ich habe jetzt langsam wirklich das Gefühl, dass aus diesem Gebäude hier diese ganzen Experimente rauskommen. Aber Moment, mit Fernkampfwaffen müsst ihr eigentlich relativ leicht besiegen. Aber die halten aber auch viel aus, ey. Aber was ist denn das für Experiment Zeta? Was ist denn das für... Ey, die halten aber auch viel aus. Vor allen Dingen ist meine Waffe eigentlich schon so unglaublich stark. Ich meine, vielleicht lasse ich die einfach mal in Ruhe und gehe einfach in das Verwaltungsgebäude rein. Ich meine, wenn die jetzt hier draußen rumlaufen und mich noch nicht so richtig... Ja doch, das Ding hat mich bemerkt. Aber das da hinten hat mich noch nicht so richtig bemerkt.
Das lasse ich einfach in Ruhe. Jetzt wird es mal Zeit, da unten reinzugehen, hier, wo hier die Blutspur hinführt. Okay, irgendwie ein Impuls oder sowas. Hier geht es noch ein bisschen weiter nach unten. Ich glaube, es wird Zeit, die Exo-Rüstung anzulegen. Ich meine, ich kann die zwar nicht so lange tragen, aber es ist immer noch besser als meine aktuelle Ausrüstung. Ja, wenn ich jetzt die komplette Exo-Rüstung, dann bin ich irgendwie auch schneller. Aber wo geht's denn hier unten hin? Okay, hier ist irgendwie eine Falltür oder sowas, aber hier ist... Ne, hier geht's nicht weiter. Dann muss ich wahrscheinlich wirklich hier rein. Tatsächlich, was ist denn das hier unten, bitteschön? Zugang zum Lager und zum Labor. Was ist denn das? Ist irgendein Büro hier, oder was? Was wurde denn hier unten veranstaltet? Was ist denn das hier unten alles? Ey, das ist auch jemand... Hat sich jemand da hinten hingeschleppt. Was ist das hier? Okay, Bärenfleisch. Und was ist das? Noch ein Tagebuch oder sowas. Moment, das muss ich gleich mal lesen. Im Falle, dass ich hier nicht mehr lebend rauskomme, weil der oberste Boss durchdreht. Geheimcode 612515. Oh, was ist denn damit gemeint? Ein Geheimcode, aber okay, wahrscheinlich wird es später noch wichtig werden. Oh, was ist denn das hier? Irgendwie was sind das hier? Die Regeln. Bitte beachten Sie jederzeit die Sicherheitsvorschriften. Das ist kein Problem. Aber das ist ein Türschluss. Vielleicht muss ich gar nicht da rein. Hier ist das Badezimmer. Vielleicht gibt es hier noch irgendwelche Medikamente. Oh, tatsächlich. Erste-Hilfe-Kasten und sowas. Das kann ich auf jeden Fall gut gebrauchen. Aber gibt es hier sonst noch irgendwas Besonderes? Hier noch ein paar Schränke? Ne, die sind wahrscheinlich leer. Zugang zum Labor. Oh, hier geht es zu einem Labor oder was? Ne, Lagerraum ist das hier erstmal. Hier sind auch noch irgendwelche Medikamente drin. Aber ich meine, ich lasse lieber die Finger davon. Hier ist auch noch ein anderes Tagebuch. Das lese ich gleich mal. Tag 107. Dieser Betrieb wird immer seltsamer. Von unten diese Schreie, die klingen einfach nicht gut. Tag 108. Es kommen seit Tagen immer diese komischen Hunde vom Chef hoch und beobachten uns. Die machen mir schon Angst bei der Größe. Tag 109. Die Schreie werden immer lauter und es kratzt an den Wänden. Was geht da vor? Dazu kommt diese Lacher des Chefs, einfach grausig. Tag 110. Langsam wird es mir zu bunt. Andere Kollegen dürfen nichts sagen, aber die Schreie machen mich wahnsinnig. Tag 111. Ich habe mich heimlich nach unten geschlichen und Hilfe, was ich dort sah, werde ich nie vergessen. Ich weiß jetzt, was hier vorgeht und ich bin weg, sobald ich kann. Was ist denn hier bitte schön passiert? Ich glaube, hier bin ich jetzt richtig, um wirklich den Ursprung dieser Experimente zu finden. Aber ich weiß nicht, ob ich wirklich hier sein soll. Die ganzen Medikamente lasse ich am besten hier. Ich weiß nicht, was damit gemacht wurde. Hier im Lager gibt es erstmal nichts weiter für mich. Ich muss erstmal zurückgehen und gucken, ob ich hier noch irgendwas Besonderes finde. Hier geht's nicht weiter nach unten. Was sind das? Ratten und Kaninchen? Hier wurde hier einfach an den... Hier ist auch das Büro auf der anderen Seite. Aber Achtung, aggressiv, nicht fallen lassen. Hier sind irgendwelche Ratten oder sowas. Hier wurde an den Ratten experimentiert oder was? Und es sind noch welche... Warum ist denn hier eine Blutspur bei den Ratten? Das kann doch gar nicht sein. Oh, was wurde denn hier gemacht? Hier wurde irgendwas experimentiert. Wahrscheinlich an den Tieren oder sowas. Ey, die ganzen Medikamente hier. Wird ihnen irgendwas injiziert oder was? Und hier geht's auch noch weiter. Tatsächlich. Hier sind auch noch ein paar Kaninchen und sowas. Oh, gruselig. Da wird Zeit, dass ich mal hier diesen Geheimcode eingebe. Ich meine, ich will eigentlich gar nicht wissen, was mich hinter dieser Tür erwartet, wenn das schon mit einem Geheimcode abgesichert ist. Hier geht es auf jeden Fall noch weiter nach unten. Ah, ganz langsam. Vorsichtig, vorsichtig. Lagerraum und Zugang zum Labor. Aber ich war doch gerade schon in einem Labor. Oder was ist hier los? Hier geht's auch noch weiter. Oh, was ist denn das hier, bitteschön? Oh, was sind das für Schreie? Hier ist vor allem auch irgendwas ausgebrochen. Was? Ein Klackerer? Was macht denn das Ding hier? Und so ein gepanzerter Zombie. Hier ist auch noch einer von diesen komischen Experimenten Satan oder wie die hießen. Was machen denn die alle hier unten? Und hier ist auch ein infizierter Bär oder sowas. Und hat sich irgendeine eine Höhle gegraben. Oh, hier wurde wirklich anscheinend an diesen... Oh, so ein Riese. Was ist das? Achtung, explosiv. Hier wurde an diesen Dingern experimentiert oder was? Wo bin ich denn hier gelandet? Irgendwelche Trophäen an den Wänden? Das ist hier ganz, ganz, ganz merkwürdig hier unten. Aber ein bisschen Essen gibt es hier unten auch noch. Und ein paar Bandagen, die nehme ich auf jeden Fall mit. Die kann ich wirklich gut gebrauchen. Und die Fackel, die behalte ich erstmal bei mir. Was ist denn hier bitte schön los? Aber eigentlich habe ich noch das Exoskelett. Ich meine aber schon, dass es langsam echt die Kräfte von mir raubt. Was ist denn das hier für ein komisches Labor? Okay, was ist denn hier los? Oh, wer sind Sie? Keine falsche Bewegung. Was machen Sie hier? Ich hatte mich schon gefragt, wann du hier aufschlägst. Hast bei dem Versuch wirklich ja nahezu unversehrt überlebt. Ich bin beeindruckt. Dennoch wirst du niemals meine Experimente aufhalten können. Hahaha. Ich werde die Menschen auf eine neue Evolutionsstufe heben.
Komm mit, ich muss dir unbedingt noch was zeigen. Komm mit. Was hast du an diesen Zombies experimentiert? Weißt du, wie viele Menschen gestorben sind? Was hat das hier mit der roten Zone auf sich? Und was willst du mir denn hier zeigen? Was soll das alles? Mal schauen, wie du mit meiner letzten Waffe klarkommst. Wie ich es liebevoll nenne, meine Marionette. Was meinst du damit? Ich kann nichts sehen. Was ist passiert? Oh, nein, das riesige Ding. Oh nein, oh nein, oh nein. Oh nein, diese riesengroße... Das ist die Marionette, oder was? Und dann schnell eine Blendgranate werfen. Vielleicht kann ich das Ding damit treffen. Das ist davon unbeeindruckt. Das Ding kam also vom Professor hier. Und hat die ganze Zeit Jagd auf mich gemacht, oder was? Aber wo ist der hin, der Professor? Ne, erstmal das Ding besiegt. Wo ist der hin? Wo bist du hingelaufen? Wo? Das ist alles hier komplett leer. Oh nein, ich muss hier schnell raus. Ich muss hier so schnell wie möglich raus. Hier unten wartet nichts Gutes auf mich. Schnell weg hier. Oh nein, oh nein, oh nein. Am besten, ich muss ja unbedingt alles verlassen. Ich habe das dumpfe Gefühl, dass was ganz Schlimmes auf mich zukommen wird. Schnell nach oben. Wo geht's denn hier lang? Hier geht's nach oben, perfekt. Okay, am besten einfach nach oben rennen. Moment, wie war das Passwort nochmal? 612515. Jawohl, perfekt. Okay. Oh nein, jetzt explodiert hier schon alles. Genau das habe ich gedacht, dass irgendein Selbstzerstörungsmechanismus aktiviert wurde. Schnell weg hier, nicht, dass gleich das ganze Gefängnis hier in die Luft gejagt wird. Oh nein, draußen höre ich doch schon wieder alle. Draußen höre ich schon wieder die ganzen Zombies rumlaufen. Oh, hier ist eines dieser Experimente. Aber eigentlich habe ich noch die Exo-Rüstung an. Oh, schnell raus hier. Oh nein, so viele Zombies. Ich muss schnell weg. Gleich fliegt doch bestimmt das ganze Gefängnis hier in die Luft. Oh, hier ist das Tor offen. Perfekt. Da kann ich einfach hier... Wie viele das einfach mal sind. Oh, sie kommen alle auf mich zu. Ich muss die rote Zone hier unbedingt verlassen. Was war denn das bitte schön mit dem Professor? Das kann doch gar nicht sein. Was hat es denn damit alles auf sich? Ich muss hier unbedingt weg. Ich muss so schnell wie möglich weg hier. Es werden immer mehr von diesen Dingern.